Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Ich habe gestern ein neues Spiel entdeckt. Naja gut, so neu ist es ja nicht. Aber ich habe es entdeckt. Für mich ist es neu, denn das Spiel nennt sich Hacknet. Da bist du quasi ein Hacker, beziehungsweise du bist, ja, wie soll man das sagen? Du bist auf den Spuren eines ermordeten Hackers und musst quasi da jetzt auflösen, was da passiert ist, so in etwa, und musste ich halt in das System reinhacken, Sachen suchen und so weiter und so fort. Ich finde es cool gemacht. Ich werde wenig mit der Maus machen, aber viel mit der Tastatur, wie ein Hacker halt vorgeht. Codes eingeben und so. Naja, fast. Ich bin kein Hacker, ich bin auch kein Programmierer. Ich habe keine Ahnung, ob die Sachen, wo man hier jetzt eingibt, auch in Wirklichkeit annähernd funktionieren könnten an Befehlen und so weiter. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich einige schon, andere eventuell nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin absolut kein DOS-Freak gewesen und auch sonst was nix. Ich begrüße auf jeden Fall erstmal unseren lieben Nuke. Grüß dich, herzlich willkommen bei mir am Stream. Jo, das wäre also nur mal so ein bisschen die Infos zu dem Spiel. Alles andere werden wir jetzt weiter erfahren. Ich habe es allerdings schon gespielt. Gestern mal angezockt. Okay, aus diesem lang angezockt wurden ungefähr 6, 7 Stunden. Ne, ich habe keine Ahnung, wie lange auf jeden Fall. Ich war extrem lang dran. Es hat auch tierisch Spaß gemacht, weil man einfach nicht davon wegkommt, weil man, ja, bei allem, was man macht, da ist man einfach so gewollt, oh, was kommt jetzt noch? Wie schwer wird's noch? Was sind die nächsten Aufgaben? Was muss ich noch machen? Und. Also, eigentlich an für sich ist es ja ein labiles Spiel, was eigentlich relativ schnell zu lernen ist, aber der Reiz, weiter und weiter zu kommen, der ist einfach gewaltig bei dem Spiel. So, ich würde sagen, wir haben noch 2 Minuten. Was machen wir in den 2 Minuten? Ich habe den Timer auf 14:40 Uhr gestellt. Darum zählt er jetzt runter. Aber ich denke mal, scheiß drauf, scheißegal. Wir fangen jetzt mal an, mit einem Benutzernamen zu kreieren. Dieser Benutzername ist relevant für deine Ansprache. Und ja, ich nenne mich hier jetzt mal Drandobaki. Mal schauen, ob das System mit dem Namen klarkommt. So, allerdings müssen wir jetzt ein Passwort noch eingeben. Und so wie ich bis jetzt so mitbekommen habe, ist dieses Passwort einfach nur Performa, damit es professioneller ausschaut. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Wie geht's denn dir, Nuke? So, währenddem ich hier jetzt mein Passwort eingebe, was wahrscheinlich sogar noch falsch ist, werde ich hier noch ein bisschen auf den Chat eingehen. Ja, ähm, ja, habt ihr noch Fragen zum Spiel? Jetzt müssen wir das Passwort natürlich wieder eingeben, wie wir es halt von den richtigen Dingern kennen. Und das Spiel ist echt cool gemacht, sage ich euch. Du kannst einen Computer auch rebooten, deinen eigenen und so weiter. Das ist einfach so geil gemacht. Wir werden gleich mal am Anfang hier eine kleine Sequenz sehen und dann werden wir einen Reboot sehen. Ne, ich glaube, den Reboot kommt zuerst und dann werden wir eine kleine Sequenz sehen. Ich weiß es nicht so recht. Ich frage mich nur, wann das Hosting von meinem Twitch-Channel weggeht und ich dann live bin. Bei mir bin ich immer noch bei Terror Sky drin. Komische Sache. Naja, ich denke mal, bei euch läuft's. Ansonsten YouTube lässt grüßen. Hier läuft's nämlich auch. Oder? Ja, doch. Wenn die Facecam zu dunkel ist, bitte schreibt es mir in den Chat, dann gehe ich mal das Licht anmachen. Aber ja, ich bin so in einem dunklen Ecken hier. So, okay. Lange Worte, kurzer Sinn, ne? Dann fangen wir mal hier echt mal an zu spielen. Es macht wirklich tierisch Spaß. Für 10 Euro bekommt ihr das bei Steam. Bei anderen Seiten findet ihr es für ungefähr 2 Euro. Also, ja.
Das Spiel ist erst seit kurzem, ist nicht von Anfang an auf Deutsch gewesen. Jetzt zum guten Glück ist es auf Deutsch, denn auf Englisch dieses Spiel zu spielen, no. Könnte ich nicht, würde ich nicht, will ich nicht. So, Warnung. Einmal ausgewählt kann die Sprache einer Sitzung nicht mehr geändert werden. Bereit zum Bestätigen, Enter drücken. Ja, ich möchte sie auf Deutsch und darum wird es auch bleiben. Wenn die Musik zu laut ist, und jetzt sehen wir schon den Reboot des Computers. Super gemacht, echt. Also wie als würdest du einen richtigen Computer starten. Das ist Wahnsinn. Das ist verdammt geil gemacht. So, jetzt sehen wir eine kleine Zwischensequenz. 14 Tage verstrichen. Notfallroutine gestartet. Hallo? Eigenartig. Noch unheimlicher, als ich erwartet hatte. Ich schätze, ich sollte hier in der Vergangenheitsform schreiben, wobei ich noch nicht bereit bin, mir diese Niederlage einzugestehen. Ich heiße Bit und wenn du das hier liest, bedeutet das, ich bin tot. Ja, das war die Ich mache mal hier die Musik ein bisschen leiser. Ich weiß nicht, ob sie jetzt leiser ist bei euch. Doch, ich glaube, bei euch ist sie sehr leise. Bei mir im Ohr heimat es nur so hin. So. Ja, das ist also der liebe Bit, den wir quasi, dessen Mords wir aufklären müssen, sozusagen. Und jetzt sind wir mal erstmal im Tutorial. Im Moment bist du nicht sicher. Lernen so schnell du kannst. Um mit dem Tutorial fortzufahren, klicke auf den Button. Also man kann mit Maus spielen, aber man kann auch mit Tastatur spielen. Also die Maus braucht man schon ab und zu, aber mit der Tastatur kannst du relativ viel machen. Und das geht auch rassig, das zeige ich euch dann. Kriegt ihr so mit. Kann mir mal jemand sagen, ob bei Twitch mein Stream läuft oder immer noch der von Terror Sky 88. Ich schaue immer noch Terror Sky 88 zu, aber der Host-Modus wurde bei mir eigentlich gekappt, also beendet. So. Okay, Tutorial. Du kannst dich mit einem Computer verbinden, indem du Connect IP in das Terminal tippst. Das Terminal haben wir momentan nicht, also darum, das Terminal wäre zum Beispiel mal hier in diesem Layout. Gibt ja auch verschiedene Layouts dann noch, also ja, dazu aber viel später mehr. So, ja, ich hoffe die Musik ist echt nicht zu laut, wenn doch, schreibt es mir in den Chat, dann mache ich die Musik ganz aus und so weiter und so fort. Na, ihr wisst doch, ihr wisst Bescheid. So, Terminal-Tipps oder auf einen Knotenpunkt in der Netzwerkübersicht, Netmap klickst, die da unten. Verbinde dich mit deinem Computer, indem du auf den grünen Kreis in der Netzwerkübersicht klickst. Quantubar Keys PC. So, gute Arbeit. Auf jedem System suchst du zu Beginn nach verbundenen Geräten im Netzwerk. Gefundene Computer werden der Netzwerkübersicht automatisch hinzugefügt. Durchsuche jetzt das Netzwerk, indem du Network Scan auf deinem Display-Modul anklickst. Machen wir. Das sollte fürs Erste reichen. Trenne die Verbindung zu deinem Computer. Trennen. So. Momentan ist Tutorial noch langweilig und so, aber Learning by Doing, oder? Nun ist es an der Zeit, dich mit deinem Computer außerhalb deines Netzwerkes zu verbinden. Es sollte dir jedoch bewusst sein, dass es laut USC Artikel 10.30.18 illegal ist, die Sicherheitssysteme eines fremden Computers zu umgehen. Fahre auf eigene Gefahr fort und verbinde dich mit einem fremden Computer, indem du auf den blauen Knotenpunkt in der Übersicht klickst. Den da. Denkler Interactive. Okay. Das VM-Terminal wurde aktiviert. Dies
wird in Zukunft ein primäres Interface sein, um Aktionen ausführen und Computer durchsuchen zu können. Also momentan wird es echt spannend, sage ich euch. Ich hoffe, ich streame auch bei Twitch, also ich sehe es nicht, aber ich hoffe mal. Du kannst Befehle ausführen, indem du diese in die Konsole eintippst und anschließend Enter drückst. Das Sicherheitssystem und die offenen Ports eines Computers können mithilfe des Probe- oder Nmap-Befehls, wobei mir dem Probe allerdings schon besser gefällt, analysiert werden. Analysiere jetzt den Computer, mit dem du verbunden bist. Dann geben wir hier mal bei der Konsole, ich weiß nicht, ob ihr es seht, weil ich im Weg bin, ne? Ja. Moment. Ich mache mich mal ganz klein hier in die Ecke rein. So, jetzt bin ich ganz klein. Oh, und das Spiel auch. Jetzt kann ich mal hier wenn ich hier mal Twitch aktualisieren, also wenn da immer noch nicht mein Stream da ist, dann... Oh, vor allem bei Twitch muss ich immer noch umschreiben. Ah ja, Moment, ich muss bei Twitch mal umschreiben. Das stimmt nämlich absolut gar nicht. Hacknet Live. Und das Spiel Hacknet. So, ja, also Bild habe ich, super, freut mich, wunderbar. Okay, Stream von Twitch habe ich jetzt auf dem Bild und Stream von YouTube habe ich auf dem Bild. So, okay, also wir scannen mal diesen Computer nach den Ports. Und zwar müssen wir Probe eingeben. Zack. Hier siehst du die aktiven Ports, Sicherheitssysteme und die Anzahl der erforderlichen Ports, um die Maschine zu cracken. Dieser Computer hat kein aktives Sicherheitssystem und erfordert keine offenen Ports für den Zugang. Wenn du bereit bist, kannst du den Computer cracken, indem du das Programm PortHack ausführst. Starte jetzt PortHack. Also wir sehen, ich erkläre mal schnell das Bild. Wir sehen hier die Ports, die wir öffnen, also die zum Öffnen da sind. Wir brauchen allerdings halt eben Programme, um diese Ports zu öffnen. Momentan haben wir eh keine. Und hier oben sehen wir, wie viele Ports geöffnet werden müssen, um den Rechner zu cracken. Und hier sehen wir dann auch, ob ein Proxy-Server da ist oder ob eine Firewall aktiv ist. Und dazu kriegen wir das halt im Verlauf des Spiels immer dazu. So, also wir sollen jetzt PortHack machen. Und jetzt hat sich ein Programm gestartet. Seht man hier, Passwort found. So, PortHack complete, disconnect, wir haben ausgeloggt, sind wieder scanning for bla, connect stable, wir haben wieder connected und sind jetzt als Administrator auf dem Rechner. So, Gratulation, du hast nun Administratorrechte und somit die Kontrolle über diesen Computer erlangt. Du kannst nun damit machen, was immer du willst. Zunächst solltest du jedoch das Netzwerk scannen, um weitere Computer zu lokalisieren. Dies machst du mit Hilfe des Befehls scan. Wir geben Scan ein und haben kein Fund, kein Problem. Als nächstes solltest du das Datensystem durchsuchen. Liste alle Daten und ordne im derzeitigen Verzeichnis auf. Das machen wir, also ich kenne den Befehl jetzt noch von DOS, MS-DOS mit dem Befehl dir, kann man normalerweise das Verzeichnis öffnen. Navigiere zu dem Ordner mit dem Namen Binaries, um nach hilfreichen Programmen zu suchen. Verwende den Befehl cd, auch das kennen wir von DOS, also so ganz fremd ist es nicht. Der Kollege hat es auch gerade gekauft und ist auch gerade dran.
hätte mir zwar zuschauen können, aber finde ich cool. Er steht ja auch so auf Spiele. Das ist wirklich super gemacht. Also eben, den Befehl cd Ordnername, den kennt man aus DOS-Zeiten noch. Also ich kenne ihn noch von da. Also machen wir mal cd bin. So, verwende erneut den Befehl ls, um den Inhalt des derzeitigen Verzeichnisses anzuzeigen. Du kannst auch dir schreiben, Hi Dragon. Also du kannst jetzt auch, du kannst ls schreiben, du kannst aber auch dir schreiben. Also ls und dir ist beides das gleiche. Also ihr seht, das ist ja egal, ob die jetzt dir schreibt oder ls schreibt, er listet immer den Inhalt des Ordners auf. Mir gefällt einfach Tier irgendwie, das ist einfach Gewohnheit von früher noch. ls wusste ich gar nicht, dass es das gibt, aber ja. So, hier befindet sich kein Programm, aber du solltest die Config-Text öffnen, für den Fall, dass sich hilfreiche Informationen darin befinden. Das weiß ich, das geht mit cut und dann config.text. So, jetzt haben wir die Config geöffnet. Also ich sage euch, das Spiel ist hammergeil. Total nutzlos. Bevor du jedoch Verbindung zu diesem Computer trennst, solltest du deine Spuren verwischen. Das, Leute, ist das Wichtigste im Ganzen. Solltest du, um wieder zu einem übergeordneten Ordner zurückzugelangen, verwende cd. Das kennen wir auch. Beachte bedeutet zurück oder auf. cd. Zack, sind wir schon oben. Jetzt müssen wir in die Log-Dateien rein. nee, ich bastle mir kein neues Betriebssystem. Das ist das Spiel Hacknet und da lerne ich jetzt momentan gerade, wie ich in andere Computer mich einhacken kann oder was ich da machen kann oder sollte und muss. Das ist einfach ein Tutorial momentan über Dragon und das ist ein Spiel, keine Realität, nichts in Wahrheit und so weiter, also keine Angst, ich mache hier nichts Illegales und ich bin auch kein Hacker, ich spiele einfach das Spiel absolut geil, seitdem ich es gekannt habe. Also seitdem ich von dem Spiel erfahren habe, habe ich mir Let's Plays angeschaut und da, oh ja, das macht sicher Spaß. Ich habe mir einen Risikokauf gemacht, 2 Euro, fand ich, ja, 2 Euro ist nicht so schlimm. Tut mir jetzt nicht den Magen weh, gebe ich aus. Risiko ist ein Scheiß, ist ein geil. Und ich bin momentan gerade daran, es nicht zu bereuen, mir das Spiel zugelegt zu haben. Also der Kollege, der hat sich's auch geholt. Wahrscheinlich hat er es aber bei Steam geholt, wo er 10 Euro gezahlt hat. Ich habe es für 2 Euro. Ja, er gibt halt gern viel Geld aus. Ein Mann mit 4 Kindern, einer Frau, einer Wohnung. Ja, aber er gibt halt gern viel Geld aus. Nee, brauchst du nicht, keine Angst zu haben. Wie schon gesagt, ich weiß nicht mal, ob die Befehle, wo man hier jetzt gibt, alle, ob die in Wirklichkeit auch so funktionieren. Also ich hoffe mal nicht, weil sonst ist das ja eine Hackanleitung für Realität. Schönen Sonntag, lieber Sergeant, dir auch. Grüß dich, hier bei YouTube läuft ja alles fantastisch, mein Gott. Hey. Okay, ihr lenkt mich ab, Leute. Profi-Hacker bei der Arbeit. So, lösche alle Daten in diesem Ordner. Du kannst eine Datei mit Hilfe des Befehls rm-Dateiname löschen. Alle Daten können mit dem folgenden Befehl gelöscht werden. Beachte bedeutet alles. Also, wir müssen ja unsere Spuren verwischen und darum werden wir die Log-Dateien löschen. Somit können sie nie auf mich zugreifen. Und ja, Sergeant, das hast du richtig erkannt. Rantu der Hacker. Ich bin eigentlich schon ziemlich viel. Hausmeister war ich schon. Jetzt bin ich Hacker. Pharma-Industrie-Besitzer war ich jetzt noch nie beim Stream, aber könnte ich auch noch sein. Sergeant kann ich sein. War ich schon. Was war ich denn alles noch? Parkbauer war ich schon. Also
Ja, ihr seht schon, ein Let's Player, der hat viele Möglichkeiten, was zu machen. Ja, okay, ausgezeichnete Arbeit. Trenne dich nun von diesem Computer. Dies erfolgt durch die Befehle DC oder Disconnect. Soldat, genau, Soldat. Sergeant war ich noch nie. Ich bin lieber der Soldat, weil ich habe so absolut keine Ahnung von Krieg, taktischem Kriegsgeschehen und Befehle zu erteilen im Krieg. Da hast du absolut recht, Soldat, Sergeant. Also lieber Sergeant, den darfst du gern sein, wenn wir einen Squad gründen. Denn bist du der Squad-Leader. Da will ich aber was auch sehen, was dein Sergeant, der vor deinem Namen steht, auch gerechtfertigt. Also wir können hier DC zum Disconnecten oder Disconnect machen. Ich schreibe lieber DC, weil das relativ immer einfacher ist. Aber ich sag's euch, wenn ihr so gerne mal so einfach so das Hack-Feeling oder Programmier-Feeling haben wollt, ich kann euch das Spiel wirklich empfehlen, es macht tierisch Laune. Tutorial, Gratulation, du hast den ersten Teil des Tutorials erfolgreich absolviert. Um das Tutorial vollständig abzuschließen, musst du die Prozess-ID PIT dieses Tutorial-Programms lokalisieren und den Prozess beenden. Das denke ich auch, lieber Sergeant. Das wird dann noch was, wenn wir da Squad spielen und du der Squad-Leader bist. Aber hey, just for fun, liebe Freunde. Just for fun. Ich mache die Sachen alle nur just for fun. Bei Squad möchte ich schon zwar eine Einheit aufbauen, so wie ein Clan oder eine Gruppierung, wo halt regelmäßig oder wo halt wirklich zusammen zockt, aber auch wirklich nur just for fun. Wenn da jemand Scheiße baut, shit happens, mein Gott, es ist ein Spiel, also von dem her. Und ich bin sowieso Teamkiller Nummer 1, also von dem her, ja. Der Befehl, um das Tutorial-Prozess beenden. Der Befehl Help listet dir zu jeder Zeit alle Befehle auf. PS heißt für Pit und Kill 41 heißt, du kannst den Pit 41 killen. Also ich glaube, das gibt es in Wirklichkeit auch so. 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 Pit wurde geschlossen. Der Spion. Ja gut, ein Hacker ist ja eigentlich auch sowas wie ein Spion. Also wir werden in dem Spiel auch lernen, dass eigentlich ein Hacker nichts Böses will machen, aber halt viele andere Hacker Böses im Sinne haben. Kompliziert, ja. Also. Nee, in dem Spiel lernen wir, dass ein Hacker eigentlich gute Sachen machen kann und auf der richtigen Seite steht. Und auf der richtigen Seite. Scharfschütze confirmed. Nuke. Ich bin doch kein Scharfschütze. Ich bin absolut eine schlechte Scharfschützen-Niete. Nee. Oder meintest du dich als Scharfschützen? Achso, Teamkiller. Aber Spion kann ein Hacker trotzdem auch sein, lieber Sergeant. Wir müssen unbedingt echt mal wieder Insurgency spielen, lieber Sergeant. Oder sonst irgendwie so ein Spiel. Das müssen wir unbedingt tun. Momentan bin ich sowieso so auf Kriegsspiele aus, also so Operation Flashpoint, Arma 2, Arma 3, Insurgency, Squad. Ich hätte momentan extrem Lust auf solche Spiele, auch wenn ich nicht gut bin, aber ja. Aber jetzt momentan bin ich Hacker vom Beruf. So, wir haben übrigens eine Mail. Ich habe noch keinen Befehl herausgefunden, wie ich die Mail auflisten kann. Okay, doch, momentan nicht, aber wir gehen mit der Maus drauf. Bit, erster Kontakt. Hi, ich kenne dich zwar nicht und es ist traurig sagen zu müssen, dass ich dich wohl nie kennenlernen werde. Aber wenn du das hier liest, bedeutet es wohl, dass du die einzige Person bist, die die Dinge noch in Ordnung bringen kann.
Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Es gibt für mich keinen Ausweg und nicht genug Zeit. Ich brauche deine Hilfe. Ja, also Nuke, wir können natürlich einen Scharfschützen auch wirklich brauchen im Team. Das ist absolut gar kein Thema. Und lieber Sergeant, wir können nächste Woche... Können wir gern mal was zusammen zocken. Die Frage ist halt nur was. Es gibt jedoch etwas, worum du dich zuerst kümmern solltest. Je schneller, desto besser. Hacknet OS hätte nicht unter diesen Umständen veröffentlicht werden sollen. Nach einer gewissen Zeit wird sich ein automatischer Tracker aktivieren. Das dürfen wir nicht zulassen. Verbinde dich mit deinem eigenen Computer. Sollte in der Übersicht grün angezeigt werden. Finde und lösche Security Tracer Exe. Wenn du das erledigt hast, antworte einfach auf diese Mail. So, wir machen jetzt mal zuerst hier eine Connect. Wir können auch mit Tab, das ist nirgends gestanden, wir können mit Tab die Befehle vervollständigen, so müssen wir sie nicht ausschreiben. Allerdings die IP-Adresse, die müssen wir ausschreiben. Da ist eine 9 zu viel. 3,5. Ja, Insurgency können wir ohne weiteres spielen. Sollte bei mir noch sein. Dir. CD Home. CD. Jo, guten Appetit, lieber Sergeant. Vielleicht bis später. CD Stadt. Nix drin. Ah. So, dann schauen wir mal im MISC. Auch nichts drin. Okay, es ist eine Exe-Datei, die müsste logischerweise in der Bin-Datei sein. Da haben wir sie schon. Und jetzt mit RM Security Tracer Exe können wir die Datei löschen. Jetzt gehen wir aber noch in die Logs. Ist zwar mein eigener PC, das spielt nicht so eine Rolle, aber so, löschen wir trotzdem mal die Logs. Muss ja keiner wissen, was ich auf meinem eigenen PC getan habe. Du kannst übrigens auch die Logs löschen und währenddem das gelöscht werden, dich disconnecten. Sie werden dann immer noch gelöscht. So nebenbei erwähnt. So, also Antworten. Wurde gelöscht. Gelöscht. Alles okay. Es ist überflüssig. Also momentan ist es nicht wichtig, dass wir hier jetzt einen Text hinschreiben, aber ich mach's halt, weil Spaß macht. Funny. Jo, Sergeant, viel Spaß dir auch noch und vielleicht bis später. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall, ich werde eine Zeit lang hier hacken. Denn das Spiel macht unglaublich laut. Zum Zuschauen vielleicht nicht so, aber wenn ihr selbst spielt, ui, Kacke, das ist dann aber was anderes. So. Großartig fürs Erste, solltest du jetzt sicher sein, zumindest vor deinem eigenen Rechner. Bevor wir durchstarten, wirst du aber noch ein paar Sachen brauchen. Porthack alleine wird nicht reichen, um in moderne Computer einzudringen. Schon gar nicht, wenn sie wertvolle Daten enthalten. Zunächst solltest du einen Freund von mir aufspüren. Er nennt sich Viper. Grauenhaft, ich weiß. Er scheint auch nicht der hellste zu sein, aber er kommt immer wieder in Besitz von nützlichen Codes. Auch das können natürlich wir sehr gut brauchen. Es sollte kein Problem sein, an seine Daten zu kommen. Darunter etwas Nützliches zu finden, ist da schon eine größere Herausforderung. Den Großteil der Dateien kannst du ignorieren. Textdokumente, Chatlogs und so. Ausschau halten solltest du jedoch nach Dateien mit der Endung exe. Um auf deinen Rechner herunterzuladen, kannst du den Befehl scp verwenden. Viel Glück, antworte mir, wenn... Okay, dann werden wir den Kollegen mal connecten. 431 210 115.
So, dann wollen wir mal erstmal Probe die Ports schauen. Okay, keine Sicherheit auf dem Computer. Keine Ports zum Öffnen, dann können wir gleich mal Port-Hack machen. So, ist dran, ist am Tun. Also ich finde es absolut geil gemacht. Storytechnisch, ja, Story habe ich noch keine richtige gesehen, aber Möglichkeiten und so weiter, was du hier machen kannst, ist gigantisch. So, wir suchen ja eine Exe-Datei, dann suchen wir mal schnell im Bin und da haben wir den SSH Cracker. Das ist, um die Ports von SSH, also die SSH-Ports aufzumachen. Für das brauchen wir dieses Programm. SCP SSH Cracker laden wir uns runter, die werden automatisch bei uns auf dem Computer in den Ordner Bin-Dateien gemacht und alle anderen Dateien, die keine Exe-Dateien sind, finden wir bei unserem Computer unter Home. So, dann gehen wir zurück, schauen aber trotzdem nochmal auf Home. YouTuber. Ah, das habe ich noch nicht angeschaut. YouTuber to check out. Captain Spinfax, kenne ich nicht. Rocklam's Meal, kenne ich nicht. Northern Nilum, kenne ich nicht. Official Calm Games. Also das sind quasi die Entwickler von dem Spiel. Ist cool. Nee, dann öffnen wir öffnen jetzt einfach mal alles. Wir können es ja. Habe es endlich geschafft, das schicke neue Hexor-Programm von dem Server von dem Gollum geredet hat. So geil, kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Muss nur herausfinden, wie man es verwendet. Ja, das ist so meistens die kleinen Vorteile, wenn man ein Programm hat, wenn man weiß, wie es geht. Ich habe die Dinger noch nie angeschaut, liebe Freunde. Index-Test, Proxy-Server. Brauche ich vielleicht etwas, um ihn zu überladen? Muss ich mich nochmal erkundigen? Vielleicht gibt es dafür ein Programm. Ich frage nochmal nach. Geld. Den? Server kenne ich nicht. Alle Server. Android. Ah, okay. Das ist der Server. Okay, den kenne ich doch. Die IP-Adresse kam mir jetzt nur allerdings ein bisschen fremd vor. Aber das ist ja nicht so problematisch. Wir gehen nochmal zurück auf den Computer von unserem Kollegen. So, was haben wir denn noch? Schauen wir noch den E-Mail. Hey Papa, entschuldige, habt ihr schon lange keine E-Mail mehr geschickt? War ziemlich mit der Schule beschäftigt. Schule, ja. Klar, Schule. Die 11. Klasse ist ganz schön schwer, denke aber, ich komme durch. Ich wollte dich eigentlich um Hilfe bitten, würde eine neue Software für ein Schulprojekt benötigen. Der Name lautet FTP. Das ist so geil. Ich würde eine neue Software für ein Schulprojekt benötigen. Der Name lautet ftpbounce.exe. Es ist wirklich wichtig. Entschuldigung, wenn ich so lache, aber das ist ein Programm, um FTP-Ports zu cracken. Das weiß ich. Ne? Ein ftpbounce.exe, das ist, um FTP-Ports zu cracken. Der braucht das für ein Schulprojekt. Klar, ist klar. Das ist wichtig, wirklich wichtig. Allerdings kostet es ein Vermögen und mir ist das Geld ausgegangen, das du mir letztens geschickt hast. Jede Software für dieses IT-Projekt ist schweineteuer. Besteht die Chance, dass du mir weitere 2000 Euro auf mein Konto überweist? Ich würde dir wirklich weiterhelfen. Es würde mir wirklich weiterhelfen. Wie wär's mal mit Arbeiten und so? Danke, hab dich lieb, Tim. Okay. So, dann wollen wir in die Logs
und die Logs löschen. So. Und Disconnect. Wie schon gesagt, ihr seht hier, wird trotzdem, obwohl ich disconnected bin, noch die Sachen gelöscht. Also das heißt, wenn ihr was löscht, müsst ihr nicht warten, bis es gelöscht ist, sondern ihr könnt es löschen, abhauen und es wird weiterhin schon gelöscht. Weil der Rechner, der läuft ja noch in dem Sinn, wenn du disconnectest. Du fährst den Rechner ja nicht runter. So. Gut. Scheiße. Maus war zu sensibel eingestellt. So. Wisst ihr eigentlich, dass wenn ich offscreen spiele, ich schneller vorankomme bei einem Spiel, als wenn ich online streame? Ich erkläre hier einfach alles und wenn ich offline streame, quatsche ich nicht und sondern da tippe ich einfach ein und ja, mit euch erkläre ich euch das Spiel und so weiter und auch das, was ich mache. Das sind so die Unterschiede von Offscreen-Spielen und On-Air-Screen und Live-Streamen. So, gratuliere. Ich habe offen gesagt zwar keine Ahnung, ob du Erfolg hattest, aber wenn du das hier liest, hast du wohl irgendetwas gefunden. Ich nehme mal an, etwas sehr Nützliches. Du solltest mal versuchen, einen meiner alten Testserver zu knacken. Falls Viber die Art von Code rumliegen hatte, für die er bekannt ist, sollte das mehr als ausreichend sein. Beachte, dass die meisten komplizierten Anwendungen eine Portnummer brauchen, um zum Beispiel SSH Crack 22 Anwendung Portnummer. Du musst nur den entsprechenden Port finden und dann das Programm starten. Und falls du es noch nicht wusstest, du kannst Befehl mit Hilfe von Tab automatisch, kennen wir schon, habe ich euch ja schon gesagt. Bit. Ja, Notiz hinzugefügt. Ich muss nochmal zum Viper, weil ich habe hier was vergessen. Genau, das habe ich nämlich vergessen. So. Und das Ganze löschen wir wieder. Also das geht nur mit Adminrechten. So, okay. Wir connecten auf den Testserver Bitreese Test 18.101.2.3.2.37. Ihr könnt ja mal versuchen, auf die Ports, auf die IPs zu connecten und schauen, was bei euch passiert. Nee, ich empfehle es nicht. So. Nmap. Geht ja auch. Hier sehen wir schon. Für Crack benötigt ein Port. Also um den Computer zu cracken, brauchen wir einen offenen Port. Die sind alle geschlossen und ich habe hier unter Exe habe ich einen SSH-Crack und damit kann ich diesen SSH-Port hier öffnen. Dazu gebe ich einfach nur SSH-Crack und dann die Portnummer, die 22 ein. 22 und schwupps startet das Programm und versucht den Port 22 zu öffnen. Echt easy und mit der Zeit hast du einfach die Routine und dann bist du auf dem neuen Rechner, gibst Sachen ein und dann läuft's. So, Port ist offen, also grün heißt offen, rot heißt geschlossen. Ein Port müssen wir aufmachen, haben wir gemacht, nun können wir den Port-Hack aktivieren. So, jetzt muss ich schnell dem Kollegen noch schreiben, wie er diese anderen Seiten kann. So. Er hat mich gefragt, mit Help gibt es ja eine Liste, ich mach das mal schnell. Help. Hast du ja so eine Liste, aber zeigt die angegebene Commander-Liste Seite an.
Wieso X? Und dann will, das ist jetzt Seite 1. Wenn ich Seite 2 will haben, muss ich Help 2 machen. Das ist neue Seite, wenn ich Help 3 will machen, 3 Seiten gibt's. Ah, mein Kollege ist ja, naja. Nein, das sind... So. Und er meinte, er müsse da Help... Klammer auf. Kann ich ja gar nicht setzen, Mensch. Hä? Ich kann die Klammern gar nicht setzen. Wo sind denn die Klammern? Ach, da. Er müsste das so machen. 2 zum Beispiel. Und da sagt er... Ja, aber normalerweise sind diese Zeichen hier, also alles was, wenn etwas hier drin ist, heißt das, hier kommt ein Befehl rein. Ist eigentlich ein Platzhalter, dass das Programm nicht meint, dass hier jetzt ein Code weitergeht. So habe ich zumindest gerne. Nö. Beim Pit-Killen musste er die Klammern machen. Also ich habe die Klammern nicht gemacht. Also, ja, er hat, ja, das ist schwierig zu erklären. Er hat Kill, Klammer auf, 227, Klammer zu eingeben. Aber er macht sich zu viel Mühe, also, ja. So, wo sind wir denn jetzt? Ach, ja, Scan, erstmal. Scanning complete. Okay, dir. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Leute, wisst ihr, was ich jetzt hier am Rechner muss machen, Mensch? Was muss ich denn tun, Mensch? Jungfern, du musst... Ah, und falls noch... beachtet das die meisten. Ja, die Musik ist cool, aber wahrscheinlich auch urheberrechtlich geschützt, habe ich irgendwie so das vermutet, das Gefühl. Ich weiß jetzt momentan nicht, was ich hier tun soll. Wir schneugen einfach jetzt mal hier rum. Cat Host Terminal. Nützliche Terminal-Kommandos. Hier können wir nochmal die Help. Wenn er soweit wäre, könnte er es hier nachlesen. Ah, cool. Mit MV kannst du Sachen umbenennen bzw. verschieben. Fork Bomb. Mit dem kannst du quasi du kannst hier quasi schnell abschließen wieder. Genau. Das können wir. Habt ihr es durchgelesen? Wollt ihr es lesen? Wenn ja, dann warte ich noch ein bisschen. Ansonsten hat sich das für mich jetzt schon erledigt, diese Liste. So, wenn ihr es nochmal lesen wollt, schreibt es einfach mal in... So, die
X-Server Sys, die laden wir uns mal runter, einfach als Backup. Wenn uns jemand die X-Server Sys klaut oder löscht, dann öffnen wir noch die Test-File-Text. Gratulation, du hast gewonnen. Okay. Dann öffnen wir noch den Auto-Log-Reporter und mal die Log-Datei. So. Schinderland, ich warte gerade, bis Chef endlich weg ist. Dann treffen wir uns an der Hintertür. Meinst du, er weiß davon? Pff, bezweifle ich. Der hat keine Ahnung, was für ein Shitstorm gleich losbricht. Lösch bloß deinen Browserverlauf. Das sollte besser nicht auf uns zurückfallen. Ja, ich kümmere mich darum. Er ist gerade mit seiner Jacke zur Tür raus. Los geht's. Okay, gib mir einen Moment, die Kamera einzustellen. So, du hast 3 Minuten, bis das Bild weiterläuft. Ich schnapp mir die Liste und nachher gehen wir dann feiern, ja? Ja, das sind das finde ich noch cool, solche Textdateien mal durchzulesen, was da kommuniziert wird. Das ist wirklich storytechnisch haben sie wirklich wahnsinnig cool gemacht. Also sie haben doch ein bisschen Leben in das Ganze geflößt mit den ganzen Textdateien. Und ich lese mich noch gern mal durch diese Textdateien, weil sie sind doch amüsant. Vogt, das würdest du mir ja eh nicht glauben. Was? Hat's funktioniert? Ich habe hier ein paar Schläger an der Haustür, die wollen wohl den Source Code. Damn, klingt als ob du jetzt mit dem großen Jungs spielst. Wirst du wenigstens gut bezahlt? 12.000 für 2 Monate sind schon nicht schlecht. Ich frage mich, was die damit anstellen wollen. Wahrscheinlich dein Bankkonto leer räumen. Viel Glück dabei, bei mir gibt's eh nichts zu holen, lol. Also ich finde die Texte einfach super. So, der nächste. Felix, ist gut für mich gelaufen. Bill ist endlich gefeuert worden. Gut. Ich hasse den Kerl, hast mir echt einen Gefallen getan. Ganz zu schweigen von den 10.000 Euro Schwarzgeld. Netter Nebeneffekt. Wir sind quitt. Wir sind quitt? Yep, ich habe jetzt monatelang Exklusivinterviews. Ich komme nächstes Jahr wieder auf dich zurück, wenn der neue Brisby-Film rauskommt. Bis später, Chef. Ich find's cool. So, bei den New Folders, das ist IRC-Chats, sie sind nicht hilfreich. Die kann man in der Regel eigentlich vergessen. Oder sie sind leer. Oder sie sind leer. Oder sie beinhalten was. Ich merke schon, ich muss da mal wirklich die Sachen untersuchen. Einfach mal, weil ich es kann. Okay, das bringt mir momentan nicht viel. Und die Design Doc for Top Secret. Oh, da steht sogar mal was drin. Na, dann wollen wir mal lesen. Design Doc 4, NB, das Design Doc. Also eigentlich ist es eine Programmierung. Fair to Virtual Minigame. Ja, eigentlich ist es eine Programmierdatei. So, CD New 20. Hier haben wir eben diesen IRC-Log, den bringt uns gar nichts. Der bringt nicht viel. Mein Nachbar hassen mich. Warum alles? David, Andrew und ich stehen am Grill, machen Marshmallows. Auf einmal Sirenen. Die Feuerwehr biegt in unsere Straße ein. Wir rennen also dahin und das Nachbarshaus brennt lichterloh. Oh shit. Was?
Genau, und wir kommen da an, seine Frau weint an der Schulter ihres Mannes und wir stehen halt da und dann hat sie uns gesehen und uns den Todesblick gegeben. Was ist denn da passiert, Mensch? Denn wir standen da mit Spießen und Marshmallows am brennenden Haus. Wow, euer Timing. Das ist ja wahnsinnig geil. Die Story, ey. Nein, unglaubliche. Was die da in das Dings reingebaut haben, ne, das ist ja echt, das lohnt sich echt, diese Sachen mal durchzustöbern. Beziehungsweise einfach mal zu lesen. Das ist ja voll cool. Master G. Judith, wo ist Pac-Man? Wenn man ihn mal braucht. Also die haben schon nur Scheiß im Kopf, ey. Unglaublich. Okay. Gefällt euch das Spiel eigentlich, liebe Zuschauer? Frage ich hier und jetzt. So. Nein, Abstand müssten wir noch machen. So. Habe die Textdatei gelesen. Nice. Eigentlich eben, man kann auch die Mail zurückschreiben, ohne irgendwas hier zu schreiben, also jetzt in dem Fall. Später wird es dann schon noch... Ich hätte ja das auch so machen können. Kennst du denn das Spiel schon oder kennst du es erst seit jetzt, lieber Nuke? Gute Arbeit, von hier an wird es nur noch schwieriger. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ich warte in letzter Zeit etwas nachlässig, weshalb ich auch in diese Schwierigkeit geraten bin. Der Punkt ist, es existieren auf mehreren Computern noch Logs, die ich gern verschwinden sehen würde. Und wenn du alles vergisst, merk dir eines, werde niemals nachlässig. Lösche deine Logs, falls du das bisher nicht gemacht hast. Fang jetzt damit an. Alles, was du auf einem modernen OS machst, wird im Log-Ordner aufgezeichnet. Du musst nur rm-strings verwenden, um den Inhalt des Ordners zu löschen. Danke und viel Glück. Bit. Was haben wir hier? Das können wir eigentlich löschen. Ja, okay. So, dann müssen wir hier noch... nee. So, Connect 250.237.53.118. Also ich kann dir eine Seite empfehlen. Warte, ich schau mal. Ich kann dir eine Seite empfehlen. Wo du eventuell günstiger die Spiele findest. Ich schreib's mal in den Chat rein. Illegalerweise auch. Nee, bei Twitch schaut keiner zu, darum schicke ich es da auch nicht in den Chat. Außer ihr wollt es auch sehen. Ja. Das ist eine Seite, lieber Nuke, wo du halt die Preise vergleichen kannst von Steam Keys. Und da findest du halt zum Teil schon die Games günstiger. Ich habe zum Beispiel mein Spiel jetzt auch nicht bei Steam direkt gekauft, sondern woanders.
So. Kein Problem, lieber Nuke. Ich finde, warum soll ich nur profitieren? Jeder hat das Recht, ein bisschen Geld zu sparen. Und ja, manche finden halt, ja, nee, das sind keine legalen Keys und dies und jenes. Und ich habe jetzt diesen Key bei G2A gekauft und habe schon öfters mal Keys bei G2A gekauft. Und ich hatte bis jetzt erst bei einem Spiel Probleme, aber da habe ich mein Geld dann wieder zurückbekommen. Aber sonst laufen alle Spiele wirklich legal und es sind legale Keys. Keine gecrackten oder sonst was. Also ihr dürft da wirklich glauben, dass das wirklich keine gestohlenen Keys sind, sondern wirklich richtig original Keys. Und ich spiele dieses Spiel jetzt momentan gerade mit euch zusammen und ich habe keine Probleme. Planet Coaster zum Beispiel habe ich auch bei G2A gekauft und hatte bis jetzt noch keine Probleme. Also nur so als Hinweis, falls ihr immer noch so skeptisch gegen solche Seiten seid, die man im Internet findet, wo die Spiele günstiger sind als zum Beispiel bei Steam oder bei Uplay oder weiß ich wo. So, wir wollen aber jetzt in dem Spiel mal weiterkommen. Der Kollege, der geht noch raus in den Schnee. Ja. Hätte ich eine Freundin, wäre ich auch draußen im Schnee. So sitze ich halt wie ein Nerf vor dem Computer und hacke mich hier durch diverse Systeme. So, ein Port müssen wir frei machen und wir nehmen wieder den SSH-Cracker. Mehr haben wir ja auch nicht. Bereiten den Port-Hack schon mal vor. Ich finde es cool gemacht, das Spiel. Passwort found, wir sind drin. Scan complete, hier. Wenn wir schon da sind, können wir doch noch ein bisschen. Cat. Polizeinummer, 14 Antragnummer. Ich bin jetzt mal gemein. Ich lösche die Datei. Deren Versicherung will nicht zahlen. Meine Privatversicherung nicht vor dem Vorfall angegeben. Ich muss meine Wertsachen anmelden, bevor sie gestohlen werden. Polizei untersuchen, ja, bezahlen, nein. Unwahrscheinlich, dass da noch irgendwas kommt. Ah, die Datei lassen wir. Naja. Cat. Chatlog. Hotwise, seid ihr bereit zum Streamen? Kommt darauf an. Seid ihr bereit zu sterben? LOL. Schnauze, Johnson. Zwing mich nicht, die Erdnussbutter und die Mikrochips zu holen. Was? Es war ein verdammtes Mal. Ja? Einmal reicht völlig aus. Wo ist Hillerfand? Jemand was von ihm gehört? Es weiß niemand so recht, wo er steckt. Er ist wie ein magisches Einhorn. Er scheint dann, wenn du ihn am wenigsten erwartest. Kennt ihr das? Im Ernst, unser Zeitplan ist total durcheinander. Jedes Mal, wenn ich online komme, ist nichts fertig. Dieser Zeitplan ist nichts weiter als ein Zeugnis schlechter Recherchen und zerbrochener Träume. Ja. Dann schauen wir noch bei dem Personal ein. Ich finde cool, dass man so viel untersuchen kann, beziehungsweise ausstöbern kann. Vater, ich weiß, dass du meine Entscheidung nicht nachvollziehen kannst. Und ich erwarte auch
es auch nicht von dir. Was ich jedoch erwarte, ist der Anstand dieser Entscheidung zu respektieren und dass du mich trotz allem noch wie dein Sohn behandelst. Also ich vermute, ich weiß, worum es in diesem Text geht, aber ich lese mal weiter und schau mal, ob ihr eventuell die gleiche Vermutung habt wie ich. Ich werde sie erst äußern, wenn ihr sie äußert. Bist du dazu bereit, bleibt mir keine andere Wahl, als Boston zu verlassen. Ich halte es nicht aus, zu wissen, dass mein Held, mein Vorbild in derselben Stadt lebt und trotzdem meine Existenz verleugnet. Ich habe alles versucht, um dir entgegenzukommen, dich zu verstehen und dir diese Veränderung zu erklären, aber ich halte es nicht mehr aus. Ich werde mit James nach LA durchbrennen. Wenn du mit mir darüber sprechen willst, du hast ja meine Nummer. Bitte glaub mir, dieser Entscheid war nicht leicht für mich. Das ist etwas, was ich tun muss und ich hoffe, dass du mich irgendwann als den akzeptierst, der ich wirklich bin. Hab dich lieb, Paul. So, was vermutet ihr, um was das es in diesem Text eigentlich geht? Nimmt mich mal Wunder, ob ihr eventuell das gleiche denkt wie ich. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu schreibt. Unterdessen werde ich hier noch andere Dateien öffnen. Einfach nur, weil ich es kann. Einleitung, nichts handfestes Hinweis. Laptop wurde während einer Tagung gestohlen, enthielt wichtige Dokumente. Hatte zuvor ein Backup der Wechseln gemacht. Zumindest war ich mir da sicher. Werde bald näher Details zu meinem Ermittlungen schicken. Ja, das lassen wir auch. So. Der Nuke, der ist gerade auf der Seite am Rumstöbern. In die Logs rein. Ha. So. Der nächste Schritt. Wir werden da langsam ins Spiel reingebracht. Die Spannung kommt eigentlich erst noch. Okay, wenn du das hier siehst, hast du es geschafft. Und hey, das mit der könnte sogar... Das ist eine gute Vermutung, lieber Nuke, weil ich habe diese Vermutung genau, auch im Prinzip auch in die Richtung. Also ich denke auch, dass das irgendwie so in die Richtung geht. Also weil manche Eltern können das ja nicht verkraften, wenn ihr Sohn oder ihre Tochter homosexuell oder lesbisch werden oder sind. Und das hat schon viele Familien auseinandergebracht, diese sexuelle Orientierung. Und das finde ich ein bisschen schade, weil jeder hat seine sexuelle Orientierung und ich finde, man muss es halt auch akzeptieren, wenn jemand sexuell anders orientiert ist, wie du zum Beispiel oder so. Ja, das sind schlussendlich genauso Menschen wie du und ich auch. Und ich sage halt, solange du selbst in Ruhe gelassen wirst von etwas, was du nicht gerne hast, dann sollte das ja eigentlich gar kein Problem sein. Und man sollte sich für den anderen dann halt dafür freuen, wenn er glücklich in der Situation ist. Warum nicht? Es ist ja sein Leben, was er führt. Die Musik ist nicht zu laut, oder, liebe Freunde? Okay, wenn du das hier siehst, hast du es geschafft. Und hey, das mit dir könnte sogar klappen. Ist das zu optimistisch? Es scheint mir sehr optimistisch. Wir werden sehen.
Ich merke, dass ich bei weitem nicht genau Zeit habe, dir all die Dinge beizubringen, die du noch lernen musst. Deshalb muss ich dich nochmals um einen Gefallen bitten. Es gibt da eine Gruppe namens Entropy, die suchen zurzeit neue Mitglieder. Die können dir noch viel mehr beibringen. Ich schreibe dich wieder an, wenn du soweit bist. Es gibt da eine, was Entropie angeht. Du wirst ihren Proxy-Server außer Gefecht setzen müssen. Ein paar Shells verbinde dich mit einem System und benutzt einen Shell-Befehl auf dem Rechner, auf den du Admins bist. Sollte da reichen. Viel Glück und danke. PS, fast vergessen, solltest du Probleme haben, habe ich dir die Network Adduction Archives verlinkt. Sollte dir vielleicht weiterhelfen. Wir können hier Proxys mit Shells also die Proxys haben. Ich gehe jetzt nicht auf den. Doch, ich gehe. Okay, ich gehe. Schnellleitung. Also Proxy-Server agieren als Pufferzone zwischen einem Zielcomputer und einem verbundenen Gegenstück, die Filter zwischen gespeicherter und eingehender Verbindungen überwacht, wiederholte Anfragenabfänge und ein paar Arten von Angriffen vorbeugt. Das ist ja auch wirklich noch sehr interessant, was für einen Input dieses Spiel eigentlich einem gibt, weil ich glaube, die Proxy-Server werden schon so beschrieben, wie sie auch wirklich sind, oder? Ich kenne mich mit Proxy-Servern nicht aus, aber die werden schon jetzt momentan so beschrieben, wie sie eigentlich sind, denke ich jetzt mal, oder? Der bekannteste Schwachstelle von Proxy-Servern ist ihre Speichergrenze, welche, wenn erreicht, jeglichem Traffic-Zugang gewährt. Um das auszunutzen, lassen Hacker und Tester oft Shells auf anderen Computern laufen, auf die sie Zugriff haben, häufig über den eingebauten Shell-Befehl, mit deren Hilfe sie dann den Proxy des Zielcomputers überlasten, überfluten den Proxy mit Datenmüll, um potenziell gefährdete Traffics durchzulassen. So funktioniert's. Oder nicht. So. Es gibt noch einige andere Sachen. Wollt ihr, dass ich euch das Zeugs vorlese oder sagt ihr, ja nee, wir vertrauen dir dran, du mach weiter, du kennst das Spiel schon und du kennst die Sachen schon. Also Exit-Dateien, wissen wir, ist eine Datei, wo ein Programm zum Ausführen ist. Shells haben wir jetzt gerade gesehen, das sind eigentlich quasi Computers, die du zum Proxy-Server überlasten brauchen kannst. Firewalls, zum Knacken haben die einen Passwortschutz und den kannst du mit Analyze analysieren und rausfinden und mit Solve kannst du quasi dich da bei der Firewall einloggen und da quasi die Firewall öffnen. Proxy-Server für Fortgeschrittene, ja, da wird nur gesagt, dass Proxy-Server überlastet werden sollen. Passivtracer, das ist so ein Verfolgungsprogramm, was dich zurückverfolgen kann. Und Aktivtracer sind ja auch sowas in der Art. Also beides sind eigentlich Schadstoffe dir gegenüber, wo dich quasi wo die Verbindung zurückverfolgen tun. Manche siehst du, manche siehst du eben nicht. So, schnell mal erklärt. Wenn ich den jetzt will hacken, kann ich aber noch nicht, weil ich habe noch kein Programm, um den HTTP-Webserver zu cracken. Und die Firewall könnte ich cracken, aber mache ich jetzt nicht. So, okay. Ich brauche erstmal ein paar Shells. Ich denke mal so.
Ja, der Shane kann mir, der Viper kann mir auch helfen. So. Ich denke mal 4 Stück sollten reichen. So. Probe. Wir wollen mal schauen. So, wir haben hier einen Proxy und wir müssen einen Port aufmachen. Um den Port zu öffnen, müssen wir den Proxy erstmal überlasten. Ich teste, also ich zeige euch das mal. Wir wollen den SSH-Port freischalten. Benutzen natürlich unser super Programm SSH-Crack. Hier, Proxy aktiv, kann nicht ausgeführt werden. Währenddem der Proxy noch aktiv ist, kannst du halt keine Ports öffnen. Darum müssen wir jetzt hier diesen Proxy überlasten. Das machen wir, indem wir hier haben wir alle Shells PCs. Musst du auch aufpassen, wenn du zu viel hast, hast du irgendwann mal keinen RAM mehr und dann kannst du keine Programme mehr ausführen. Und jetzt haben wir hier die 4 Shells Computer und jetzt drücken wir hier auf Überlasten und schwupps, Proxy umgangen. Und jetzt können wir diesen SSH-Cracker benutzen, um den Port 22 zu öffnen. So einfach, liebe Freunde. So, Port offen, Port Hack. Port gehackt, wir sind Administrator. So einfach ist das in dem Spiel. So, dir, CD Home, Cat. Gratulation, lade diese Datei herunter, um den Aufnahmetest abzuschließen. SCP. So. Dir. CD Detect. CD Bin. Bit, falls du dich versteckst, könntest du dich bitte wieder zeigen. Ich muss dringend mit dir reden. Vapor rückt mir nicht von der Seite. Sie ist sich sicher, dass irgendwas nicht stimmt. Gib mir Bescheid, ja. Okay. Hier haben wir noch einen Farming-Annonce. Hier den SO Gold Text. Also ist richtig hier mit Spielen und so weiter drin. SO Gold Text. Bitte bist du es satt, deine Zeit mit Quest zu verschwenden? Wünschst du dir ein langes und glückliches Leben, ohne dir Sorgen machen zu müssen, wie du deine Mounts finanzierst? Dann brauchst du nichts anderes als SO Gold, den ultimativen Farming Service, bla 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 bla, für Stormwind. Das kennt ihr sicher auch, habt ihr sicher schon, wenn ihr World of Warcraft gespielt habt oder weiß ich was noch. Habt ihr das sicher auch schon gehabt, dass ihr Farming Bots gesehen habt und oder zumindest mitbekommen habt, dass ihr für Geld euch so und so viel Gold anfarmen könnt und so weiter und so fort. Und das ist so quasi ein kleiner Text davon. Ich gehe jetzt da nicht näher drauf ein, weil es ist eigentlich nicht spielrelevant hier diese Dateien. Sie sind einfach drin, um ein bisschen Laune zu machen, um ein bisschen einfach mal zu forschen und so weiter, just for fun halt. Aber spielrelevant sind eigentlich diese Dateien nicht wirklich. Genauso wie eigentlich diese auch nicht. Niemand von euch Anfänger denkt daran, auch die Bin zu entleeren. Dies ist ein Testserver. Es wurde gemacht, um einzuweichen. Ihr könnt ja wenigstens mal aufräumen. Ich räume jetzt hier nicht auf, liebe Freunde. Zero cool, hack the planet, cat. Geht vor mir in die Knie, ihr Idioten. Ich habe unglaubliche Skills und ihr wisst es. Ihr kennt das ja, bei den Hackern ist eigentlich so das Motto Hack the Planet. Ne? Das ist so eigentlich ja, so der Liedspruch oder so.
frag einfach nicht weiter nach, aber lass mich dir sagen, dass du ein totaler Anfänger bist. Es hat dich wahrscheinlich eine Woche... Nö, also mich hat es keine Woche gebraucht. Es hat dich wahrscheinlich eine Woche gekostet. Herausfinden, wie du dich durch den Proxy kommst. Ich hörte, du bist erst 12 und denkst, du kannst mit dem 386er deiner Mutter den Planeten hacken. Viel Glück, Kitty. Geh beiseite und lass die Profis arbeiten. Oder so. So. Reicht da schon? Ja. Also im System sind einfach die Systemdaten drin, da findest du nicht wirklich viel. Also. Nicht, dass ihr meint, da würden wir jetzt noch groß was finden. Oder warum geht denn der nicht dahin? Weil wir finden in den Systemdaten finden wir eigentlich grundsätzlich nicht viel. Sei gegrüßt, Randubaki. Lass mich der Erste sein, der dir zur bestandenen Entropy-Aufnahmeprüfung gratuliert. Obwohl sie für erfahrene Hacker eine triviale Aufgabe ist, scheint es nur wenig zu gelingen, sie zu bestehen. Also ich fand jetzt die Aufgabe nicht wirklich schwer. Bevor wir dir erlauben können, dich offiziell Mitglied dieser Gruppe zu nennen, musst du dich noch einmal beweisen. Ein Boulevard-Presse-Server hat vor kurzem eine ablehnende Haltung gegenüber Entropie geäußert und wir finden ihn daher gerne vorübergehend deaktiviert. Als zweiter Test bitten wir dich also, ihre News-Seite lahmzulegen. Wenn möglich, lass die Artikel selbst sowie den Rest des Servers intakt. Wir wollen nicht unnötig destruktiv sein. Du solltest nicht einfach die Artikel von dem Server löschen. Wir wollen nur die News-Seite lahmlegen. Das ist auch noch eine schöne, eine interessante Aufgabe. Ich muss sagen, ich hatte eigentlich gar nicht wirklich so Probleme, weil es ist eigentlich relativ einfach. Aber ich verrate es nicht. Aber wir connecten jetzt mal auf den Server. So. Erstmal hier scannen. Ein Proxy gefunden. Und den SSH-Crack. Und den Port-Tag. Also ihr seht schon, wenn man das schon öfters gemacht hat, ist es relativ eine einfache Sache. Routinetechnisch gibst du schon automatisch das ein. Und dann musst du einfach nur noch warten, bis das Ganze abgelaufen ist. So. Im Home-Ordner ist leer. Der Ordner ist leer, somit müssen wir in den MSG-Port. So, wir schauen uns mal die Config-Kaution-Textdatei an. Warnung, config.sys in diesem Ordner ist eine systemkritische Datei. Nicht löschen oder umbenennen. Dies würde das Forum zum Absturz bringen und das Hostprogramm abschließen. Änderungen der Konfiguration sollten nur während der geplanten Wartung vorgenommen werden, um solche Probleme zu vermeiden. Jetzt ist die Frage, wollen wir die config.sys einfach umbenennen und den Server so lahmlegen oder was würdet ihr tun? Würde mich jetzt wundern, wie ihr vorgeht. Da sind alle Artikel. Ups. Neuberichten lassen vermuten, dass die Gruppierung Entropy mit kriminellen Hackern zusammenarbeitet, auch wenn diese bisher nicht offiziell bestätigt werden konnte. Sollte dies der Fall sein, wird die Gruppierung in näherer Zukunft mit Gerichtsverfahren rechnen müssen. In den Augen dieser Reports
ist dies ein Verrat an der Community, die durchaus auch produktive Arbeiten betreibt und sollte unbedingt bestraft werden. Reporter Tom Wilkins. Der taucht auch immer auf, der Name. Tom Wilkins, den kenne ich aus einem anderen Spiel noch. So, ich warte noch auf euren Vorschlag, wie wir den Server down kriegen, beziehungsweise wie wir den Auftrag lösen können. Die Internetgruppierung Entropy ist seit einiger Zeit als zuverlässige Quelle für Informationen zu neuen Entwicklungen in der digitalen Welt bekannt. Doch jüngste Aktivitäten, wie beispielsweise die Deaktivierung ihres öffentlichen Servers, mit denen diese Informationen an die öffentliche weitergegeben wurden, sind höchst verdächtig, sowohl in den Augen von Reportern als auch von Firmen. Auch wenn sich die Gruppe für die Freiheit von Informationen einsetzt, sollte dieses Ziel jedoch durch kriminelle Handeln verfolgt werden, kann dies nicht toleriert werden. Das Geschehen wird weiter verfolgt. Reporter Tom Wilkins. Jetzt, Tom Wilkins war doch, also Wilkins zumindest, war doch der Junge bei Sherlock Holmes. Oder hieß der auch Tom Wilkins? Ich weiß nicht. So, ich merke schon, von euch kommt nichts, ne? Schade. Wir löschen sie nicht, wir benennen sie nur um. Und zwar von config.sys zu confg.sys. Hat jemanden das i vergessen? Nee, warte mal. Noch einfacher ist es, wenn man das G und I, wenn man so schnell schreibt, ne? Also. So, einfach das G und I umgetauscht. Ich habe nichts gelöscht oder so weiter, man müsste nur rein theoretisch diese Datei wieder richtig benennen und dann könnte das Ganze wieder laufen. Nur Problem ist, solche Fehler beachten die seltensten Leute. Also wenn irgendwas nicht geht, suchen sie weit in der ganzen Programmiersprache und weiß nicht was, ja wieso geht denn das nicht, bla, wo ist die Verlinkung falsch, bla bla bla. Aber keiner würde drauf kommen, dass der Dateiname falsch ist. Vor allem nicht, wenn man das jetzt so schreibt, dann auf einen schnellen Blick, ja, das ist ein Config, das ist alles gut, das ist alles da, bla bla bla. Das sind eben die gemeinen, wie soll ich sagen, die gemeinen Fallen, wo man einbauen könnte. So. Wir haben sie umbenannt. Aber ich merke schon, die Computer, die stehen nicht alle am gleichen Ort. Ne? Die Computer sind zwar die gleichen, aber es ist im Net-Map stehen sie nur woanders. Das ist interessant. Ach, ich bin böse. Und jetzt will man hier nochmal drauf. Hui! Scheiße, was haben wir angestellt? Kritischer Fehler. Error 40404080 sysfiles. Unhandled experiment. R28. System files corrupt and or destroy. Contact the system admin. Oh, was haben wir da angestellt? Eieiei. Waren wir das etwa? Ups. Wurde lahmgelegt. Hey, das war jetzt böse. Sei gegrüßt, Ranubaki, und Gratulation. Die rasche Ausführung naja, rasch war es nicht, also ich hätte es rasch machen können, aber
Die rasche Ausführung deines ersten Auftrags hat deine Fähigkeiten bewiesen. Jetzt kannst du dich als offizielles Entropie-Mitglied bezeichnen. Als ein kleines Willkommensgeschenk findest du im Anhang Administratorzugang zu unserem Asset-Server. Bedien dich, bestaune unsere Mantra, wenn du dich ausgerüstet hast. Antworte auf diese Mail und ich arrangiere einen richtigen Test deiner Fähigkeiten. Jetzt fängt das Spiel quasi so richtig cool an. Ne, also jetzt müssen wir schon ein bisschen mehr machen als nur hier Dateien ändern und so weiter und so fort, sondern jetzt müssen wir ein bisschen actionreicher vorgehen. Nochmal Glückwunsch! So, Connect 202 8417269. So, wir haben Logging-Daten gespeichert. Voilà. Weiter. Und schon sind wir als Administrator drin, ohne zu hacken. So, dir. Er hat gesagt, wir haben tolle Programme hier. Und zwar haben wir hier jetzt neu den FTP-Bouncer, den SSH-Cracker, den haben wir ja schon. Den brauchen wir nicht noch einmal runterzuladen. Mantra. Entropie Mantra. Unsere Gruppe steht auf 3 Säulen. Strebe stets nach Gerechtigkeit. Erschaffe und teile mehr, als du zerstörst. Was? Lädst du den Stream auf deinen Kanal hoch? Wie meinst du das? Als ob ich den Stream dann online, also zum späteren Anschauen online stelle? Meinst du das so? Kann ich machen. Ich hoffe nur, dass keine Urheberrechtsverletzungen da sind, wo den Stream quasi in einigen Ländern dann sperrt wegen der Musik. Aber ja, wenn du jetzt gehen möchtest, kannst du natürlich gehen. Das ist absolut kein Problem. Ich werde den Stream, der wird aufgezeichnet auf jeden Fall. Und ich kann und ich werde wahrscheinlich den Stream dann auch bei YouTube zum späteren Zeitpunkt zum Anschauen zur Verfügung stellen. Klar. Kein Ding. Kann ich machen. Also falls du gehen möchtest und einfach nicht das Spiel verpassen möchtest, kannst du das tun. Ich werde ihn online stellen, sofern mich YouTube lässt. Ansonsten werde ich das so machen, dass ich ihn kleiner schneide, bei Dropbox hochlade und ich dir dann den Link zur Verfügung gebe. Und dann kannst du das da downloaden. Aber irgendwie schaffen wir das schon, dass du das dann weiterschauen kannst, lieber Nuke. Danke dir auf jeden Fall fürs Vorbeischauen. Und danke, dass du Gefallen an dem Spiel hast und Gefallen an dem Stream hast. Alles okay, mach dir mal keinen Kopf. So. Dann wollen wir noch die Log-Dateien anschauen. Und die Logs löschen. Ach, kein Problem, lieber Nuke. Du bist ja immer herzlich willkommen bei mir und du bist ja auch oft bei mir dabei. Und darum ist absolut kein Problem. Den Gefallen tue ich dir natürlich sehr gern. Der Sunny habe ich schon lange nicht mehr bei mir auf dem Stream gesehen. Ja. So, DC. Was brauche ich? Wo werden wir? So, ich bin ausgerüstet. Weitere Details. Bin ausgerüstet. Kann losgehen. Brandenburgi, exzellent. Lass mich dich als erstes formell dazu einladen,
Aufträge anzunehmen. Im Anhang findest du unsere geheime Auftragsdatenbank, inklusive der notwendigen Zugangsdaten. Nimm ruhig ein paar der Aufträge an. Ich werde dich bald wieder kontaktieren, um deine Fortschritte zu beurteilen. So, Passwort gesetzt. Da müssen wir ihn schon nicht hacken, ne? Das ist der kleine Vorteil. Ach, ich finde das schön, wenn man hier connected und weiß nicht was, hat man einfach gar keine Probleme, irgendwie Internetprobleme oder so. Was? Achso. Nein. So. Login. Voila. So, wir machen den Point-Clicker. Ein Klient möchte seinen Spielstand von einem Server löschen, um endlich wieder arbeiten zu können. Jo, dann schauen wir mal, was wir hier machen müssen. So, Point Clicker. Das ist übrigens so ein Spiel. Point Clicker, ne? Noch nie gehört. Aber es ist ein Spiel. Weiß nicht, ob es das in Wirklichkeit auch gibt. Keine Ahnung. Noch nicht auf der Suche gewesen. Grüße, Zivilist. Jo. Man hat mich in einer schweren Zwickmühle versetzt und leider scheint keiner meiner inkompetenten Kollegen das Problem lösen zu können. Und so fühle ich mich, so sehr es mich aufschmerzt, gezwungen, um Hilfe von außen zu bitten. Mir wurde versichert, dass diese Leitung sicher ist. Ich fasse mich also kurz. Ich bin Weltranglistenführer in Point Clicker und möchte meine Fähigkeiten erneut beweisen. Leider gibt es aber keine Möglichkeit, das Spiel zurückzusetzen. Da kommst du ins Spiel. Ich bitte dich, in den Server einzudringen und meinen Spielstand zu löschen. Mein Name ist Mengsk. Du kannst dich auch gern vorher im Glanz meines Triumphes sonnen. Weitermachen. So, das nehmen wir zu unserer Notiz hinzu, damit ich den Namen nicht auswendig lernen muss. Und jetzt connecten wir doch mal auf den Point-and-Click-Server. So, Point-and-Click. Ich will nicht spielen. So, wir haben einmal den FTP-Bouncer. Das ist der Port 21 und den SHT22. So, ich kann auch zwei gleichzeitig laufen lassen. Der FTP-Port-Hacker, der braucht einiges länger als der SSH, also darum, wenn ihr mal Zeitstress habt, schaut, dass ihr die zuerst ausführt, die länger brauchen, damit quasi das Ende dann nicht so knapp wird. So, zwei Ports sind offen, relativ einfacher Server. Also ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache. Wir gehen in den Point-and-Click-Ordner. Die Save Games sind normal bei Save. Und Mengs. Ja, das sind seine Spieldaten. Und die löschen wir jetzt. Mengs pc.sav. Man könnte so viel löschen. Ich glaube, ihr glaubt ja gar nicht, wie viel Scheiß wir jetzt eigentlich machen könnten. Wir könnten alle Accounts löschen und dann sind alle da. Und dann hätte Point-and-Click ein wahnsinniges Problem. Von uns gibt es noch keinen Account, aber wir könnten zum Beispiel das Spiel auch spielen. Ich habe nur noch nicht rausgefunden, wie es geht. Lol. Bin-Ordner ist nichts drin. Naja. Im Home-Ordner ist auch nichts drin. Ups. So, im Log-Ordner
Wieder mal jede Menge Daten von uns. So, Point and Click. Wir werden mal schauen, was wir hier tun müssen. Hä? Ich verstehe nicht, wie das geht. Habt ihr eine Ahnung, wie das geht? Also ich komme noch nicht ganz raus, aber wir machen es jetzt einfach mal. Mann, da machst du dir ja die Finger kaputt hier beim Klicken. Unglaublich, ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich veranstalte. Null Komma 004% Punkte. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Was macht es nicht? In der Laune macht es nicht, aber... Preis 130. Der aktuelle Punktestand. Der aktuelle Punkte pro Sekunde. Click-Drop-Rate. Ich verstehe nicht, was ich hier eigentlich tue. Um was geht's bei dem Spiel? Sagt mir, könnt mir das mal jemand erklären? Ich weiß es nicht. Hä? Preis. Ich weiß nicht, was ich tue, liebe Freunde, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wisst ihr, was ich tue? Nee, oder? Ich weiß, dass ich langsam einen Krampf bekomme. Das ist ja scheiße, dieses Spiel, ey. Alter, ich krieg gleich einen Krampf in den Finger. Unglaublich, wer findet so ein Scheißspiel? Ich weiß nicht, das ist so geil. Wer findet so ein Scheißspiel? Ja. Ich bin gleich mal Platz Nummer 1 hier in dem Ganzen. Wenn ich so weitermache. Alter Mann, da kriegst du echt einen Krampf in den Fingern.
Ich verstehe nicht, was ich hier eigentlich mache, ohne Spaß. Ich weiß nicht, um was es eigentlich wirklich geht. So viel Englisch kann ich nicht, dass ich jetzt hier noch verstehen kann. Ich bin gleich mal Level 50 hier. Alter. Scheißspiel hier. Das glaubt ihr nicht. Scheißspiel. Mann, wie kriege ich Level 50 hier? Hey, ich habe Level 50. Und jetzt? Ich verstehe nicht, um was das bei dem Spiel wirklich geht. Clickpoint, ja, das habe ich verstanden, aber ich verstehe nicht wirklich, was der Sinn von dem Spiel ist. Okay. So, fertig. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Display geht hoch, 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 aber ich verstehe nicht, was der Sinn von dem Spiel ist. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Ja, ja. Nö, ich verstehe es nicht. Mal schauen. Was? Jetzt sind wir nämlich drin, ne? Ich habe keine Ahnung, wie viel das ich eigentlich... Wie viel hat denn der andere gehabt? Wie viel hatte der andere? Nimmt mich jetzt Wunder. Ich habe doch... Oh, ich kann die Konsole nicht hochgehen. Naja, sind wir auch hier drin. Absolut. So, okay, kommen wir zurück zum Spiel. So, Auftrag erledigt. Du kannst wieder loslegen. Deine Save Game. Dein Save Game wurde gelöscht. Viel Spaß. So. Jetzt macht meine Hand weh von dem Rumgeklicke. Mein Gott. Aua. Ich glaub's nicht. Gratulation, Ihr letzter Klient hat einen Erfolg gemeldet und ist mit Ihrer Arbeit zufrieden. Sie können nun weitere Aufträge aus dem Auftragsverzeichnis annehmen. Ihr jetziger Rang ist 80 von 100. Ah ja, genau, ich kann da ja nicht zurückschreiben, weil ich nicht muss. Jetzt muss ich diesen hier Counterhack.
Wir haben vor kurzem erfahren, dass ein Unternehmer Hacker für die illegale Beschaffung von internen Daten ihrer Konkurrenz anheuert. Um zu verhindern, dass so etwas zur Regel wird, wollen wir sicher gehen, dass Ihre Transaktion nicht so glatt läuft. Ja, das klingt auch noch recht humanvoll. Counterhack. Agent! Das Unternehmen PP Marketing hat kürzlich einen Hacker angeheuert, um ihren Konkurrenz sensible Daten zu entwenden, vermutlich eine Mail-Liste und PP selbst zukommen zu lassen. Das ist genau die Art von Wirtschaftsspionage, die der Hacker-Community einen schlechten Ruf verleiht. Und auch wenn wir solche Geschäfte nicht vollständig verhindern können und wollen, ist das Jobangebot überall im Netz zu finden und damit öffentlich. Wir wollen nur sicher gehen, dass sich ein solches Verhalten nicht auszahlt. Der exakte Dateiname ist unbekannt. Du wirst also etwas suchen müssen. Du suchst nach deiner Mail-Liste, vielleicht verschlüsselt oder komprimiert. Außerdem könnte es sein, dass Pipi mit diesem Schachzug rechnet und seine Sicherheitssysteme aufgestockt hat. Entropy Admin. Na, dann wollen wir doch mal schauen, wie dieser Server oder dieser Computer hier tickt und gehen gleich mal auf den Server drauf. Probe. Ein Proxy haben wir und ein FTP, 2 Ports. Und jetzt haben wir einen Tracer und da müssen wir hier quasi umgehen. Wir haben also 100 Sekunden Zeit, kann man sagen, um hier den Hack also um den PC zu cracken, bevor wir zurückverfolgt werden. So, der FTP-Port, der ist natürlich der, der am längsten braucht. So. Und jetzt läuft der Tracer zwar immer noch, da müssen wir einfach mal hier disconnecten und super. Und hier wieder auf den Server drauf connecten. Und dann sollte eigentlich dieser Tracer aufgehoben sein und wir sollten als Admin da sein. So ist es. Dia. Home. Workspace. Mailingliste. Na, schauen wir mal da rein. Das ist die Mailingliste, die wir von einem engagierten Hacker erhalten haben, der ganz nebenbei ein kleines Vermögen verlangt hat. Es stellte sich heraus, dass sich die verschlüsselt ist. Wofür haben wir diesen Typen aber überhaupt bezahlt? Ja, ist eine Rückfahrtversicherung. Die Personalabteilung sagte, sie werden versuchen, jemanden anders für die Entschlüsselung zu finden. Laut dem ersten Typen hat die Datei die richtige Größe. Es müsse also die richtige Datei darin liegen, wenn wir die Verschlüsselung knacken können. Was für ein Schlamassel. Na gut, zumindest haben wir etwas davon, auch wenn wir es jetzt noch nicht benutzen können. Korrektur, ihr hattet es. Und das die Security Mail ist Doc, das müsste die verschlüsselte Mail-Liste sein. Das sind übrigens solche Hex-Nummern, würde ich jetzt mal behaupten. Wobei alles immer das gleiche ist. Okay. So, diese Liste löschen wir. Remove ist der Befehl. Übrigens rm remove. So, sorry. Das bringt uns jetzt nichts, wenn wir bei denen noch weiter rumhantieren. Denn wir locken uns gleich mal aus. So, DC. Und mailen
zurück. Mailingliste gefunden und eliminiert. So, Gratulation! Ihr letzter Klient hat einen Erfolg gemolden und ist mit ihrer Arbeit zufrieden. Sie können nun weitere Aufträge aus dem Rang 60 von 100. So. Ich kenne die zwei Sachen kenne ich schon. Ich werde aber jetzt mal den illegalen Raubkopie eines Manic.com Produkts. Eine direkte und unveränderte Kopie unserer Software ist auf dem Markt erschienen. Die Softwarepiraten verdienen an unserem Eigentum. Wir würden ihre Pläne gerne verweigern. Ich werde versuchen, alle Aufträge, die wir hier haben, zu lösen. Ob es gelingt, weiß ich nicht. Agent, wir haben bei Manic.com kürzlich eine App veröffentlicht. Auch wenn die ersten Tage gut Verkaufszahlen brachten, sind diese vor ein paar Tagen komplett eingebrochen. Als Grund dafür stellte sich heraus, dass jemand unsere App gestohlen hat und nun zu einem niedrigeren Preis verkauft. Konkurrenz ist ja okay, aber das ist reine Piraterie. Sie nehmen uns einfach das Lob und Geld für unsere Arbeit. Das muss ein Ende haben. Finde ich auch. Das ist nämlich unter aller Sau, wenn das so gemacht wird. Wenn sie das kostenlos zur Verfügung gestellt hätten, wäre das was anderes. Aber wenn sie Geld dafür verlangen und davon Profit schlagen, dann, ja gut, eigentlich Raubkopie bleibt Raubkopie. Wir wären dir sehr dankbar, wenn du die Sache klären könntest. Und damit meinen wir, dass wir nicht traurig wären, wenn ihr komplettes System lahmgelegt würde. Beseitigt aber in jedem Fall Gamefield Source Pack ZIP. Der Link ist angegeben. Phoenix Interactives. Connect 194.207.254.5. Schauen wir mal, wenn die schon Raubkopien machen können, könnte es sein auch, dass das ein ebenwürdiger Hacker sein könnte. So, nein. Ah ja. So, sie haben einen Tracer drauf, auf jeden Fall. So, der FTP-Hack, der braucht wieder mal ein bisschen. Ich vergesse immer den scheiß Scan. So, Disconnect, mal schauen, ob wir diesen Tracer jetzt los haben. Yep. CD Codec. Aha. RMG. Ja, also den Ordner selbst kannst du nicht löschen. So, dann wollen wir noch sein System abschmieren lassen, indem wir einfach MVX Server Sys zu Home Code übertransferieren. Ich weiß nicht, ob das geht. Also so. Home
File not found. Hä? Wieso kann ich denn diese Datei nicht hier hin verschieben? Heißt das Home? MW. Ah, hier habt ihr das Ding jetzt einfach umbenannt. Mann, das ist ja scheiße. MW X Services zu 191.202.5.Home/Code. Ja, der benennt das einfach um, Mensch. Wie kann ich denn eine Datei verschieben? Help. Ah, okay. MW. So, also probieren wir es nochmal. X-Server-Sys zu Home zu Code /x Server.sys. Ach so. Die Punkte haben gefehlt. So, cd zack, cd home, cd code. Sehr gut. Nice. Einfach verschoben, ne? Also das System sollte lahmgelegt sein. Eigentlich sollte doch. So. Dann werden wir halt all diese Daten rüber kopieren zu Home/Code/config.sys und mw boot.del nach /home/code/boot und mw nach .home/code/net.text. So.
cd.text, cd.home, cd-Code. So, super. Also wenn der dann immer noch funktioniert, dann weiß ich immer noch nicht. Dann weiß ich nicht, was falsch läuft. Falsche Nummer. So. Ich frage mich, warum das der Rechner immer noch steht. So, dann löschen wir halt das alles. Und jetzt sollte das eigentlich das komplette System abgeschmiert sein. Nö, läuft immer noch. Naja. Sobald er neu startet, läuft es nicht mehr. So, easy. Ihr letzter Klient... Was? Oh. Ihr letzter Klient hat einen Erfolg gemeldet und ist mit Ihrer Arbeit zufrieden. Sie können nun weitere Aufträge annehmen. Sei gegrüßt, Agent. Ein neuer Auftrag kam rein, der es erfordert, dass wir uns neues Skript besorgen. Während du online bist, wäre es praktisch, wenn du besagte Auftrag annehmen und diese dabei testen könntest. So, jetzt mache ich schnell einen Break, weil ich gehe mal das Licht anmachen, weil jetzt sehe ich nichts mehr.
So, jetzt sind wir wieder da. Ein bisschen mit Licht, ne? Meine Glatze sieht man auch. Ne, eigentlich habe ich keine Glatze, aber hier vorne, Stirnglatze habe ich. Glaube ich. Ne, eine ziemlich offene Stirn habe ich, ja. Liegt daran, weil ich immer einen Hut an habe. Ja, ne? Glücksgefühle. Oh. Ja. Gut. Wir hacken uns weiter ins System. Hack the Planet. Yeah. Der Auftrag verlangt Zugriff auf ein Telefon, ein EOS-Gerät. Wir haben einen Spezialisten in diesem Gebiet kontaktiert und dieser hat uns daraufhin Tools für diesen Job besorgt, die jedoch weitgehend ungetestet sind. Behalte das im Hinterkopf. Ja. Ich muss mir unbedingt mal echt wieder mein Lenkrad zurecht machen. Ich hätte nämlich wieder Bock auf Euro Truck Simulator und American Truck Simulator. Jetzt, wo ich Hebebühne auf der Arbeit fahre. Richtig. Weil man redet man nicht. Entschuldigung. So. Wichtig, die Dokumentation der Tools wird in Kürze an dich weitergeleitet. Prüfe zuerst diese E-Mail. Sobald du einmal Zugang zu diesem Telefon besitzt, versuch das Passwort für das E-Mail-Konto des Besitzers zu finden. Einem Konto, von dem wir wissen, dass es mit dem Gerät synchronisiert wird, antworte uns mit diesem Passwort und wir kümmern uns um den Rest. Viel Glück, Entropy Admin. So, aber bevor wir hier connecten, werden wir hier erstmal die Mail lesen. Hey, Entropy-Kollege, ein EOS der Wissenscanner wurde auf den Asset-Server hochgeladen. Bin EOS, er sollte wie eine normale Anwendung laufen. Dass es erfolgreich ist, eine Menge Daten im Systemordner zu lesen, um die Informationen der synchronisierten Geräte zu erhalten, werden Admin-Rechte auf dem Zielsystem benötigt. Ja, grüß dich, Sandro. Schön, dass du bei Steam zuschaust. Hier habe ich aber mein Mikro nicht an. Wie kann ich denn das Mikro anmachen? Zuschauer, Chat öffnen, Einstellungen. Mikrofon aufteilen. So, jetzt sollte ja auch der Sandro mich bei Steam hören. Grüß dich. Kannst mir auch bei Twitch oder YouTube zuschauen. Ich bin live. Nur als Hinweis. So, auf jeden Fall. Grüß dich. So, das Passwort lautet Alpine. Logging Admin Alpine. So, das könnten wir wieder löschen. Erhalte Administration im Computer, von dem du versuchst. Genau. So. Die Sache ist die, weil EOS-Nutzer keinen Zugriff auf das Terminal ihres Geräts erhalten, sind die Admin-Passwörter immer gleich. Und das ist in der gesamten Produktplatte. Das Passwort lautet Alpine. Kein Grund mir zu danken, aber habe dir ja nur 1 Million Jahre Arbeit oder so erspart. Sobald der Upload der Datei abgeschlossen ist, erwarte ich den besprochenen Betrag auf meinem Konto, okay? Ja, okay. So, wo ist denn der jetzt? Der, Assets. Hier, Login, Verzeichnis, ach ja, SCP, EOS Deletion, so, danke schön, CD, zack, CD Log, Logfiles löschen, die
DC. So, jetzt nochmal E-Mails lesen. Und zwar haben wir hier den Jason Powerbook. Süß, wie sie die Urheberrechte nicht bekommen haben. 132.142.227.59. So. Probe. FTP Bones 21 und SSH Cracker 22. Oh, Speicher voll. Gut, dann müssen wir den SSH Cracker später machen. Ich habe die Notiz offen und darum braucht es viel Speicherplatz und darum ging es nicht. Port-Hack können wir schon mal eingeben. Zack. Oh. Wieso braucht die Notiz auch so viel Speicherplatz? Sag mal. So, ich vergesse das Scannen immer wieder. Nicht genügend Speicherplatz. Starte der braucht auch so viel, Mensch. So, open for connection. JSON Ports, zack, zack, zack. Oh, zum Glück habe ich das Mikrofon jetzt ausgemacht. Mein Gott, ich musste niesen. Ah, Entschuldigung. So, Kelly. Kelly. Brauchst du noch irgendwas auf dem Heimweg? Warum nervst du mit deinen Fragen immer so? Komm schon, ich dachte, wir könnten das besprechen. Was besprechen? Diese sinnlose Streitereien wegen nichts. Du bist nie zu Hause und wenn bemühst du dich nie mit mir zu reden. Gut, vielleicht solltest du versuchen es schätzen zu lernen, dass ich mir die Stimme verliere. Mensch. Vielleicht solltest du versuchen es schätzen zu lernen, dass ich mir den Arsch abarbeite, um unsere Schulden zu bezahlen, damit wir hier endlich rauskommen. Was machst du den ganzen Tag? Gib nicht wieder mir die Schuld. Du weißt, dass ich mich nach einem Job umsehe. Wenigstens versuche ich zu wissen, was in deinem Leben vor sich geht. Du fragst nicht mal nach meinem. Mein Gott. Wie auch immer, sehe dich, wenn ich nach Hause komme. Oder auch nicht. Okay, cooler Text. Ich finde es halt auch schön, dass man auch ein bisschen in dem Spiel Zeit hat für diese Texte. Was ist los, M.A.? Wo zum Teufel bist du? Nicht ganz sicher. Ich bin ohne Schirr in einem Strauch aufgewacht. Wir haben dich stundenlang gesucht. Das letzte, was ich von dir gesehen habe, warst du, wie du High auf E-Jagd nach dem Eiswagen gemacht hast. Was? Wir haben einen Eiswagen in der Stadt? Nein, aber letzte Nacht dachtest du, dass wir einen hätten. Ich werde zu alt dafür. voll auf Droge hier. Ah, okay. Nee, also die Texte, die sind amüsant. Die Texte sind amüsant. Ach ja.
ist doch blöd. So, Passwort ist Admin, IP, ne? Dragon, willkommen zurück! EOS CD Mail Cat JJSM. So, Tintin. Tintin 7. So. Das ist das Passwort. Schweinefleischbrötchen. Das müssen wir jetzt lesen. Schweinefleischbrötchen. 1,5 Esslöffel Puderzucker, 250 Milliliter warmes Wasser, 1,5 Teelöffel Hefe, 1 Esslöffel Pflanzenöl, 1,5 Teelöffel Backpulver, 400 Gramm Mehl. Leute, schreibt euch das mal ab. Versucht es mal zu Hause und dann schreibt ihr mir, wie es war. Ob das wirklich geht, das Rezept. Würde mich jetzt echt wundern. Zucker und Wasser in eine Schüssel auflösen, Hefe hinzufügen, abdecken und 10 Minuten warten. Röst hinzugefügt und zu einem glatten, dehnbaren Teig kneten. Mit Handtuch 1 Stunde abdecken, Kugeln formen, Füllung nach Belieben hinzufügen, 20 Minuten garen. Habt ihr es aufgeschrieben? Mich würde es echt wundern, ob das funktioniert. Ob das schmackhaft ist. Tortillas Cat. Unglaublich, was alles in seinem Spiel steckt. Das ist unglaublich, echt. Großes Lob an die Entwickler, was die aus dem Spiel alles eingepackt haben und so weiter. Tortillas, 250 Gramm Mehl, halben Teelöffel Salz, Teelöffel Backpulver, Esslöffel Schmalz, 275 Milliliter Wasser, trockene Zutaten verrühren und Schmalz einarbeiten. Wasser hinzufügen und zu glattem Teig kneten. Dünn ausrollen und in einer Pfanne goldfarben braten. Das klingt nach Berlinern. Du meinst den Schweinefleischbrötchen. Okay, ich glaube ja, dass ihr nicht, also unsere Berliner, wo wir hier in der Schweiz haben, sind ja nicht ganz die gleichen, wo ihr in Berlin habt, oder? Glaube ich. Was der für Spiele da drauf hat, ist ja unglaublich. So, gehen wir noch in den Home-Ordner. Dann in den Log-Ordner. Löschen alles, Disconnect und schreiben. Ist mir Ihnen, da müssen wir doch das Passwort schicken, oder? Tintin 7. Das könnte schon sein. Ich müsste mal echt mal mich erkundigen, wie die Berliner ausschauen.
Bei uns sind die Berliner so kleine Brötchen. Ja, Brötchen sind es nicht. So, ja, so eine Teigmasse mit Puderzucker oder genau, bei uns sind es mit Marmelade gefüllt, genau. Und das sind bei euch sind das Pfannkuchen. Ja, bei uns sind Pfannkuchen was anderes. Aber es könnte sein, bei euch heißen die, glaube ich, Pfannkuchen, genau. Berliner kennt ihr ja nicht. Gratulation, Ihr letzter Klient hat einen Erfolg angemeldet und ist mit Ihrer Arbeit zufrieden. Sie können nun weitere Aufträge. Ja, ja. Was kann ich denn hier noch machen, hey? Eigentlich nichts. Glaube ich. So, welchen von diesen 4 Aufträgen wollen wir machen, liebe Freunde? Setzen 6 Akte XZ, Octavision Software, offene Rechnung oder Smash and Grab. Ihr entscheidet, liebe Freunde. Ihr entscheidet. Setzen 6, Akte XZ, Octovision Software, offene Rechnung oder Smash and Grab. Was soll ich tun? Ich esse übrigens solche Kekse, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Sind aus der gute Frage, nächste Frage. Glaube ich, bei uns ist es aus dem Konsum. Okay. Interessant zu wissen. Bist du denn irgendwie Koch oder sowas im beruflich, lieber Dragon? So, da von euch kein Vorschlag kommt, welchen Auftrag das ich nehmen soll, habe ich mich jetzt für Octovision Software offene Rechnung entschieden. So, Hacker haben einer Firma wichtige Daten entwendet. Sie wurden zwar schon zur Rechenschaft gezogen, jedoch muss ihre Beute noch gelöscht werden. Ach so. Guten Tag, unsere Firma Octovision Software wurde kürzlich von Hackern attackiert. Die Verantwortlichen wurde bereits zur Verantwortung gezogen. Doch wir konnten das Archiv, das sie gestohlen hatten, nicht sicherstellen. Was versteht man denn in der Schweiz unter Käsekuchen anderes wie die Sachsen? Also ein Käsekuchen ist ein Quarkkuchen, nee.
Ein Käsekuchen ist ein Käsequarkkuchen, sowas. Du wolltest mal Koch werden, warum bist du es nicht geworden? Allerdings haben wir die IP ihres Servers und wir werden sehr dankbar, wenn Sie sich diesem Problem annehmen würden. Microsoft Consortium. Microsoft gleich Microsoft, oder? Ja, dann gehen wir mal dahin. Na super, ich habe jetzt meinen eigenen Computer abgeschmiert. Mann, bin ich blöd. Okay, Rebooting. Blöd, Mann. Ich habe jetzt gemeint, mit dem kannst du aber irgendwas machen, Mann. Tja. Bald ist eingegeben und der PC rebootet halt neu. Naja. So. Wo müssen wir jetzt schon wieder hin? Was hast du bestellt? Einen Käsekuchen bestellt und es war ein Kuchen mit Käsekern. Wo warst denn du bitte schön in der Schweiz? Wahrscheinlich so im Wallis oder so. So, wir connecten jetzt diesen Server, ohne dass ich jetzt irgendwie meinen Rechner wieder neu starte. Ja gut, ein Koch ist natürlich kein Zuckerschleckenjob, also. Und ja, ist auch eine recht anstrengende Arbeit, als Koch zu arbeiten. So. 2 Ports, FTP 21 und SSH. Was? SSH, bitteschön. 22, so. Port. Weg. Aber ich meine, es kommt doch auch immer drauf an, wo du die Ausbildung machst. Also es gibt doch sicher auch gute Orte, wo man die Ausbildung machen kann, oder nicht? Aber was findet ihr so toll an Kochen, Mensch? Also ich bin gar kein Freak von Kochen, ehrlich gesagt. Nee, schlagen natürlich sicher nicht. Aber eben, es gibt auch sicher andere Kochstellen, wo sicher besser wären. Aber ja, wenn du geschlagen wirst, dann ist es schon körperlicher Mobbing. Oh, wieso bin ich jetzt so weit raus? So.
alle Daten mal gelöscht. Gratulation, Ihr letzter Klient hat einen Erfolg gemeldet und ist mit Ihrer Arbeit zufrieden. Sie können nun weitere Aufträge aus dem Auftragsverzeichnis annehmen. Yeah! So, weiter im Text. Randebergi, du hast dich in einer sehr... 2 Stunden sind wir schon dran. 2,5 Stunden. Ah! Das war mein Fuß. Randebergi, du hast dich in einer sehr kurzen Zeit als sehr kompetenter erwiesen. Ich bin beeindruckt. Es gibt da etwas, was mich schon seit einer Weile ärgert. Und ich bitte dich um deine Hilfe. Ein relativ unerfahrener, aber sehr talentierter Hacker unter dem Namen Nix war in letzter Zeit offensiv. Er behauptete vor kurzem einige interne Dateien von Microsoft Include entwendet zu haben. Entropy bemüht sich, das Image von Hackern zu verbessern. Nur weil unsere Methoden nicht legal sind, heißt das nicht, dass unsere Motive nicht legitim sind. Nix hingegen macht alles diese Arbeiten zunichte. Ich hätte gern, dass du die gestohlenen Daten löscht. Ich habe die IP des Systems angehängt. Die Dateien sollten irgendwo da liegen. Oh, und ein neues Tool wurde auf den Asset-Server hochgeladen. Es sollte dir dabei in deinem Auftrag helfen. Jetzt muss ich nur den Asset-Server. Das ist der Catcher. Wo ist denn der Scheiß-Server? Asset-Server, hier. Hier, CD-Bin. STP, SMTP, da, den laden wir runter, CD, zack, zack, CD Log, CMRM, zack, DC, zack. So. Ich muss mal schauen, weil jetzt, ich weiß jetzt schon, was kommt. Dieser Nox, der wird mich dann attackieren und ich muss mal schauen, was ich dann machen kann. Ob ich den anderweitig abwehren kann. So. Proxy-Server gefunden. FTP Bounce 21, SMTP 25, SSH Crack 22. So, jetzt müssen wir warten, bis einer durch ist, weil mein Speicherplatz reicht nicht für alle 3. So, und Port-Hack. So. Ich glaube, wenn ich jetzt disconnecte und wieder connecte, der hat, glaube ich, diesen Tracer drin, wo man nicht deaktivieren kann. Ja. Ich muss also wirklich innerhalb von 100 Sekunden das alles erledigen. SSH 22.
Okay, jetzt muss ich ein bisschen Dampf geben, kann jetzt nicht auf den Chat eingehen, falls ich auf den Chat eingehen müsste. Weil das ist ein Tracer, wo ich nicht deaktivieren kann. Was? Scheiße. Fuck. Ha! Ich konnte nicht mehr rebooten und so weiter. Der hat mir jetzt meine X-Server Sys-Datei gelöscht und jetzt werde ich meinen PC nicht mehr starten können. Hier wird jetzt gleich mal Fehler kommen. Error, unable to load system file Xserver sys. Error, für UX-Funktion wird ein Xserver-Datei benötigt. Naja, der hat mir jetzt meine Xserver sys gelöscht. Loading Modul complete. Loading. Und jetzt sind wir im DOS. Auch sau geil gemacht. Auch sau geil gemacht. So. Ich habe aber hier jetzt noch ich hatte doch da irgendwo noch eine Sys-Datei. Muss ich mir eine Sys-Datei, also so eine X-Server-Datei organisieren. Ich weiß auch wie, aber ich habe gemeint, ich hätte hier noch irgendwo eine. Dir, Folder empty. Dir, Folder empty. Ich habe keine mehr. Wieso nicht? Mann, hat er mir die andere auch noch gelöscht oder was? Scheint so, ne? Definitiv, der hat mir sie auch gelöscht. Naja, dann halt. Gehen wir halt in die CD-Logs. Dir. Overload. Connecting from. Boah, der hat gleich alle 4 Ports aufgemacht. File deleted, hier sehen wir es. Ich habe keine Maus, Mann. Hier sehen wir es auf jeden Fall. Kernel Panic. Trap File delete by 17773787054. File X Server Systems.
Ähm, ähm, 199.59.149.230. Hier. So, machen wir ganz einfach. CDSys. Ne, warte mal. Irgendwo habe ich doch noch ein 126.184.54.89. Dir. Ne, das ist auch nicht der. Connect 178.134.41.225. Ne, das ist auch nicht der. Verdammt. Okay, wir gehen doch auf den anderen wieder, auf den ersten. 199.59.149.230. So. Dir. CD Home. Dir. Ne. CD zack zack. CD Bin. Dir. Ne. Okay. CD Sys. Ist ja eigentlich relativ einfach, so eine Sys-Datei wieder zu bekommen, ne? Dir. Und jetzt scp xserver.sys. So, und schon haben wir wieder einen, ne? Reboot i. So, rebooten wir mal. Neu. Tada. Ich hatte ja beim letzten Mal mich auf den Server, also mich auf den PC vom anderen wieder gehackt, der mich jetzt hier gelöscht hat, und hatte da eben seine Sys-Datei, und dann sah das ganze System komplett anders aus. Ich bin froh, dass wir das jetzt haben. Achso. Irgendwo hatte ich doch noch so eine Sys-Datei downgeloadet. Und den Mantra, Backups. Nee. War das beim Viper? E-Mail-Treffer. Nö. Wo war denn das? War das hier? Ich suche die eine Sys-Datei, wo ich mal am Anfang gedownloadet habe. Glaubt ihr es? Ich finde das nicht mehr.
Aber voll den Fehler gemacht jetzt. Ach ja. Hier vielleicht? Genau, hier war's. Das war's. Falscher Befehl. So. So. Wo ist denn das jetzt? Oh, das. Ah, hier hätte ich das. Ach Mann, verdammt. Ich hätte mir gar keine X-Server-Datei suchen müssen. Die hätte ich ja schon hier gehabt. RMLL. Klammer, so. MVLA zu X Bindestrich Server.sys RMX Server sys MVX Server 1 zu X Server.sys Reboot. Also Reboot-I heißt, dass er sofort neu starten soll. Und wenn du nur Reboot machst, zählt er von 5 runterwärts und dann startet er neu. So nebenbei mal erwähnt. Violett. Violett. Na okay, Violett. Pilsnelke. Das sollte reichen, ja. Jetzt haben wir schon mal gelernt, was wir tun müssen, wenn der Server gecrashed wurde. Es scheint, als hättest du deinen Auftrag erfüllt. Ich hoffe, es war der Ansehen unserer Community ein wenig länger. Auch wenn dein Auftrag fürs Erste abgeschlossen ist, bin ich nicht überzeugt, dass das alles Kopien waren. Ich hätte erwartet, dass irgendjemand in meinem IRC-Chat darüber tuschelt. Aber bisher nichts. Hoffe, es braucht einfach noch ein bisschen oder sie versuchen es zu vertuschen. Wenn du dich nochmals umsehen willst, kannst du das gerne machen. Währenddessen gibt es da eine andere Sache, bei der du mir behilflich sein könntest. Einer meiner Chat-Kontakte hat von NAX Actions gesprochen. Er sagt, er hat die IP von dem Server, von dem die Daten stammen. Könntest du die besorgen? Antworte einfach mit der IP als Inhalt. Ich habe mal ein paar einfache Tracker laufen lassen und habe dir eine IP verlinkt. Da solltest du anfangen. Okay, die Suche beginnt. Kionbox 176.194.38.111. Apropos bei dem Crash, was ich jetzt vorhin hatte, da würde es mich echt wundern, wie sich mein Kollege anstellt.
Das würde mich echt wundern eben. Ob der auch auf die glorreiche Idee kommt, irgendwo raufzugehen und dessen Sister-Teil zu nehmen. So. Oh. Also die eigenen Logs zu löschen ist eigentlich gar nicht unbedingt so super, wenn ich ehrlich sein soll. Hä? So, 3 Proxy-Server sollte erreichen, oder? Ne, wo muss ich denn hin? Hier hin. Bisschen mehr wären besser gewesen, wäre schneller gegangen. Boah. 40 Sekunden, 3 Computer. Nein. Mann. So. Boah, das wird knapp, Leute, das wird knapp. Das wird knapp. Wow, 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 wow. Scheiße, 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 das wird knapp. Boah. Yeah, hat geklappt, super. Scan. Irgendwie keine Geräte gefunden, okay. cd.home cd docs cat Jessica, keine IP. Cat Landtime, auch keine IP. Cat Update, auch keine. Loot. Cat Microsoft Docs. Connect 168.61.82.26. Node 168.61.82.246. Wird mit 2 N geschrieben, ne? So, erste Firewall, die wir uns hacken müssen. Jetzt müssen wir das Passwort rausfinden. In jeder Zeile hat es einen Buchstaben oder eine Zahl.
1 TND. So. SMTP. Warte mal. TA1 TND. DC. Ich habe mir jetzt das Passwort aufgeschrieben von der Firewall, weil ich kann jetzt, die Zeit hat mir nicht gereicht, um jetzt noch Ports frei zu machen. Aber jetzt versuchen wir es nochmal, einfach ohne die Analyse von der Firewall, denn das Passwort haben wir schon. Ah, das ist alles schon überlastet und so weiter, das ist ja cool. Okay, SMTP 25, FTP Board 21. Genau, wegen dem, wir haben keinen Speicherplatz. So, SS. Ich kann den ja gar noch nicht. SMTS. Ne, ich kann den ja gar nicht hacken. Ich habe gar kein Hacking-Programm dafür. Glückwunsch! Ha, wir haben's. Es scheint, als hättest du deinen Auftrag erfüllt. Ich hoffe, es war der Ansehen unserer Community ein wenig länger. Auch wenn wir deine Dienste wirklich zu schätzen wissen, ist uns klar geworden, dass du dich hier langweilen wirst. Ehrlich gesagt sollte Entropy auch nicht in der höchsten Liga der Hackerwelt mitspielen. Ich habe die Gruppe gegründet, um das schlechte Image der Hackerkultur etwas aufzupolieren. Ich hoffe zwar, dass du Entropy auch weiterhin zur Seite stehst, aber du hast dir diesen Angebot mehr als verdient. Ich bin Mitglied in einer relativ bekannten Invite-Only-Gruppierung namens CSAC. Eine Gruppe, die nur außergewöhnliche Hacker mit IT-Sicherheitsexperten einlädt. Und ich denke, du würdest da gut reinpassen. Ich habe eine Einladung für dich angefordert. Sie sollten sich bald bei dir mit einer neuen Aufnahmeprüfung melden und nimmt das nicht auf die leichte Schulter. Die CSAC-Einladung ist in manchen Kreisen sehr begehrt. Viele Grüße, Tags. So, CSAC-Einladung, aber ich möchte jetzt noch schauen, ob ich hier die Aufträge noch machen kann. Kann ich? Yeah! Ein Klient möchte einige Informationen über das Telefon seines Kollegen zugeordnet bekommen. Ach Mann! Geht nicht, weil ich bestehende Aufträge noch habe. Das ist jetzt doof. Ich muss die Einladung machen, definitiv. Sei gegrüßt, Thunderbuggy. CSAC ist eine hochgeachtete Gruppe von talentierten Hackern und IT-Experten. Wir bieten unseren Mitgliedern eine weitläufige Sammlung von Informationen und Ressourcen, um eine Umgebung des gemeinsamen Lernens, Wissens und Fortschritts zu schaffen. Ein Mitglied unserer Gruppe hat eine Einladung für dich beantragt. Aus formellen Gründen benötigen wir jedoch zunächst eine kleine Demonstration deiner Fähigkeiten, bevor wir dich in unseren Reihen aufnehmen können. Um diesen Aufnahmetest zu bestehen, antworte bitte mit dem deinem Namen verbundenen Passwort auf diese E-Mail. Das Passwort befindet sich auf einem unserer Testserver. Solltest du Schwierigkeiten haben, empfehlen wir einen Besuch des Network Induction Archivs. Glückwunsch und viel Glück.
Also den Network Inductions Archiv brauchen wir nicht, sondern wir brauchen mal den CSAC Invitation Gauntlet. So, 189.36.146. Connect. Was? Was? Oh. Entschuldigung, da war eine 5 da. Broke. Ah nee. Kein Schutz. So, Service K-R-A-K-E-N. Kraken. So, dann kann ich ja da diese Notiz mal schließen. Vortag. Der FTP-Server braucht Ewigkeiten, bis er gehackt ist. Unglaublich. Ich weiß gar nicht, ob ich überall die Logs gelöscht habe. Begib dich zum verlinkten Server, um die nächste Stufe zu starten. So. Boah. Unglaublich. Begib dich zum verlinkten Server, um die nächste Stufe zu erreichen. Ja, da auf den Servern gibt es wirklich nur diese Textdateien. So. Den müssen wir noch hacken. Und der hat sicher noch einen Schutz drauf. Echt? Okay, dann können wir uns ja Zeit lassen. Ich kann leider nicht mehrere Programme gleichzeitig ausführen. Also mit einem Link, sondern ich muss immer den Code eingeben. Das ist doof. Ja, der FTP-Port ist 21, nicht 22, lieber Kollege. Also ist schon recht viel mit Realität verbunden in dem Spiel, ne? Die Ports, die sind wirklich... Da zeigt sich ja auch wieder, wie einfach das eigentlich der Hacker auf ein System zugreifen kann. Begib dich zum verlinkten Server, um die nächste, naja. Ja, genau. Und jetzt haben wir eine Zeit. Ani.
Console KUN Knucker. Ha, stimmt sogar. Es ist HT22 FTP Port 21. Scheiße. Shit. SMTP 25 Port Hack. Ah! Glaubt ihr, ich schaffe es? Yep. Irgendwie fehlen jetzt da die Punkte. So. CD-GIF. Webserver Warm. SCP. Jo, holen wir uns doch gleich mal. Holen wir uns nachher. Wir gehen noch schnell ins Bin. Okay. ABX 07 CC 9. Zack, 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 zack. Ach so, genau. Donnerbergi, Glückwunsch zum bestandenen Test. Ob du es glaubst oder nicht, das schaffen nicht alle, was die Frage aufwirft, warum diese Leute überhaupt eingeladen werden. Du bist also in Runde 2, das heißt, ich darf mir etwas Schönes für dich ausdenken. So, 3 Stunden bin ich schon live für euch. Ich glaube, ich habe da schon einen guten Anfang für dich. Es soll ja auch nicht zu einfach sein. Ich möchte, dass du in den Server von CFC eindringst und mir eine Liste der 11 geheimen Gewürze besorgst. Solltest du die Liste in die Hände kriegen und auf den CSX Drop Server hochladen, bist du dabei. Viel Glück! So, diesen Server connecten wir nicht, aber doch, also den connecten wir jetzt mal erst. Connect 7.88.251.90 hier. Cut CT. Ich kann doch keine CD zack, CD bin, CD zack, CD home, CD zack. Okay. Hier kann ich wirklich nur Uploads machen. So, dann wollen wir mal die Suche beginnen, oder? Oder wollen wir jetzt eine kleine Pause machen? So. Naja, wir müssen ja erstmal die Adminrechte bekommen. Es ist schon anstrengend, 3 Stunden zu streamen, unglaublich. Ich glaube es mir nicht, aber es ist wahr.
Every young loves chicken. Serverstruktur. Ne, brauche ich nicht. Ich brauche die. So. Nächster Server. Ihr merkt schon, wir werden jetzt ein bisschen krimineller. Also krimineller nicht, aber wir werden jetzt mehr Aufwand brauchen, um etwas zu finden. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Zeit gehabt, oder? Kann das sein oder kommt mir das nur so vor? Vielleicht, okay, die werden, okay. Hier steht eigentlich nur, dass die Rezepte in an 2 verschiedenen Orten bestellt werden. Und die ersten 6, ich weiß gar nicht, ob das darin steht, aber ich weiß, dass die ersten 6 Gewürze in Mexiko bestellt werden und die anderen 5 Gewürze woanders, die dann getrennt zusammengemischt werden, in neutrale Verpackungen verpackt werden und dann in die Filialen gebracht werden und da dann verarbeitet werden. Das weiß ich. Da stand so plus minus da drin. Wir müssen jetzt mal die Firewall analysieren. Eigentlich kannst du an den Großbuchstaben erkennen. C-H-I-C-K-E-N. Chicken, genau. Wenn ihr klug seid, schreibt ihr euch die Passwörter auf und wenn ihr das Spiel dann selbst spielt, habt ihr die Passwörter schon. Also. So. So, diese Session Autodesk Templates 1 und 2, das sind die, wo wir brauchen. So. So, draußen. Jetzt müssen wir nur noch jetzt müssen wir eigentlich nur noch einen Upload-Server finden.
Den hier, ne? So, Upload. Home. Seasoning. Ich versuche das mal mit kleinen Schreiben. Order. Placement. Template. pt1.docs. Ja, dann schreiben wir mal das alles. Upload Home. Oh. Template. Not found, was? Kann ich das jetzt nicht irgendwie so auswählen? Mann. Ja. So, hochgeladen. Wir können die Datei natürlich auch mal anschauen. So. Was? Wieso sind jetzt die Dateien verkehrt? Na. Mano! Was schief? Lief das schief, Mensch?
Irgendwas habe ich übersehen. Bestellbestätigungen sollten vor Ort aufbewahrt werden und wenn jährlich öfter wo sie archiviert werden. Dasselbe gilt für Rechnungen, die Aufzeichnungen werden nur in Notfällen, wie etwa Lebensmittelvergiftung und muss doch mal Scheiße. Doch mal das lesen. Viele unserer neuen Mitarbeiter folgen direkt nach unserer Geheimformel aus Neugier oder dem Wunsch, sich besser mit einbringen zu können. Leider ist die Formel viel zu wichtig, um sie an unsere Mitarbeiter auszuhändigen, beziehungsweise unserer Berücksichtigung unserer Verbleibquote und steht daher unter strengem Schutz. Die Gewürzmischung wird unseren Filialen regelmäßig in weißen Plastiktüten zugeschickt, wo sie den Anweisungen entsprechend mit der Panada gemischt wird. Was das Management betrifft, nicht einmal die dürfen die Formel wissen. Tatsächlich ist die Formel nur 2 Personen, von denen jede eine Hälfte kennt, auf der Welt bekannt, welche es ausdrücklich verboten ist, im selben Transportmittel zu reisen. Irgendwie stellt sich mir jetzt die Frage, wenn die nach Rezept die Sachen zusammenmischen müssen, dann kennen doch die Formel eigentlich schon. All diese Maßnahmen stellen sicher, dass unsere Formel für perfektes Hühnchen stets sorgsam produziert und zusammengesetzt ist, aber dennoch unser am besten gehütetes Geheimnis bleibt. Also hier finde ich keine Details. Ich muss doch den Order Records Guide suchen. Cat Order Bestellbestätigungen sollten vor Ort aufbewahrt werden und die Aufzeichnung jährlich an das Zentral CFC ÖK. Es muss irgendwo da liegen. Hier haben wir doch. Wieso? Ich verstehe nicht, warum die, wo ich jetzt hochgeladen habe, nicht funktionieren. Hier kann ich es auch lesen. Ich verstehe es nicht. Das verstehe ich nicht. Warum?
Upload, Home, Upload, Home, See, Order, Placement, Template, Part 1.doc. Upload complete. Und jetzt das gleiche mit dem 2. Upload complete. Dir. Cat. Cat. Ich habe es jetzt zweimal oben und ich kann beide nicht lesen. Macht für mich momentan gerade keinen Sinn. Aber ist okay. Jetzt haben sie es doppelt. Thunderworky, nice. Ich hatte mich selbst vor einer Weile schon mal auf ihrem Mainframe umgesehen, hab die Seite aber nicht finden können. Hut ab! Damit hast du schon mal einen beeindruckenden Auftritt hingelegt. Ich nutze diese Gelegenheit auch gleich, um dich als erster hier bei CSEC willkommen zu heißen. Jeder hier weiß zumindest ansatzweise, was er tut. Du wirst dich hier also wie zu Hause fühlen. Sollte dir der letzte Auftrag zu leicht gewesen sein? Ich habe deinen neuen Login auch schon eingetragen. Schau mal auf den verlinkten Server vorbei. Von da aus kannst du Aufträge annehmen, neue Tools herunterladen etc. Zieh los und hol dir ein paar neue Tools. Als Willkommensgeschenk, wir bleiben in Verbindung. So. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ob das der Tool-Server ist oder... Genau. Ha. SCP. Hier können wir die verschiedensten Server, also aussiehtechnische, runterladen. Home, CD Template. Okay, Template, Befehl zu lesen. Ja, nee, da komme ich. Bei dem komme ich nicht raus, was ich tun muss. Datenbank-Dateiname. Es wird empfohlen, dass Sie sich eine Kopie Ihrer Templates-Textdatei besorgen, sie lokal bearbeiten und umbenennen, sodass die Datei vom vorgegebenen Schema entspricht, bevor Sie diese in die Datenbank hochladen. Cat, Template, Text. Vorname, Nachname, Recording Nummer, 32 Uhr. Letzte Worte. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dieser Template machen soll. Oder für was die gut sein soll, das weiß ich echt nicht. Na schau mal, was habe ich denn da? Den habe ich noch nicht. SQL.
Webserver und der Sequencer brauche ich noch. Webserver Worm habe ich. Und zwar Webserver Worm. Nee. Aber ich habe ihn, das weiß ich. Webserver Worm. Hier. Aber den Sequencer habe ich nicht. Sequencer. SCP. Sequencer. Zack. So, jetzt habe ich ihn auch. Ha. Ich weiß zwar nicht, was der Sequencer macht, aber ich habe ihn. CD, zack, CD, zack, CD, log, CD, zack, zack. So, und das hier ist der Auftragsserver. So, liebe Freunde, an der Stelle mache ich jetzt mal einen schnellen Break, Pause. 3,5 Stunden Livestream bei euch. Jetzt habe ich mir die Pause verdient. Ja, so. Ich weiß noch nicht, so bis 20 nach vielleicht oder so. Mal schauen. Irgendwie so, ja. Auf jeden Fall, ich mache jetzt mal schnell einen Break, Pause. Mal meine Beine vertreten, was essen und so weiter und so fort. Ich melde mich auf jeden Fall wieder. Bleibt weiterhin dabei und schreibt mal etwas in den Chat, Mensch, der ist so ruhig. Tschüssi!
So, da sind wir wieder und voll im Spiel drin. Ja, wir haben ja einen neuen Auftraggeber hier quasi. Und wir machen hier mal eine Untersuchung einer Krankenakte. Besorge eine Krankenakte, um einen Streit zu beenden. So, dann wollen wir mal... wo sind wir denn hier? Wollen wir mal schauen. Stop. Was? Ja. Hey, also ich bin vielleicht in einen kleiner Streit geraten. Da ist dieser Kerl, der offensichtlich manipulierte Bilder seiner, weißt du was, ist nicht so wichtig. Hör zu, ich brauche seine offiziellen Krankenakten, damit ich einen dramatischen Abgang hinlegen kann. Ich würde es jetzt selbst machen, aber ich habe meine Motive ziemlich deutlich gemacht und du weißt ja, wie Zizek auf sowas reagiert. Kannst du mir helfen? Der Typ heißt Jonas Sandburg. Die medizinische Universaldatenbank bietet die Möglichkeit, die Akten per Mail zu verschicken. Könntest du sie also an Gmail schicken? Dankeschön, G. Link Universal. Und jetzt tragen wir das noch ins Notizbuch ein, damit wir die Daten auch haben. Und connecten mal auf den Server 208.93.170.15. Wir merken schon, diese wie soll ich sagen, diese Ebene von Gruppierung ist schon ein bisschen höher und die Aufträge sind schon ein bisschen intensiver als das, was wir jetzt vorhin gemacht haben. So. Da kenne ich glaube das Passwort. Medizin. Nee, ist ja doch. Nee, warte jetzt. Nee. Also MED, stimmt schon mal. Medikate. Klingt komisch, ist aber so. Was können wir denn SQL macht 1433, weil den SSH haben wir nicht. Also MTP 25. Ach ja. Aber die haben auch eine schlechte Absicherung ihrer Server hier, also im Krankenhaus. Glaube ich, also kommt mir so vor. Kommst du ja relativ schnell auf das ganze Zeugs zu. Das ist ja gar kein Aufwand zum Hacken und also einen Nachverfolger haben sie auch nicht montiert oder installiert. Das ist ja die Medizin heute, ne? Voll die Absicherung hier. So. Suchen. Nach wem suchen wir denn? Jonas Sandburg. So. Gefunden. Akte per Mail verschicken. Einfach mal so. Adresse angeben. gila@gmail.com. Ich finde es cool, dass man noch so recht viel Sachen eingeben kann. Selbstständig und nicht nur anklicken muss.
nur mal was testen. Schönes. Ich will jetzt nur mal was testen. Nimm mich jetzt nur Wunder. Was? Ich will's ja, ne? Nimm mich ja Wunder. Abgeschlossen. Ich bin ja mal gespannt, ob ich jetzt eine E-Mail bekomme vom Spiel, aber ich glaube nicht, aber ich bin mal gespannt. Zufälliger Eintrag. Okay. Nein, nein. So, okay, cd-log, rm zack, cd-medical. Ach, so, hier hätte ich es auch suchen können, okay. Was haben denn die da? Information Medical Datenbank. Die Strukturierung von Krankenakten zu vereinheitlichen, um die Qualität der Akten zu verbessern. So, okay. Habe ich natürlich wieder Spuren hinterlassen. So. Mail-Server. So. Wurde an dich weitergeleitet. Viel Spaß damit. Okay. Was? Die hast du ja von der echten. Die Akte ist echt, oder? Weil wow, ich weiß nicht mehr, woran ich noch glauben kann. Wow. Und danke für deine Hilfe. Ich denke, ich muss meine ganze Existenz noch einmal gründlich überdenken. Yep. So, auch die haben so ein Punkte-Rangsystem von 100 auf 90 und so weiter. Ihr letzter Klient hat einen Erfolg gemeldet und ist mit ihrer Arbeit zufrieden. Sie können nun weitere Aufträge aus dem Auftragsverzeichnis annehmen. Nimm mich mal Wunder, was passiert, wenn man die Aufträge nicht schafft. Irgendwie. So. Agent, ein neues Tool wurde dem Asset-Server hinzugefügt. Es handelt sich um eine Anwendung zum Auswechseln der X-Server-Sys und heißt Theme Change Exe. Zu finden unter ladet Sie die Datei ruhig herunter und haben Sie ganz viel Spaß. 9.4.145.16.62. Das werden wir, weil ich habe noch eine Sys-Datei. Wo ich gern noch aktiv haben möchte. Ich hätte sie manuell müssen umschreiben, aber wenn wir schon so ein super SCP zack. Ach so, nice.
Ja. Ist jetzt zwar irritierend, dass das hier oben ist, aber cool. Das ist ein cooles Template, muss ich sagen, gefällt mir. Könnte man ja irgendwie die Facecam darüber stellen, oder? So. Ist die Facecam jetzt da drüben ein bisschen doof? Ich finde schon, aber ja. Hauptsache Facecam und nichts im Bild, ne? So, was ist denn der Sequencer, Mensch? Link unwählbar. Okay. Na, jetzt ist es ein bisschen gewohnungsbedürftig, dass das Teil hier ist. So, wir müssen hier mal einen neuen Auftrag annehmen und erstelle ein Entschlüsselungstool. Einem alten Hund einen neuen Trick beibringen. Jo. Einem alten Hund, ein potenzieller Freund braucht einen neuen Anschluss. Okay, schauen wir mal, was wir hier tun müssen, können, dürfen. Es ist immer gut, Freunde in Sicherheitsfirmen zu haben, besonders wenn diese keine Ahnung von IT-Sicherheit haben. Eine solche potenzielle Freund haben wir vor kurzem kontaktiert. Und wir sollen erst unser Können unter Beweis stellen, bevor er mitmacht. Wir wollen ihm einen neuen Abschluss bei seiner Uni in Manchester verschaffen. Name John Stolber, Master in ja, wichtig, achte darauf, deine Spuren zu verwischen. Internationale Organisationen müssen sich auf ihren Ruf verlassen können, dem du schadest, und wenn sie das herausfinden, werden sie ziemlich ungemütlich. Viel Glück, Sisek. So, das mal dahin. Connect 129.67.0.11. Ist schon gewöhnungsbedürftig, dass das jetzt hier ist und nicht hier, Mensch. Wir müssen mal erstmal als Admin rein. Ani. So ungefähr sechs Analysen braucht man, um das Firewall-Passwort rauszufinden. Geht auch mit weniger, aber dann suchst du einfach wie bekloppt die Buchstaben und Zahlen zusammen. Solve Academic. Web 80 SMTP 25. Yep. Ich frage mich jetzt echt, ob die Zeit reicht, um alle 4 Ports aufzumachen. FTP Server bei uns 21. Ja doch, das sollte reichen. Und SQL 1433. Ja, der braucht auch wieder zu viel Speicher. Port, Hack. So, der SQL-Server Cracker, der geht eigentlich relativ schnell. Okay, jetzt seht ihr die Zahl nicht mehr.
soll ich denn hin? In die Mitte. Ich bin mal in der Mitte. Aber doch nicht jetzt, wo die Zeit abläuft. Geht's noch? Unglaublich. So, connecten wir wieder. So. Ah, der hat's nicht mit aufgenommen, Mann. Aber er hat noch kein... Warte mal. Ich brauche das ja nicht mehr zu hacken. Ich habe ja die Daten. Eintrag suchen. Und zwar suchen wir den John Stallwern. Abschluss hinzufügen. Universität. Manchester University. Abschluss. Masters in Digital Security. Und Note hat er eine 3. 3.0 bin ich, 3. Oder besser als 3. Heißt es besser als 3? Dann kriegt er die Top-Note 4. Lol. Speichern und zurück. So, wunderbar. CD-Log. Hier. CD, zack, zack, zack. Hier. CD Home. CD, zack, zack. Schauen wir mal auf dem Server, was der so hat. CD Bin. Zack, CD Entry Page Admin Text. CD Admin. Cut Admin. Erinnere, wenn du dich wegen Wartungsarbeiten ausloggst, Passwort für diese Server lautet im aktuellen Sicherheitszyklus Techtonic. Ja, bringt mir ja was, ne? Gut, CD, zack, CD Log, RM, zack, Spuren verwischen, DC, so. Und Mail in die Hand. Antworten. Muss ich jetzt... Hä? Ach. Ich muss also doch nicht einen neuen hinzufügen, sondern den aktuellen einfach abändern. Ne, aber zuerst mache ich noch was. Zuerst ändere ich oh, ich bin kein Admin, verflixt. So. Ei. Manchester
Stimmt ja gar nicht, Mann. Manchester University. Masters in Digital Security. So. Aha, jetzt geht's. Was für eine Logdatei hier. Scheiße, ich kann das gar nicht löschen. Mann, Scheiße. Scheiße, geht nicht. Ich kann meine Logs nicht löschen. Gratulation, Ihr letzter Klient hat einen Erfolg gemeldet und ist zufrieden mit unserer Leistung. Auch wenn ich die Logs nicht löschen kann. Shit. Naja. Doch habe ich. So, loggen. Wir wollen schließlich was nächstes machen. Ach nee, das ist der Access. Stimmt. Aber den will ich gar nicht. International Akademie, ja. Shit. Fuck, wo ist denn das scheiß Server schon wieder? CF, das ist... Ich finde den scheiß Auftragsserver nicht. Ist er da? Finde, erstelle ein Entschlüsselungstool. Das ist sicher was sehr nützliches, was wir brauchen können. Finde, erstelle ein neues Unternehmen, ist mit einer Verschlüsselungssoftware aus dem Boden geschossen und hat mit dieser eine Menge Source Code verschlüsselt, der uns früher frei zugänglich war. Der Algorithmus ist nicht der komplizierteste, den wir je gesehen haben. Es existiert bloß noch kein Solver dazu. Wie du damit umgehst, ist dir überlassen, solange du eine unserer Dateien entschlüsselst. Das wird interessant. Das wird jetzt interessant. Sag mal, ist die Musik wirklich fast down? Die ist bei mir extrem laut.
hoffe bei euch nicht, aber ich glaube nicht. So, eher leise. So, ja. Das machen wir. Panzerknacker Dex Solutions hat kürzlich seine neue Deck Encryption Suite vorgestellt. Im Grunde ein Tool der Datenverschlüsselung. Wir haben eine damit verschlüsselte Datei, die wir uns ansehen wollen. Ich habe dir eine Kopie auf den Crossroads Server, ein ungesicherter Server für den Datenaustausch zwischen CSEC-Mitgliedern, hochgeladen. Schau nach. Encrypt Source. Deck. Deck ist übrigens die Dateiendung, die die Encrypt Suite erzeugt. Vielleicht willst du dir zunächst Dex Solution selbst ansehen. Dex Webseite scheint nicht sonderlich hilfreich, aber vielleicht findest du ja doch etwas, wenn du drin bist. Such am besten im Netzwerk nach anderen Rechnern. Boah, das klingt nach einem Heavy Metal, Heavy Auftrag. Wenn du die Seite entschlüsselt hast, lad sie bitte auf dem CSEC Drop Server hoch. So, dann connecten wir erstmal hier auf den Crossroads Server, um die Datei zu bekommen, was wir entschlüsseln sollen. Ein unentschlüsselter, genau. Portag, relativ einfach. Zugänglich. Müssen wir erstmal die Datei suchen. SCP. So, die Datei haben wir. So, Daten gelöscht. Und jetzt DC, Disconnect. Den kennen wir und untersuche das Netzwerk von Deck. Finde einen Weg, Deck-Dateien zu entschlüsseln. Auf dem Crossroads, lade die entschlüsseln. Ja gut. Connect 244.93.11156. So. Deck Solution. Data Solution. Kannst ja gar nichts machen hier. Probe. Annie. Oh, kein Tracer drauf. Ach, ist das schön. Dann habe ich wieder mal ein bisschen Zeit, um das Ganze zu cracken. Ungefähr 6 Anläufe braucht man. Und das müsste der letzte sein, ja. ENCRYPT. Encrypt. Was für ein Passwort. So, Web 80 und SQL 1433. Portag. Dann als nächstes. 4 Stunden schon, man glaubt es nicht. Oh, sind durch. Quelltextansicht.
Ich weiß nicht, aber irgendwie nicht hilfreich irgendwie, ne? New Police Tech Task PTP Tech. Haha. Sind aber die besten Readies. Ziemlich verschlüsselt, ne? Das ist auch verschlüsselt. Und das auch. Das ist schon ein bisschen heavy. Achso. Leave and dogs can fly away. The queen is their slave. So ein Scheiße. Cat. Data 13. Binärcode. Ich versuche jetzt mal, ob das auch geht. Nee. Geht nicht. Muss wirklich alles groß sein. Nur verschlüsselte Dateien hier drauf. Ich weiß nicht, was der Sequencer genau sein soll, Leute. Ich habe es noch nicht ganz geschnallt, für was der gut ist. Ach du Kacke. Ach ja, ich weiß, was ich vergessen habe. Ein Scan von einem so, Connect 101.0.89.54. So. Jetzt sind wir nämlich auf dem Mainframe. Ja, würde mich jetzt nicht wundern, wenn... Oh. Nicht! Ich habe jetzt wollen sagen, würde mich jetzt nicht wundern, wenn hier jetzt so ein Tracker wäre. Aber die arbeiten wirklich ohne Tracker, komischerweise. Na, läuft doch bei mir. Also ich muss sagen, das Spiel ist nicht wirklich schwer in dem Sinn, aber es macht einfach unglaublich Laune. Ich weiß nicht wieso, aber es macht einfach unglaublich Laune. Also mir gefällt das Spiel extrem. Ich weiß nicht, ob es euch auch gefällt, die wo zuschauen, also ihr wo zuschaut. Scan complete. Dir. CD Home. SCP. Ich lade mir die einfach mal noch runter, weil die sieht auch noch ziemlich interessant aus für uns. Stuff CDD. Stuff Memo.
Cat, Staff Memo. Hallo, zunächst mal meinen Glückwunsch zum Start unserer neuen Encryption Suite. Der Start war ein Riesenerfolg und hoffe, dass das neue Marketingmaterial auch genauso aufgeregt stimmt wie mich. Da Deck Solution nun langsam aber sicher in die höhere Liga aufsteigt, bin ich zu dem Schluss gelangt, dass wir als Firma unsere Maßstäbe höher legen müssen. Deshalb werden bald ein paar neue Regeln in Kraft treten, die, wie ich hoffe, von euch befolgt und geschätzt werden. Die neuen Regelungen werden in Kraft treten, sobald ich sie fertig ausformuliert habe. Bis dahin weitermachen. Habt einen schönen und produktiven Tag. Okay. New Policies. Cat. New Policies. Hallo, hier sind die neuen Regelungen, die ich vor ein paar Tagen versprochen hatte. Gut durchlesen. Erstens, wichtige interne Daten, Source Codes verurteilen. Vertrauliche Memos müssen stets verschlüsselt gespeichert werden. Und welche Software wäre dafür besser geeignet als unsere? Ihr habt die Webseite gesehen. Ihr werdet verstehen, dass dies unsere Firma sicherer und vertrauenswürdiger macht. Ich habe damit bereits angefangen, indem ich meine eigenen Daten verschlüsselt habe. Die besonders wichtigen sogar doppelt, als würde man 2 Kondome benutzen. Wenn das eine reißt, würde man ja noch vom anderen beschützt. Aha. Wenn ihr eure Daten verschlüsselt, solltet ihr eigentlich ohne Passwort auskommen. Wenn ihr aber der Meinung seid, irgendwas wäre besonders wichtig, legt eure Firmen-ID als Passwort drüber. Okay, das wird noch sehr interessant. Zum Beispiel werden meine wichtigen Daten mit Deliatro verschlüsselt. Builds. Der Encryption Suite müsste stets offline gespeichert werden. Heutzutage kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Genießt eure letzten unverschlüsselten Momente. Das ist ein Witzbold, der, ne? Okay. CD Looket. Cat. Mal schauen, was hier drin steht. Alles klar, danke nochmal für die Demonstration. Ich habe eine Kopie davon rumgeschickt, in der Hoffnung, dass die anderen etwas damit anfangen können. Danke und gute Arbeit. David Leertraus. Ja, Antwort auf. David, ich bin den Code, den uns die Auftragentwickler geschickt haben, nochmals gründlich durchgegangen. Er ist, wie soll ich sagen, unsicher, also wirklich unsicher, in einem erschreckenden Ausmaß. Ich habe schnell ein kleines Programm geschrieben, um das zu demonstrieren. Du solltest das Programm und vermutlich auch diese Memo so früh wie es geht löschen. Um das Programm zu starten, tippe das hier einfach in die Kommandozeile. Oder wenn die Datei mit einem Passwort verschlüsselt ist, vielleicht komme ich lieber gleich vorbei und zeige dir. Das könnte doch ein Hinweis sein. Das könnte ein Hinweis sein. Decipher. Wo sind jetzt die Scheißklammern? Dateiname. Zack. Abstand. Zack. Scheiße. Mann. Passwort. Zack. Das könnte interessant sein. Ich teste das mal gleich. Decipher
Personal Notes Deck. Genau, ich habe den Deceiver ja nicht, darum geht es auch nicht. Das heißt, ich brauche den Deceiver erstmal. Jetzt würde ich natürlich in Google schauen gehen, aber das geht ja hier nicht. Ah ja, hier haben wir den Deceiver. Deck. Und jetzt versuchen wir das mal. Deceiver. Unten Durchstrich. Test Deck. No comment, Deceiver. Deceiver Deck. Shit. Ach hier. SCP. Deceiver-Exe. Okay. Deceiver Abspur Deck. Geh mal weg. Hä? Build. Abgeschlossener Check-Deck. Ist da nicht gefunden. Ist das Wir haben es, glaube ich. Header, Source Code, Ursprungs-ID. Was? Cat. Okay. Cut. Stuff Memo Text zunächst. Ja, das ist das, was wir vorhin gelesen haben. CDK Abrams. Also wir haben jetzt quasi die Dekodierungssoftware, aber ich weiß noch nicht, wie wir die dekodierte Software, also die dekodierte Dings speichern können. Mal schauen, dann vielleicht das. Hier bekommen wir viel. Source IP. Connect 1.0. Warte mal. CDZ zack. CD Logs. CN zack. RM zack. Connect 101.0.89.154.
Stack Solution Mainframe, okay. CD bin CD zack CC Home. So. Ich weiß, was ich den komprimieren sollte, aber ich will trotzdem mal schnell schauen. Do not share. Source. Ich werde mal das hier machen. Aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt so hochladen soll. Ah, guck an. Er hat eine Kopie gemacht von der CS. Okidoki. So. Upload. Home. Shit. Decipher.exe. Oh, wie heißt denn die andere Datei, Mensch? Was war jetzt die Endung? S. Ach, da sehen wir es ja. Enric und durch Source.cs. So, und ich habe Ihnen noch den Decoder mitgeschickt, damit Sie das auch entschlüsseln können. So. Panzerknacker, also das war jetzt sehr interessant, dieser Auftrag, muss ich sagen. Der letzte Klient hat einen Erfolg gemeldet und ist somit ja, er ist glücklich. Und Sie haben noch die Datei bekommen zum Entschlüsseln. Ich finde, das war alles in allem ein erfolgreicher Auftrag. So. So.
Entferne einen gefälschten Dead Row Eintrag. Deine Aufgabe wird es sein, einen von einem anderen Hacker gefälschten Eintrag in die Dead Row Datenbank zu entfernen. Aus einem unerfindlichen Grund ist ein gefälschter Eintrag aufgetaucht. Offensichtlich eine Kopie eines existierenden Eintrags, vermutlich ein Versuch zur Identitätsdiebstahl oder eine persönliche Vendetta. Könntest du diesen Eintrag löschen? Können wir doch, oder? Klaro, machen wir. Keiner mehr da? Eigentlich im Stream bei YouTube oder bei Twitch? Im Chat sehe ich auf jeden Fall nichts mehr. Keiner hat sich auch verabschiedet. Sind einfach gegangen, alle die Leute. Naja. Dieser Auftrag wurde von einem anonymen CSEC-Mitglied hinzugefügt. Auch wenn es möglich ist, dessen Identität festzustellen, bittet CSEC darum, die Privatsphäre und Anonymität seiner Mitglieder zu respektieren und dies nicht zu tun. Auftrag: Der Death Row Eintrag für einen gewissen Joseph Feldman ist offensichtlich eine Kopie von Elva Curris. Lösche Joseph Feldmans Eintrag aus der Datenbank. Seine Existenz ist nicht nur ein Risiko für alle echten Joseph Feldman, sondern auch beleidigend gegenüber Miss Curry berechtigt das. Okay, dann wollen wir mal auf den angeblichen Server, wo die Datei liegt oder liegen sollte. Ich bin gespannt, was Death Row Existenz. Diese Daten organisiert, um Informationen über die Verurteilten im Todestruck zu erhalten und zu verwalten. Darunter fallen unter anderem ihr letzten Wunsch und Details zu ihren Delikten. Okay. Statistiken zu Geschlechter und okay, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Okay, da was? Joseph, suchen wir doch mal erstmal nach diesem Joseph. Feldman Joseph. I pray vital help for God that you will forgive me for the pain I caused your family. I am truly sorry. I wish you could take it back, but you just pray and ask that you forgive me. Okay. Ja, dann wollen wir mal uns auf den Server hacken. Was? War doch so. So, noch einmal und dann sollte es eigentlich sein. Aschoniak. Keine Ahnung, was Aschoniak soll heißen. Web 80 FTP Kubones 21 und SQL 1433. Dass der sich noch kein Upgrade vom PC geleistet hat, unglaublich. Ja, genau. Komm. So, Port Hack. Memory Computers Detect. Dumping. Also echt, was die sich hier im Spiel alles entwickeln, also was die Entwickler sich für Kleinigkeiten und so weiter ausgedacht haben, unglaublich.
1.174. So. So. Database. CT Records. Suchen wir hier den Joseph Feldman. Feldman Joseph. RM Joseph. RM Feldman. Wieso finde ich denn den jetzt hier nicht? Doch hier. Feldman. Joseph. Zack. CD Log. RM. Zack. Easy. So, tschüss. So, erledigt. Gratulation, Ihr letzter Klient hat einen Erfolg gemeldet und ist mit Ihrer Arbeit zufrieden. Sie können nun weitere. Also die Mails kann ich nicht löschen, nur so nebenbei mal erwähnt. Ja. So schnell geht's. Untersucht das Update. Es wird immer, also die Aufträge werden doch noch schon interessanter. Untersuche das Verschwinden eines CISEC-Mitglieds. Bit, ein Freund und geschätzt. Ach, das ist ja ein Freund und geschätztes Mitglied von CISEC ist vor über 2 Wochen ohne jede Spur verschwunden. Keiner hat seitdem mit ihm gesprochen. Auch wenn sich zahlreiche Leute nach ihm suchen werden, würde ich doch gern einen ausstellen und alle, die helfen wollen, zusammenzubringen. Jede Information zu seinem Verschwinden oder besser noch Aufenthaltsort ist hilfreich. Ja, wir hatten ja Kontakt, mehr oder weniger so mit diesem Bit. Er hat uns ja quasi ins Spiel reingebracht und so weiter, in die ganze Szene rein. Hi, das wird eine etwas persönlichere Angelegenheit. Ich werde mit meinem Alias unterschreiben. Anonymität ist mir hier nicht so wichtig. Wir suchen immerhin nach einem Freund. Bit ist vor etwa mehr als 2 Wochen komplett vom Radar verschwunden, was ziemlich ungewöhnlich ist. Also nicht, dass er für eine Weile untertaucht, aber ohne jemandem Bescheid zu geben, 2 Wochen, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe dir ein paar Links zu seinen Servern angehängt. Schau dich auf denen mal um. Wenn du etwas findest, lade es auf den CISEC Drop Server hoch und ich werde es mir dann genauer anschauen. Danke, Webber. Also den Bit, den kennen wir ja schon. Den kennen wir noch nicht. Bitwiese Relay. Connect 186.204.1.60.
kein Tracer drauf. Der Bit. Das wundert mich, dass der Bit hier seinen Server nicht so gesichert hat, dass man wirklich nicht drauf kommt oder so. Wenn man einfach nur Ports öffnen und so, ohne Tracer und so. Und wie oft habe ich jetzt und so gesagt? Homebase. Wenn du das hier liest, bist du auf einen meiner Really-Server gestoßen und anschließend eingebrochen. Wenn du aus irgendeinem Grund den Kontakt mit mir suchst, lade eine Datei auf meinen Drop-Server. Da schaue ich gelegentlich nach. Er ist verschwunden, das ist sehr eiskorrekt. Yuvi, so you hacking me, then who? Really God knows for you. Cool. IAC ist laut ein Multiplayer von Outback. Wir müssen hier alles wirklich durchsuchen. Cat, IAC Log. Porter is now knowing as Port rightly friend. Hot. He shot his girlfriend. Okay. Cat Data 7. Ja, das ist klar. Jo. Homebase connect. Upload Dropbox. Da hat er jetzt einen Tracer drauf. Das ist ja eigentlich nicht böswillig, was ich hier vorhabe. Tracer SQL 1433 SSH 22 FTP 21 und Webmail
schätze ich. So. Ja. So. Port Hack. Auch schon mal vorbereiten. Und den Scan. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überall wirklich Cat Server Message. Du bist berechtigt, beliebige Daten auf diesen Server hochzuladen. Benutze dazu den Befehl Upload. Nicht vergessen, Dateien, die mit SCP heruntergeladen wurden, liegen in Home oder bei Exit oder in Bin und dann müssen ein Upload. Dies könnte das letzte Mal gewesen sein, dass ich diesen Server checke, aber anscheinend hat hier schon jemand alles durcheinander gebracht. Tja, schlechter Timing, schätze ich. Habe für Entech an ein paar ziemlich ernsten Projekten gearbeitet und es sieht nicht gut aus. Ich denke nicht, dass sie mich noch da haben wollen oder dass ich irgendwas auslaudere. Ich weiß nicht, vielleicht drehe ich auch einfach nur langsam durch. Ich würde mich ein wenig schlau machen, ob mir Gefahr droht. So anfühlen tut es sich jedenfalls. Bit SCP Read all hackers. CD. Where are you? Cat, where are you? Hey Kumpel, warum antwortest du nicht? Machst du Party oder sowas? Es ist schon eine Woche her. Meld dich mal wieder. Du hast mir nie gesagt, was diese eine Sache war. Das ist der Cat. Files. Dieser Buchstabe ist nicht in Cat ASTF Text CD Test Upload Cat Test Upload Testdatei bitte ignorieren CD CD Home CD New 94 Cat IAC Log. What the fuck is what the fuck? CD New 3 CD Bin Zack Scan complete CD Log zack. Was ist das für ein Tracer? Der läuft ziemlich langsam. Kommt mir das so vor oder ist das so? Mann, es sind einfach zu viele Server hier. Nee, das ist... wo ist denn der Upload-Server, Mensch? Ja. Upload.
Upload, Home. Home base text. Upload, Home. Read all hackers. Upload. 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 Home. Mann, wie habe ich jetzt die Upload Home? Homebase, Read all Hackers. Das waren die zwei Dateien. Mehr habe ich nicht. Gute Arbeit, aber es hat nicht zu viel Ärger gemacht. Das ist ein bisschen beunruhigend. Das ist ein bisschen beunruhigend. Ich werde mich weiter umhören. Ich gebe dir Bescheid, sollte ich irgendwas finden. Gratuliere, ihr letzte kleine... Ja. Super. Irgendwie ist es doch auch ein Freund von mir, dieser Bit. Auch wenn ich ihn nicht persönlich gekannt habe oder kennen werde, ist es doch irgendwie ein Freund geworden, weil er mir vertraut hat. Aber gut, er hatte auch keine andere Wahl. Er hatte auch keine andere Wahl. So, was haben wir noch so an Aufträgen? Eine verschlüsselte Datei aufspüren. Was? Füge eine Todesakte für ein Familienmitglied hinzu. Ich bin auf diesem seltsamen Server gestoßen. Die Sicherheitssysteme sehen ziemlich kräftig aus. Hab's also nicht selbst probiert, aber vielleicht möchte irgendjemand sich das mal anschauen. Ja, wir. Gratwanderung. Hey, weiß nicht, ob da irgendwas Spannendes liegt, aber ich habe diesen Server während eines Scans gefunden. Er hat einen aktiven Tracer, hab also nicht so lang rumprobiert, aber vielleicht möchte jemand mit mehr Erfahrung sich das mal ansehen. Lass mich wissen, wenn du irgendwas findest oder ob das Teil so sicher ist, wie es für mich aussieht. Hack Squad File Dump. Puh! Ich weiß ja nicht, ne? Connect 195.128.1.4 Probe. Da wollen wir mal. Web. So viel hat er ja gar nicht. DC. What the fuck? Warning. Vollständigen Tracer-Account. Notfallausweis gestartet. Automatische Verfolgungsversuch werden zeitweise umgeleitet. Das ist... What the hell? What the hell? What the hell? What the hell? What? Was muss ich denn jetzt machen?
Ich mache einfach mal einen Serverabsturz und neu starten. Das hilft meistens. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Alter, das ging ja jetzt rasant runterwärts. Also dieser Tracer, da war Wahnsinn. Unauffindbar. Der ist, nee, den kann man nicht hacken. Also ich nicht. What the hell? Ich brauche wieder mal welche Shells. 2 mindestens. Was? Ich hatte mich doch da mal eingeloggt. Mann. Naja. So. Eine verschlüsselte Datei aufspüren. Warum nicht? Wir glauben, einen Weg gefunden zu haben, DEC-Verschlüsselungsdaten zu ihrem Ursprungsort zurückzuverfolgen. Wir haben eine mit einem Passwort versendete Datei, die wir einsehen wollen. Das sollte reichen, um der Sache auf die Spuren zu kommen. Ja, dann schau mal rein. So, was wollt ihr denn? Unter der Lupe. Offenbar speichern DEC verschlüsselte Dateien die IP als Ursprungs. Neben einige Nebensächlichkeiten in einem Header, vermutlich zum Debuggen, auch wenn wir darin vor allem eine klaffende Sicherheitslücke sehen. Das trifft sich gut, denn wir müssen eine Datei entschlüsseln und wir haben keine Ahnung, wo das Passwort sein könnte. Schritt 1. Finde einen Weg, diesen Header auszulesen. Wir haben uns schon mal umgehört und es scheint, als könnte einer der DEC Solution Mitarbeiter eine Möglichkeit gefunden haben, diese Header ohne Passwort anzusehen. Schau dich mal bei ihm um. Melde dich, solltest du irgendwas... Okay, dieser Jaffa Scott, der arbeitet ja für die Firma, wissen wir ja schon. Kennen wir ja. 141 154 Probe Web 80 SMTPQ 25 und dann machen wir noch den schnellen SSH 22. So, come on, let's do it, come on, yeah. Portag. Die könnten das Zeugs auch mal irgendwie überarbeiten, damit das Zeugs noch ein bisschen schneller arbeitet. Scan complete, dir, cd home, cd work, das hat scp DEC, Herd-Exe, CD, Cat, Decay, Unterstrich, Header-Analyse. Also, so langsam wird echt lächerlich. Erst kann man die Verschlüsselung ohne das eigentliche Tool aufheben und dann so... Und nun das, die Header sind immer noch ein großes Problem. Die Ursprungs-IP der Verschlüsselung steht immer noch drin und ist immer noch eine riesige Sicherheitslücke und das ist mir scheißegal.
weil es das Debugging und den Kundendienst so viel einfacher macht. Tja, hier ist es das nächste klaffende Loch. Ich werde vermutlich erstmal warten, bis sich der Staub gelegt hat, bevor ich hiermit rausrücke. Wenn ich jetzt mit nach so einem Ei ankomme, werde ich vermutlich rausgeschmissen. Also erstmal schön den Ball flach halten. Oh, Deckhead.exe, warum vertragen wir uns nicht? Ich schätze, es ist eher das Outsourcing allgemein. Jetzt vertraue ich sogar schon einer Textdatei meine Probleme an. Schmerzmittel. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Verstehe ich momentan jetzt gar nicht. Muss ich eine Datei entschlüsseln oder muss ich... Finde einen Weg, diesen Header auszulösen. Wir haben uns schon mal... Klasse, du hast was gefunden. Die Datei liegt auf dem Crossword-Server. Wir haben sie umbenannt, damit keiner auf dumme Ideen kommt. Der ursprüngliche Dateiname war WinC Firmware Space Deck. Okay, wenn es relevant sein sollte. Wie dem auch sei, lies den Header aus, finde heraus, wo die Datei verschlüsselt wurde und finde das Passwort. Schreibe das Passwort in deine Antwort auf diese Mail. Wir übernehmen dann den Rest. Ja, gut. 377854169. Dir, cd bin, cd zack, cd home. Wie heißt die Datei? CSEC Encode. Okay. Oh, Mano! Hä? Ah. Ich bin auf dem Server von denen, aber trotzdem... Wenn ich jetzt hier dir mache, bin ich am Mail-Server. Home, SCP. Ne, warte mal, kann ich das nicht? Header. Sec und Deck. Natürlich kann ich das. Source. Was soll ich aufschreiben? Die IP-Adresse, oder? 168.6. Ne, das Passwort. Connect 168.61.82245. Microsoft Workhorse Server. Aha. SQL 1433.
Web 80 und FTP bei uns 21. So. Portag. Come on. Come on. Wie dem auch sei, liste den Header aus, finde heraus, wo die Datei verschlüsselt wurde und finde das Passwort. Schreibe das Passwort. Ich muss nur das Passwort hinschreiben. Ich schreibe aber die IP auch an. Ach so. Ich muss das Passwort nicht des Servers, sondern das Passwort der Datei. Ich muss nicht das Passwort des Servers, sondern ich muss das Passwort der Datei rausfinden. Ja. CD Word Logs. Ja, dann fangen wir doch mal einfach mal an, oder? Jump complete, no errors. Lernenstil. Das ist es nicht. Cat 8. Bitte schön den Reihen nach. 8. Was? Cat 8. Nein. So. Win, C, Debug und Nordless. Exe. Nein. CD. Cat 33. Beep. 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 Super. Einfallsreichtum. So, jetzt haben wir es. Das gilt ja eh nicht, ne? Nö. 6.1.8.2.245 CD Log. RM. Zack. CD. Zack, CD Bin, CD Home, CD Zack, CD Home, CD Zack, CD Log, CD. So. Agent, Administratoren haben ihren Account mit Berechtigung zur Annahme eines kritischen Auftrags versehen. Dieser ist als CSEC im Auftragsverzeichnis hinterlegt. Beachten Sie, dass das Akzeptieren dieses Auftrags möglicherweise einen hohen Zeitaufwand und besonders... Nochmal. Administratoren haben ihren Account mit Berechtigung zur Annahme eines kritischen Auftrages versehen. Für wichtige Aufträge zugelassen. Dieser ist als CSEC im Auftragsverzeichnis hinterlegt. Beachten Sie, dass das Akzeptieren dieser Aufträge möglicherweise einen hohen Zeitaufwand und besonders
Diskretion mit sich zieht und oder sie für eine Zeit von anderen Aufträgen ausschließt. Ein solches Auftrag sollte daher nur mit der Erwartung angenommen werden, dass andere Aufträge und CSEC-Dienste für währenddessen nicht verfügbar sein könnten. Ja, mit möglichster Diskretion. Da musste ich ja meinen Stream beenden, ne? Weil nichts mehr mit Öffentlichkeit und so. Wir schauen mal. So. Welche sind denn das? Wo sollten die sein? Ja. Ja, schon hier, Auftragsliste, oder? Auftragsverzeichnis. Eine unglaublich heikle Situation erwartet es. Einen erforderlichen Agenten. Ja, ach so, das. Tabula Rasa. Ein CSEC-Mitglied, das anonym bleiben möchte, möchte einen kleinen Auftrag erledigt haben. Sie sind aus Gründen des Selbstschutzes nicht selbst dazu imstande. Ein ehemaliger Arbeiter hat wiederholt unterbezahlt und ist generell auf einer Sparschiene gefahren, zulasten von Gesundheit und Wohlbefinden seines Angestellten. Der besagte Agent möchte die akademische Aufzeichnung seines Arbeitgebers vollständig ausgelöscht haben, um diesen Verhalten zu ahnden. Ja, liebe Freunde, das ist doch schon jetzt ein Part der Kriminalität. Oder? Oder nicht? Also ich finde, das ist schon ein Part von Kriminalität. Solche Sachen einfach mal. Ach, das gefällt mir nicht. Hopp, löschen wir mal und so, oder? Also ich finde, das ist kriminell. Nein. Aber das Spiel ist einfach Oberhammer, Leute. Man kann gar nicht aufhören. Dieser Auftrag wurde von einem anonymen CSEC-Mitglied hinzugefügt. Auch wenn es möglich ist, diesen Identität festzustellen, bittet CSEC darum, die Privatsphäre und Anonymität seiner Mitglieder zu respektieren und diese nicht zu tun. Natürlich. Auftrag. Ein ehemaliger Mitarbeiter möchte die akademische Aufzeichnung seines Arbeitgebers von allen Abschlüssen bereinigt haben. Name Jacob Stevens. Wichtig, achte darauf, deine Spuren zu vernichten. Was willst du denn? Nee, was? Aufzeichnung löschen. Name. Okay. Connect 129.67.0.11. Probe. Eintrag suchen, den Jacob. Ups. Ich war jetzt so beschäftigt, dass man mit Tablet das Ganze vervollständigen kann. Also was willst du? Aufzeichnungen löschen. Oder die ganze Akte, oder wie? Der jetzige Rang ist 19. Okay. Einfach quasi die Ausbildung löschen. Was ich zwar den Sinn nicht verstehe, aber ja, wir haben es gemacht. Sonst noch irgendwas, was einfach werden sein sollte. So, nächster Auftrag: in ein EOS-System eindringen. Beschaffe Informationen über eine Zielperson. Der Klient glaubt, dass diese auf einem EOS-System gespeichert werden. Jo, das mache ich auch noch gern. Vor allem aus dem Bild klicken. Das macht auch funny. So. Jailbreak.
Es wurde eine Aussage gegeben, eine sogenannten Registrations-ID zu beschaffen. Diese wird auf dem EOS-Gerät gespeichert, das mit dem Laptop zur Zielperson synchronisiert ist. Wenn du die ID hast, schreib sie in die Antwort. Wir kümmern uns dann um den Rest. Viel Glück! Auftrag. Ja, nein. Ja, egal. So. Connect 48.177.250.139. So. Probe. Erstmal Web 80 SMTP 25. Scheiße. So. FTP Bones 21. Und SSH Cracker 22. Port Hack. So. Come on. Make it. Komm schon. Come on. Scan. Dann noch EOS Steven Scanner. Scheiße. Der braucht zu lang. DC. Kein DC. Probe. Warte mal, da weiß ich doch die Login-Daten. Admin und an. Shit, wie waren denn die Daten schon wieder? Alpine, genau. Admin Alpine. So. CDEOS. Welches Passwort müssen wir schon wieder haben? CDSys System Core Cut Courses Cut Runtime Bin ID ist so offensichtlich. Cat IDs. Steam Registration. AAX 1BB 7. Braucht ihr noch Steam Codes? Hier haben wir noch welche. So. CD Logs, zack, zack. CD Logs, zack, zack. Und CD Logs, zack, zack. So, alles mal gelöscht. Und so. Der letzte Klient hat einen Erfolg gemeldet und ist mit ihrer Arbeit zufrieden. Sie können, wir sind Platz Nummer 9. Wer hätte das gedacht? Aber schwer war es ja nicht, oder? Einem aufstrebenden Autor helfen. Ein aufstrebender Autor möchte sicher gehen, dass eines seiner Drehbücher einen Produzenten erreicht.
Ah ja. Ja, ich würde auch gerne mal meine Lottozahlen im Lotto sehen. Füge ein Drehbuchautor hat Probleme. Seine jüngste Arbeit an den Sekretären eines Produzenten vorbeizukriegen. Er möchte, dass wir in den Rechner des Produzenten eindringen und das Drehbuch in dessen Script-Ordner ablegen. Besagtes Drehbuch FOF Screenplay Doc wurde auf dem Crossroads-Server hochgeladen. Außerdem hat er ein konkurrierendes Drehbuch in verschlüsselter Form hochgeladen. Damit wir den Zielrechner bestimmen können. Dies liegt ebenfalls dort. Lade sein Werk in den Script-Ordner der Zielrechners hoch. Wie sonst auch kannst du mit Tab-Kommandos vollständigen. Upload bin, dann Tab und dir sollte eine Liste von Dateien für den Upload angezeigt werden. Viel Glück. Missionsübersicht. Zuerst mal das hier. Finde den Ursprung von und okay. Connect 3 umgekehrt 377854168999. So, CD Home, CD, SCD, SCP, FOF Doc, Tag Header, T2 Screenplay. Ich brauche ja nur den Header. Connect 3718. Ich habe den Punkt vergessen. 1872755. So, wollen wir mal schauen, was man da sieht. Probe. Analyse. 5 Stück, 6, also 6 Stück brauchen wir schon, um die Firewall-Codes zu analysieren. So, Sir, D, A, N, G, E und R. Danger. Webport 80 und SM2K 25. So. Was? Tja. Port-Hack. Also die Tab-Taste ist schon recht hilfreich, muss ich sagen. Achso. Upload. Home. FO Screenplay. Upload. Das sind also einfache Aufträge, ich glaub's nicht, Leute. Keine Herausforderung irgendwie. Oder bin ich einfach zu gut? Das könnte auch sein, ne? Dass ich einfach zu gut bin für das Spiel. Aber ich habe irgendwie, ja, momentan habe ich... Fehlt mir die Herausforderung. Das sind alles so relativ einfache Aufträge. Schwupps, schwupps und schon gemacht. Gratulation, ihr Letzter. Ich bin Platz Nummer 1. Ha. So.
Login. Füge eine Todestraktakte für ein Familienmitglied hinzu. Füge eine Todestraktakte für ein Familienmitglied zu. Ein Familienmitglied einer hingerichteten Person ist mit der Bitte an uns herangetreten, eine Todesstrafeakte auf die offizielle Liste zu setzen. Es scheint, als handelte es sich um ein zwielichtiges Verfahren. Sie haben stark angedeutet, dass er zu Unrecht verurteilt wurde und dass die fehlende Akte Teil der Bemühungen ist, dies zu verschleiern. Es hat jedenfalls dazu geführt, dass die Akte nicht auf der offiziellen Liste erscheint. In Ihren Worten, wir möchten, dass wenigstens seine letzten Worte erhalten bleiben. Okay, ja. Das können wir auch noch machen. Sicher auch nicht so wirklich aufwendig. Wir hätten gern, dass eine Todestraktakte erstellt wird. Die Familie des Verstorbenen hat gebeten, dass der korrekte Eintrag zur Datenbank mit den folgenden Details hinzugefügt wird. Vorname John, Nachname Borman, letzte Worte I'm ready, warten. Die anderen Details sollten keine Rolle spielen, sollten sich aber an die anderen Akten anlehnen. Um diese zu erreichen, wurde eine Aktenvorlage auf den CSEC Asset Server hochgeladen in Home Templates. Wir empfehlen, diese zu kopieren, lokal zu bearbeiten und anschließend hochzuladen. Denke daran, die Datei richtig zu benennen, MV-Befehl, so dass sie den Namen und eine beliebige Aktennummer enthält. Eine Nachricht von dem Auftraggeber, vielen Dank für Ihre Hilfe. Alles, was mit dem Prozess zu tun hatte, war von Anfang an zwielichtig. Wir glauben noch immer fest daran, dass er unschuldig war und tun unser Bestes auch jetzt noch für diese Anerkennung zu kämpfen. Dennoch ist es eine Beleidigung an sein Andenken, nicht in die Datenbank zu sein. Wir wollen, dass wenigstens eine letzte Worte erhalten bleiben. Jo. Da wollen wir uns mal die Datei mal anschauen. 86.162. Wie heißt denn die Datei? Okay. Dion. CD Home, CD Templates. SCP Templates. Wie kann ich jetzt die bearbeiten? CD Home, Cat, Template Text. MV John Borman Hä? Ich verstehe einfach nicht, wie ich das machen muss. Das ist hochkompliziert, Leute. Ich hoffe, ich habe irgendwo eine Vorlage, wo ich weiß, wie das ausschauen sollte. John Borman. Haben wir den irgendwo hier?
Nee. Da wollen wir mal schauen, ob wir das hinbekommen. CD weg. Aber von wo nehme ich denn diese Zahl, wo hinten dran steht? Nachname, Vorname. Das ist ja alles okay. Earl Beringer, 914. Was ist das für eine Nummer, Mann? Also wir wollen das Aktennummer. Von wo kriege ich jetzt die Akten? Ja. Es wird empfohlen, dass Sie sich eine Kopie der Template-Textdateien besorgen, sie lokal bearbeiten und umbenennen, sodass die Datei dem vorgegebenen Schema entspricht, bevor Sie diese in Datenbank hochladen. Beispiel Dow Jones. Da ist es wahrscheinlich bevorzugt, alle Platzhalter in der Template-Datei zu ersetzen. Sollten Sie diese Methode verwenden, markieren Sie die Datei als aktiv. Verwenden Sie Replace ohne Verwendung des Dateinamens. Replace First Name John. Wiederholen Sie den zweiten Schritt, bis die Datei Ihnen vollständig entspricht. Benennen Sie die Datei um. MV Templates Dow Jones. Laden Sie die Datei in die Datenbank hoch. Verbinde dich mit dem Remote-Datenbank. Upload. Vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich in dem Ordner befinden, in dem die Datei hochgeladen werden soll. Ja, aber Aktennummer. Von wo kriege ich die Aktennummer? Ah je. Kann mir mal jemand sagen, wie die wo die Daten, also Fallnummer ist? Als Vorstand versuche ich mich auf diesem Computer einzuloggen. Einen Computer, über den ich die Kontrolle haben sollte. Aber das IT-Personal hat das schon wieder. Das ist nun schon viel zu oft passiert und es kostet unserem Unternehmen
eine kostbare Zeit. Von nun an wird das Passwort Texas belassen. Ein Entscheid, die ich persönlich getroffen habe. Das ist ein Pech. Hättest du es geändert, hätte ich mich nochmal einloggen müssen. Ich hinterlege dieses Memo an einem sicheren Ort für zukünftige Verweise. Ich habe ein Datum eingefügt, um dieses Dokument als Beweismaterial verwenden zu können, falls in Zukunft wieder jemand darauf besteht, dann meine Zeit zu verschwenden. Ich möchte mich nicht wiederholen. Verfasst am 2.4.2012. Brad Collier. Super, das bringt mich aber nicht weiter. Ich mache jetzt einfach 1, 2, 3, 4, 5, ne? Irgendwie so. Broke. Ich kann da also dementsprechend einfach irgendeine Nummer nehmen, oder wie? Scheint so, ne? Was sind das für Dateien? Cat Spencer Davis. Ja. Wir versuchen das mal. Wird schon schief gehen. Replace. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich schau mal. Replace Vorname. John. Klappt. Klappt, liebe Freunde. Okay. Replace. Schon mal ein guter Punkt. Nachname. Nachname. Aber groß, ne? Nachname. Zack. Burman. Record Number. Fuckity fuck. Record. Rückstrich. Num. Rückstrich. 1, 2, 3, 4, 5. 32. Ja, passt. Wura N. Okay, und jetzt noch. Ich sollte das noch wegnimmt. Letzte Unterstrich Worte I ready, Warden. Was? Replace? Was konntest du nicht finden? Hä?
Wie kann ich denn das, diesen Text dahin machen? Oh! Replace. I'm done in. I'm ready, Komma, Warden. Vielleicht klappt's ja, ne? Warden. Okay. CD, zack, zack. CD Home. MV. Templates to Borman John Klammer 1, 2, 3, 4, 5 Klammer zu. So. Ich weiß ja nicht, ob es passt, ne? Oh, so viele Server hier. Du hast keinen Überblick, welches das jetzt der Server ist, wo du brauchst. Nee, definitiv nicht. Du musst wieder in die Mails gehen und die scheiß IP-Adresse rausfinden. 168.151.178.4. So. Dir. Login. Zack. Zack. Ah, das weißt. CD. Dir. CDDR Bank. CD Records. Upload Home Borman zack MV Borman sag zu Borman unten Durchstrich Joan Scheiße, falsche Taste. So, 1, 2, 3, 4, 5 und so. Irgendwie sollte der doch hier drauf sein irgendwo, oder nicht? Oder habe ich etwas falsch gemacht? Gratuliere, die letzte Klientin hat einen Erfolg gemeldet und ist mit ihrer Arbeit zufrieden. Okay, anscheinend war das so korrekt. Glaube ich.
Anscheinend war das so korrekt. Okay. Wenn das korrekt ist so, dann ist ja alles gut. Ich würde mich halt trotzdem aber hier mal gerne mal überzeugen, ob das wirklich so gut ist. Ich finde ihn aber nicht. Ja, gut, Auftrag ist erledigt. Und wenn der Auftrag erledigt ist, wird wahrscheinlich alles gut sein. So. Also Soundtrack-technisch hat das Spiel auch nicht wirklich mehr zu bieten. Immer das Gleiche. Am Anfang war es ja noch amüsant, aber jetzt läuft immer nur das Gleiche. Nicht schön. So. Entschlüsselung einer sicheren Datei. Entschlüsselung einer sicheren Datei. Eine verschlüsselte Datei wurde an ein CSEC-Mitglied gesendet, welches zwar die nötigen Passwörter besitzt, jedoch kein Tool für die Entwicklung. Die ist ja zum Glück hochgeladen da, ne? Ich frage mich schon, wo das hier für wichtige zugelassen. Auftragsliste müsste doch... Naja. 2 Schiffe in der Nacht. Hi, ein Freund hat mir einige Details seines Jobs, an dem wir dran sind, zukommen lassen. Er hat sich jedoch verschlüsselt und ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich sie entschlüsseln kann. Sie sind auf dem Crossroad-Server unter C-Exe Contract abgelegt. Kannst du sie entschlüsseln und auf den Top-Server laden? Das Passwort sollte QuinnUp sein. Danke, CSEC Dan. Ja, könnte ich schon, ne? Also so schwer sollte das doch gar nicht sein. Zack, 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 zack. Dir, CD Home, SCP, C und ein Durchstrich. Zack. Ja, super. Das Passwort wird nicht angegeben hier, oder? Lade CSEC herunter, entschlüssele sie, lade sie entschlüsselte Datei hoch. Super. CD Home. Defender C-Exe Contract Tag. Eigentlich sollte das gar nicht gehen, weil das Passwort ja fehlt, ne? Ja, File Request Passwort. Ich dachte, da in der Missionsübersicht wäre das Passwort eingefügt, aber... Gwinoku. Ja. Jetzt sollte es kein Problem mehr sein, eigentlich diese Datei zu entschlüsseln. CD Home. DK first. C und Durchstrich Exe. Gwinoku. So. Ist wie WinRAR irgendwie. Operation complete. Text-Doku, okay. Ich weiß einfach die IP-Adressen dieser Server nicht. Connect 788259190. Upload. Home. CX6 Text. So, Upload. Voll den Müll, wo ich auf dem PC wieder habe. Unglaublich. So. Ja. Aus dem Spiel gehen wir raus. Ja, genau. So. Wir machen diesen Auftrag noch fertig und dann gehe ich nochmal schnell in eine AFK-Pause. 5 Stunden sind wir schon, also fast 6 Stunden sind wir schon am Streamen.
Ja, aber die sind sowieso alle glücklich und wissen nicht, was tun. So. Jetzt haben wir noch einen Auftrag und den Unebook. Unebook. Genau, diesen Auftrag werden wir nachher ausfüllen und dann werden wir mal weiter schauen, wie es weitergeht. Bis dahin, tschüss.
So, machen wir weiter. Haben ja nichts Besseres zu tun. So. Wir nehmen den letzten Auftrag entgegen. Project Unibook. Eine unglaublich heikle Situation erfordert es, einen erfahrenen Agenten zu involvieren, der einwilligt, einige fragwürdige Aktionen für eine Person in Not durchzuführen. Und ich wusste es, dass wir kriminell werden. So, wir haben ja sonst keine Aufträge mehr. Project Unibook. Oh, neue Musik. Nice, endlich mal Abwechslung. Hacker! Dies ist keine normale Anfrage und wir weigern uns, sie so zu behandeln. Wir wurden gebeten, Sterbehilfe zu leisten. Was? Natürlich haben wir die Situation gründlich überprüft und auch außenstehenden Hackern darum gebeten, um nicht zu viel Verdacht zu erregen. Und sind zu diesem Ergebnis gelangt. Der betroffene Elliot White liegt im Krankenhaus und leidet unter enormen Schmerzen. Dennoch wird ihm der Wunsch nach dem Tod verwehrt. Ein gescheiterter Versuch seitens der Angehörigen, ihm diesen Wunsch zu erfüllen, hat es ihnen unmöglich gemacht, diesen Angelegenheiten selbst zu regeln, weswegen sie nun diesen Weg einschlagen. Der Patient besitzt einen Herzschrittmacher, der mit ausreichender Zertifikaten Fernzugriff zulässt. Die Familie sieht darin die beste Möglichkeit, sein Leiden zu beenden. What the hell? Ich wusste bis dato mal nicht, dass Hacker die Möglichkeit haben, in solche Elektronik einzugreifen und quasi dafür sorgen, dass man stirbt. Das ist mir... Boah, Alter, das ist ja... Wenn das wirklich in Wirklichkeit auch gehen würde, ist das ja eine Katastrophe. Alter Schwede. Natürlich können wir nachvollziehen, wenn du nicht involviert sein möchtest. Antwortet mit Danny und wir werden dich aus diesem Projekt entfernen. Wenn du dich darüber entscheiden solltest, uns in diesen Angelegenheiten zu helfen, solltest du wissen, dass du vermutlich viel experimentieren musst, da so etwas, soweit wir wissen, noch nie zuvor versucht wurde. Wir empfehlen, mit der medizinischen Aufzeichnung des Ziels zu beginnen, den Chip zu identifizieren, nach dessen Hersteller herauszufinden und von dort aus fortzufahren. What the hell? Ha. Boah. Ja, ja. Ja. Wir nehmen es an. Ich bin eigentlich, was den Tod anbelangt, eigentlich, ja, da bin ich eigentlich dafür, dass Leute, die Qualen erleiden, auch den schnellen Tod dürfen haben. What? Hallo? Medica. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, sollte das sein, ne? Medicaid. Yay, klappt. 4 Ports. Web 80. SMTP 25. FTP 21. Und SQL
1433. Porthack. Ha, was für ein Auftrag, liebe Freunde. Ich bin echt gespannt, ob es geht. Nein. Wie kann ich denn jetzt zurück? Ach, zurück zum Menü. So, wie heißt er denn? Elliot. Ach komm schon. Elliot White. Bloodtyp BO. Allergies, keine Active Prescriptions. Alter, ach wie geil ist das denn? 55 Jahre ist er. Ein junger Mann. Investments X5 Heart Rate Regulation. Record Visit to London Public Hospital. Schade, das ist auf Englisch. Due to recurring and critical treatment problems in the patient's heart, they have been fitted with a pacemaker that can allow some fine-tuning to account for unknown variables like reference, pacemaker contact ID, documentation and notes, extra details before taking an action that might risk the pacemaker or performing an investigation to contact the manifest of confirms status. Gut, wir machen uns hier eine Notiz. Pacemaker 2026141521 und die Dokumentation schauen wir uns jetzt mal an. 6696148. Kelly's Biotech ist ein international anerkannter die Produktion von Medizin und Original Equipment Manufacturers OME. Vom Design bis zur Produktion ist Kelly's Biotech Marktführer für medizinische Implantate mit einem besonderen Fokus auf sogenannte Microdivisions und deren Bedienelemente. Unsere Produktion genügt den höchsten Standards und garantiert absolut Zuverlässigkeit und Sicherheit. Dann, wenn es um Ihre Gesundheit geht, gibt es für uns keinen Kompromiss. Serververbindung. Diese Auskunftsdatenbank nutzt Kellys firmeneigene Air-Context-Technologie und wird nur Information anzeigen, die für Ihr Gerät und Ihre Gesundheit relevant sind. Die Adresse bzw. der Account, mit der Sie diesen Server aufrufen, ist für die Bestimmung der für relevanten Inhalte richtig und sollte daher sicher aufbewahrt werden. Okay. Schrittmacher 2 auf Fernwartung und Tools. Hier werden die Herzmonitore und Update-Funktionen des V2 44 Herzschrittmachers näher beschrieben. Für generelle Informationen kontrollieren Sie bitte das mitgelieferte Handbuch. Sollten Sie dieses nicht erhalten oder verloren haben, fordern Sie bitte eine neue Kopie an. Ich kann hier keine Mails versenden, oder?
Der Kerlis Biotech V244 Herzschrittmacher im folgenden Schrittmacher wurde für Patienten entwickelt, deren Gesundheit stark gefährdet ist oder durchgehende Überwachung ihrer Herzfunktion benötigen, aber nicht in einem Krankenhaus bleiben können. Der Schrittmacher erlaubt die Verbindung zu einem außenstehenden System und gibt in Echtzeit einen Überblick über die EKG-Daten und bietet einige Updates-Tools in Betracht der Wichtigkeit eines reibungslosen Betriebs und einer 0% Ausfallquote. Ist das System gesichert, um nur Updates auszuführen, die von einem speziellen Building-Server unserer Softwareentwicklers digital signiert wurden. Updates werden in der Regel nur auf Anfrage durchgeführt, um beispielsweise die Stimulationsfrequenz in Änderungen im Herzrhythmus anzupassen. Jetzt wird es wirklich interessant. Kerlis Chipsätze erlauben so Updates, ohne dass weitere Operationen nötig sind. Obwohl früher Chipsätze eine manuelle Update-Funktion besaßen, wurde diese aus Sicherheitsgründen entfernt, so dass der Chipsatz nur Änderungen über Firmware-Update akzeptiert, welche der Fernwartung geschehen und so Operationen überflüssig machen. Sollten Sie ein Firmware-Update benötigen, wenden Sie sich bitte an den Ihnen zugewiesenen Kerlis Biotech Ansprechpartner. Dieser wird Ihnen dann bei der Planung zur Seite stehen. Also ich sehe schon, wir müssen wahrscheinlich ein Firmware-Update machen, wo wir quasi eine Hintertür einbauen können, um auf den Herzschrittmacher zu kommen. Hier werden die Sicherheitsmechanismen des V244 Herzschrittmachers näher beschrieben. Für generelle Informationen konsumieren Sie blablabla. Um nach dem Erhalt Ihres signierten Binary-Paket ein Firmware-Update auszuführen, sind einige Schritte nötig. Als erstes müssen Sie sich über die dem Chip zugewiesene IP mit dem Schrittmacher verbinden. Danach müssen Sie sich als Administrator anmelden. Die Zugangsdaten werden auf Anfrage zugewiesen. Die Anmeldung erfolgt über Kerlis firmeneigene Microport Protect System, Port 6652. Nach der Anmeldung erhalten Sie Zugriff auf den Herzmonitor, welcher das Einsehen des EKGs erlaubt. Für eine Firmware-Update wird ein zweiter Login benötigt, dessen Zugangsdaten nur unsere zertifizierten Softwareentwickler bekannt ist. Waren beide Login erfolgreich, kann ein Update auf den Chip hochgeladen und aktiviert werden, was automatisch und ohne Gefahr für den Patienten einen Soft Reset auslöst und die neue Firmware startet. Okay, soweit auch klar. Es gibt zwei Logins, wo wir beachten müssen. Die Firmware des V244 Chipsets wurde von Eidolon Soft entwickelt. Versionsverwaltung, Anfrage und Updates werden vom Zentralserver verarbeitet. Jetzt müssen wir ein paar Notizen machen, weil ich kann mir diese IP-Adressen alle nicht auswendig lernen. Da der Chipsatz nur Firmware-Builds, die von unserem System stammen und mit unserem Schlüssel signiert sind, ausführt, kann kein Dritter funktionierende Codes zu unserer Chipsätze produzieren. Es sei denn, dieser wird von Eidolon kompiliert. Sollten Probleme mit dem Herzmonitor-Interface oder der Verwartung auftreten, sollten Sie Berichte und/oder Anfragen an Eidolon Soft gerichtet werden. Okay. Dann werden wir uns mal hier einloggen. Da müssen wir uns wahrscheinlich öfters einloggen, beziehungsweise
Biogel. Web 80. SMTP 25. Scheiße. FTP-Port 21. Ich schaff's nicht. Also nicht jetzt. Aber ich habe jetzt das Passwort geknackt von... Scheiße. Connect 6669147.84 Probe. So. Okay, die Ports sind offen und okay, das ist schon mal SMTP 25, SSH Crack 22. Das ist schon mal beruhigend, dass die Sachen noch offen sind. Somit können wir das schon mal ignorieren, denn wir haben das schon. Portag Firewall Solution akzeptiert. Scan. Okay. DC. So. So. Dir. CD Home. CD zack. CD Bin. CD zack. CD RSG Board. Finde ich, glaube ich, nichts hier wirklich. Listening, Schrittmacher, so. Das ist das, was ich schon gesehen habe. CD Closed. Da finde ich nichts. Da finde ich nichts. Wir gehen mal auf die Firmware-Seite. Es wird richtig spannend, Leute. Komplexer und... Ja. Okay, Web 80, SSH 22, SM 25, sobald einer weg ist. So. Und FTP 21 kann ich nicht machen, logisch. Portag schon mal vorbereiten. So, come on. Oh, hab Hunger. Kann ich denn mit den Sachen alles machen? Wo ein Unit-Test auf dem Chip ausgeführt wird, muss als Teil einer Testreihe ein SOC-Signal-Check durchgeführt werden. Verbinden Sie dazu den Chip mit der... Lassen Sie die Cycle-Test als Firma laufen. Der Cycle-Tester schlichtet alle übrigen Outputs, um sicher zu sein, dass die Ich glaube, ich suche schon zu weit.
Wenn der Programm abgeschlossen ist, werden alle Daten in die Testmaschine übermittelt, worauf die Schrittmacher-Flash und die neue Firmware überspielen werden können. Achtung, neueste signierte Testversion, Peacemaker Firmware Cycle Test DLL, nicht Upgrade für den Vertrieb übertragen. Um von dem Chip ausgeführt werden zu können, ist der Cycle Test signiert. Das heißt, es sollte penibel darauf geachtet werden, dass er nicht in einem Output-Verzeichnis bleibt. Scheiße. CD-Test. STP Peacemaker Tag. CD, zack. SCP KP Firmware 1.1 Download. CD CD intern Goals Text Item Security Notes CAT Item Security SCP Item Security Codes. Laden wir uns mal runter, dann haben wir genug Zeit bei uns zu Hause, das Ganze nochmal durchzulesen. Account Admin Channel Administrator 1 DC. So, gehen wir nochmal drauf, ohne dass wir jetzt im Stress sind. Okay, CD Intake. Human Caption Integration Channel has a project focuses. Ja, wir brauchen die Kellys, weil das ist die Marke des Schrittmachers. Internals, CAT, Goals, Progressive Cross-Unit Qualitätsfaktor Maximierung, unverwechselbar, Next Gen, ich lese sie doch mal hier. Wie während der Besprechung hervorgegangen ist, braucht unser Support-Team vorübergehend Zugang zu unserem System, um Wartungsarbeiten vor Ort durchführen zu können. Dazu wurde ein E-Admin Eidolon Support Admin Account auf allen neuen Produkten angelegt. Der Account bietet Vollzugang und Debugging-Funktionen und wird auf allen Modellen und Firmware-Versionen eingesetzt werden. Was es dem Support-Team die Arbeit erleichtert sollte. Das bedeutet aber auch für unseren Vertrieb, dass darauf geachtet werden muss, den Account auf allen Geräten anzulegen bzw. dem Setup hinzuzufügen. Kata. Da war mir klar, oder? CD. Nein, CD. Ja, hier können wir eigentlich nichts mehr machen. Also die Logs mal löschen. Connect. Monitoransicht. Aha, okay, das ist...
Port kann ich nicht öffnen, aber ich habe jetzt die Zugangsdaten. Ich muss die nur schnell abschreiben. Benutzer eadmin admin 10 6 so. Ah, shit. Ich will jetzt noch mal was probieren, Mensch. Nö. Ich dachte schon irgendwie, jetzt würde das CD-ROM-Laufwerk von mir automatisch aufgehen. Das wäre jetzt voll geil gewesen, wenn man das so machen könnte. Lol. Nee, oder? Ich glaub's nicht. Das funktioniert wirklich, Leute. Das funktioniert. Ich kann jetzt hier mit OpenCD Tries mache ich hier mal. Funktioniert echt. Ich nehme die Webcam nicht mehr. Aber jetzt hat er. Das ist so geil. Jetzt hat er wirklich mein CD-ROM gemacht. Jetzt hat er sie geschlossen. Wahnsinn. Wow. Was die Entwickler hier sich gedacht haben, Mensch. Wow, mein Gott, ey, Leute. What the hell? Okay. Langsam hat mir das Spiel echt Angst. Das ist wirklich nur ein Spiel, oder? Ich hoffe mal, weil ansonsten, wenn jetzt morgen da die Polizei vor meiner Tür steht, weiß ich, ist kein Spiel. Nee, das wäre voll krass, wenn man in Wirklichkeit hackt und man das in ein Spiel eingebaut hätte. Das wäre abartig. Scheiße. War ja klar, dass das Ganze nicht gespeichert ist. Unglaublich, wieso werden die Sachen nicht gespeichert? Manu. Aber ach so, ja, scannen will ich ja. Wobei, ich habe ihn schon gefunden.
Gern. Connect 66 14784. Das ist den da, okay. Hier. CD Home Production, CD Production. Kelly's Medipack 2. Kill, ne. Cat. CD Output. KBT Port Test, 3D Port Test. Cat 3D Port Test. Der Kelly Biotech Port Tester KPTPT ist ein Tool zur Überprüfung der Belastbarkeit des Kelly Medical Standard Ports. Das Tool kann bei einem Hardware-Paket eingesetzt werden, um die Funktionalität zu überprüfen. Es ist so ausgelegt, dass es den Port mit Traffics flutet, auch wenn außenstehende Maschinen von dem einen Teil vom... Sag mal, haben die ein eigenes Cracking-Dings programmiert, um den Port zu überlasten oder was? Grüß dich, Toni! Herzlich willkommen bei mir auf dem Stream. Es ist so, von dem ein Teil vom Programm selbst herangezogen wird. Es sollte offensichtlich sein, dass es nicht auf bei Patienten eingesetzten Geräten ausgeführt werden sollte, da auch wenn die Geräte von Kellys vor Ort getestet werden, eine unnötige Belastung von Code und Komponenten, für welche das Programm erstellt wird, kein neues Verhalten erstellt. Okay. Das Programm sollte mit großer Sorgfalt ausgewählt werden. Lokale Kopien werden mit einem Seriennummer versehen und nach der Auslieferung streng überwacht. Dann wird dieses Dokument zugeliefert. Aha. Aha. SCP, KPTP, zack. Laden wir uns doch mal runter. Man weiß ja nie, für was das man braucht. CD Bin, nix gut. CD Log, RMX Log Files löschen, Spuren löschen. So. Connect. Ich will nur mal was testen. 202 614 1219. Zack. Probe. Medical Service. Was habe ich denn jetzt runtergeladen? KBT Port Tester 104. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das ist das Einzige, was ich gefunden habe. Also hat funktioniert, unglaublich. Portag. Unglaublich, liebe Freunde, unglaublich. Was sie wieder hier abliefern. Unglaublich, liebe Freunde, was das Spiel alles macht hier. Unglaublich, was die Entwickler da produziert haben. Ey. Das ist ja absolut nicht wahr. Das gibt's nicht, liebe Freunde, das gibt's nicht. Nochmal, Tanz. Ohne Abstand.
Ich weiß nicht, was ich da mache, liebe Freunde, aber ich mache es einfach. Wir müssen einfach irgendwie schauen, wie wir diesen Herzschrittmacher manipulieren können, sodass er nicht mehr schlägt. Also wir sind nun, haben Zugang zum Herzschrittmacher von diesem Elliot. Cat Regime. Alle Daten in diesem Ordner werden vom Schrittmacher erkannt und können über die UI als Firmware-Patch ausgeführt werden, sofern die Datei eine gültige Signatur hat. Um den Chip per Firmware zu patchen, ladet die Firmware dann via Upload lokal diesen Ordner hoch. Wie kann ich jetzt diese Firmware Wie kann ich jetzt diese Firmware manipulieren? Boah! Alter Schwede, da habt ihr euch aber jetzt wirklich was ausgedacht, ey. Fuck! Fuck! Entschuldigung. War keine Absicht. Scheiße. Ich hoffe, ihr habt alle noch eure Ohren. Das war absolut wirklich keine Absicht von mir. Sorry. Excuse, tut mir leid, sorry. Oh, fuck. Was ist der Sequenzer, bitteschön? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Leute, gebt mir mal einen Tipp, was soll ich noch tun? Boah.
nee, das ist ich weiß nicht, was das ist. Das ist der Port-Hacker. Synergistic Cloud Clay Sailing Breaker App. Das ist was ganz anderes. Ich brauche ein KDBS. Mensch. Tester. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Bevor Achtung, das was nicht auf Gerät für den Vertrieb übertragen. So, nehmen wir das. Ich muss erstmal hier meine Spuren verwischen. So. Connect 202 614 1219 hier DD Upload Home Peacemaker, zack, zack. Schauen wir mal. Hier, CD, zack, CD, zack, zack. Hier. Oh, Home. Nee, so. Herzmonitor. Monitoransicht. Firmware. Unzulässige Firmware. Zulässige Firmware und aktuelle Firmware. So. Die soll ja nicht auf die Geräte. Ich weiß nicht warum. Wir spielen hier mit dem Leben eines jungen Mannes. Das ist abartig. Scheiße. Scheiße. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck.
Scheiße, was haben wir getan, ey? What the hell? Scheiße. Alter, mein Gott, ey. Was haben wir nur getan? Haben wir jetzt wirklich das Richtige getan? Haben wir wirklich das Richtige getan? What the hell? What the hell? Fuck, wir haben es wirklich getan. Oh mein Gott, nach 6,5 Stunden Streamen haben wir es doch wirklich so weit gebracht, dass wir einen Menschen in den Tod gebracht haben. Gratuliere, der letzte Klient war erfolgreich. Ja. Und das waren nur Daten, was wir bekommen haben. Wir wissen ja nicht mal, oder wir wussten nicht mal, ob es wirklich so ist, ob dieser Mensch wirklich Schmerzen hatte, ob er wirklich sterben wollte. Alter Schwede. Schon grausam, zu was das ein Hacker eigentlich wirklich in der Lage ist. Das ist auch beängstigend in der heutigen Zeit. Suche nach der Datei bin TK Tracer Killer. Entschlüssel sie mit dem Passwort DX122DX. Wenn du eine Kopie hast, antworte mir wieder. Wie immer sind die Admins etwas paranoid, was deren Sicherheit betrifft. Also werden sie es anonym zu mir weiterleiten. Mir egal, antworte mir einfach, wenn du bereit bist. Und ich lasse dich wissen, was als nächstes zu tun ist. Oh Mann, liebe Freunde, das Spiel, das hat einfach so einen totalen Anreiz. Es ist zwar mühsam hier zu sitzen nach 6 Stunden und mir tut schon alles weh, aber das Spiel, das ist mega Hammer, ey. Alter, oh mein Gott, das Spiel ist, boah, Alter, ich kann gar nicht aufhören. Das ist so eine Sucht hier. Das Teil, ja. Das Spiel macht süchtig, liebe Freunde, ich sag's euch. Ich habe das Passwort wieder vergessen. Mann, oh. Ernsthaft? Boah, das war ein Fall, der... Was? Nee, Kinder. DX122DX. So. Komm, wo bist du? Upload? Nee, nicht Upload. Log. Wieso kann der sich nicht eingeloggt halten? Kiefer Tracer Killer DX122DX.
So. STP Tracer. Wahrscheinlich Excel, ne? Jawohl. So. Very good. Ich hab's. Kann weitergehen. Alter, der Auftrag vorhin war ja voll heavy. Aufhören! 30 Kilo, Wiedernahme schon vermuten lässt, leitet, wenn es aktiv ist, aktive Trace um. Dies sollte deine Arbeit sehr erleichtern. Lass uns anfangen. Ich habe zu deinem Fund etwas recherchiert. Die Nachricht. Du hast sie auch gelesen. Er wusste, was los war. Wie auch immer, alleine die Idee, dass seine Arbeit damit zu tun hat, ist schon mal ein Anfang. Wie auch immer. Ich habe eine paar Spuren verfolgt. Ich habe eine paar Spuren verfolgt und habe eine kleine Liste mit seinen Servern zusammengestellt. Keine Ahnung, wie viele davon als virtuelle Maschinen auf seinem Computer laufen, aber es ist einmal ein guter Anfang. Den vielversprechendsten Server habe ich am Ende verlinkt. Es ist ein privater Arbeitsserver, den er anscheinend als privaten Hostserver für Versionskopien seines Arbeitsdaten verwendet hat. Das könnte ein Hinweis sein. Wer behält schon private Backups der Backups einer Firma? Ich kann mir nur 3 Gründe vorstellen. Entweder du bist dafür verantwortlich, wenn jemand was versaut, bist von inkompetenten Leuten umgeben, möchtest auf Nummer sicher gehen und benötigst deshalb die Backups und Logs aus rechtlichen Gründen, oder du bist aus irgendeinem Grund besorgt und möchtest die Datensätze haben für den Fall, dass etwas schief läuft. Aus welchem Grund auch immer, es scheint der richtige Ort zu sein, um sich mal umzusehen. Überprüfst du das? Hab selbst schon gesucht, es hat sich aber nichts ergeben, kann den Datenmüll nicht entschlüsseln. Lass mich wissen, wenn du etwas findest, und schick mir die IP vor allem, was dir suspekt erscheint. Okay. Alter Schwede, die Story, also einfach die Aufmachung des ganzen Spiels ist wahnsinnig geil gemacht, liebe Freunde. Absolut ein Hoch auf die Entwickler, mir gefällt das Spiel absolut. Es ist grafisch zwar voll, ja, nicht aufwendig, viel Text und so weiter, immer das gleiche Bild und so, aber von der Spielmotorik und so weiter absolut hammergeil. Absolut hammergeil. Ja, Entschuldigung. Ich wollte doch eigentlich hier hin. Mensch. Das Problem ist aber, der braucht all meinen Speicherplatz. Na, ich schau mal. Ähm, 4 Ports. Webserver 80. Geht nicht. Geht nicht. Speicher voll. Na, dann machen wir halt mal die kleinen. Nicht genügend Speicher. Willst du mich jetzt verarschen? Ne, das SQL, das ist auch ein großer. Ja, ist gut. Web
Mail 80. SQL 1433 gemacht, ja, macht er schon. SMTP 25, so. Port-Hack. So. Bit, was hast du nur gemacht? Scheiße, der braucht so viel mal. Der braucht so viele Ressourcen, dieser Tracer Killer. Das ist unglaublich. Eins, 4, 7, so. Oh. Okay, ich weiß Bescheid. Webport 80, SSH 22, scheiße 22, FTP Port 21, SMTP 25, 25 und das sollte jetzt eigentlich alles sein, oder? Port-Hack, jo. Tracer Killer. Komm schon, weg. So. Dir. CD Home. CD Work. December HR. Ich vergesse immer, dass wir ja die Zugangsdaten dann schon haben und ich den Hack irgendwie lustigerweise nochmal will machen. So, okay, CD Home, CD Work, Decky, Deck. Ich hoffe, der hat kein Passwort. Scheiße. Intake TM Reposition Backup 156.151.59.35 Notes. Eins fünf sechs Punkt 151.59.35. So. Okay, CD, zack, CD News 99, Cat, Quatsch, Cat IAC 28, zack, Dead Man's Hand, haha, gestern Nacht, da haben Pitte und ich erstmal seine Verlobung gefeiert. Mann, waren wir voll. Und da hatten wir die tolle Idee, uns am Strand einzugraben und wollten sehen, wer als erstes abhaut. What? Okay, was die für Spiele haben. Mensch. Und nach so einer halben Stunde, da stand mir das Wasser komplett im Gesicht, da habe ich Panik gekriegt. Und Pette muss wohl vor mir Schiss gekriegt haben und alleine nach Hause gegangen sein. Was hat er eigentlich heute Morgen dazu gesagt? Der ist gestern nicht nach Hause gekommen. Ich dachte, er ist bei dir.
Oh verdammt. Ich hoffe, mein Verdacht ist gerade nur ein Hirngespenst. Ich laufe mal eben zum Strand. Wenn er nach Hause kommt, sag mir Bescheid. Ich mache mir sonst Sorgen. Mache ich. Ich hoffe für dich, dass er nicht noch am Strand liegt. Dann hast du ein Problem. Quit. What the fuck? Peter ist gestern nach Hause gekommen. Können wir sich heute den ganzen Tag wegen diesem Mist sorgen? What the fuck? Peter ist gestern... So eine Drecksau. Alter Scheiße. Haha, yep. Aber ich genieße es, solange er es noch nicht erfährt. Ken, der Arsch hat mich gestern Nacht am Strand verbuddelt. Bin nach 5 Minuten abgehauen, habe ihn da wie ein Trottel stehen lassen. Peter, Ken ist gestern nicht nach Hause gekommen. Oh fuck, wenn er wieder auftaucht, sag ihm nicht, dass ich am Strand nach seiner Leiche grabe. Er soll nicht glauben, ich sorge mich um ihn. Woffel, die zwei werden ja gleich staunen, wie romantisch. Das Timing war einfach unglaublich. Was für Dreckschweine da der Typ als Kollegen hatte. Das ist ja wirklich, das ist ja voll gemein, ey. Alter, solche Kollegen brauchst du echt nicht. Derf09, meine Freundin hat mich verlassen und mir Fotos von ihr und ihrem neuen Lama geschickt, wo sie in der Kiste waren. Och, auch? Yeah, hab sie ihrem Vater geschickt. Also ich weiß ja nicht, das ist wahrscheinlich ein Grund, warum der sie nicht in IRC-Chat mehr bin, weil so ein Scheiß da diskutiert wird. Ach Gott. Aber ich mag die, ich mag's. Also ich mag die Unterhaltung, die man hier liest. Agent Smith, it seems you have been leading 2 levels. Mr. Anderson, in your life you are Robert Anderson, assistant cook at the Jack in the Box in Mesquite. In the auto you go by the chat alias Anderson, spreading homosexual propaganda, lying and being a generally emerging past. None of this has a future. LMAO, oh my fucking god. Where's the phone? I have to tell Dane about this. How can you use the phone when you cannot speak? Against Mirstead Mode plus M. Okay. Nicht alles verstanden, aber ja, auch nice. CD zack, CD bin. Log, rn, rm, remove, all. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon reicht, wenn ich dem jetzt diese IP-Adresse gebe. Ich versuch's mal. Doch. Ich spiele dieses Spiel schon eine ganze Weile, aber sowas ist mir noch nie untergekommen. Es ist zwar noch etwas zu früh, um es als unknackbar zu bezeichnen, aber das ist neu, anders. Entech, Sie machen was, ein mittelmäßiges Virenschutzprogramm. Wenn Sie das hier verkaufen würden, wären Sie sehr schnell sehr reich. Schau mal, das Frontend ist nichts Besonderes. Ich klopfe das mal seitens des Webservers ab. Mal sehen, wann ich auf das neue Zeug stoße. Es ist auf jeden Fall so tief drin, dass man davon ausgehen kann, dass sie es verstecken wollen. Keine Ahnung warum. Es sieht ziemlich schwer zu knacken aus. Und wirkt auch neu und protzig. Unternehmen lieben solchen Kram. Und das Machen ist super verdächtig. Schau mal, wie weit du auf deiner Seite kommst. Vielleicht liegt es an mir, aber das scheint eine noch heißere Spur zu sein, als ich es mir je erträumt hatte. Schubst mich an, wenn du meinst, du bist so weit gekommen, wie es dir möglich war. Sei gründlich.
Okay. Ja, jetzt fängt der Spaß doch wirklich an. Also jetzt wird's doch recht amüsant. Also amüsant nicht, aber jetzt wird's tricky. Also jetzt muss man wirklich überlegen, wie man vorgeht. Antech. Probe. HTTP. Ich glaube, der hat sicher einen Tracer drauf. Ist so. SSH 22, SMTPQ 25, FTP 21, 25, Porthack. Boah, der FTP-Dings, der braucht ja eine Ewigkeit. Das ist ja unglaublich. So. Passwort Fund. DC Connect 129614138. Dir. Achso. CD Scan. What the hell? Endlich Mailserver, End Workstation, endlich Zeus. Okay. CD Home. CD News 5. CD Zack, CD News Reset. Cat Data Thing. So, das habe ich mir schon gedacht. Cat IRC Log. Hey, wenn du hier dein Passwort eingibst, wird es mit Stern gekeilt. Schau. 102, ich sehe keine Sterne. Lol. So sieht das bei mir aus. Tatsächlich? Ja, wirklich. Du kannst mir mal den Hunter 2 mit Hunter 2 einschmieren. Aha, wie sieht das aus? Lol, wenn du Hunter 2 eingibst, sehen wir Sternchen. Cool, ich wusste nicht, dass ihr das kann. Jupp, und egal wie oft du Hunter 2 schreibst, wir sehen nur Sterne. Klasse halt, woher weißt du mein Baby? Ich habe nur dein Sternchen kapiert und du siehst sie als Hunter 2. Weiß halt dein Baby ist. Oh, okay. Lol, scheiße, ist ja dämlich. Ja, scheiße, ist ja dämlich. Alter, nee. Kann nicht wahr sein, oder? Oh Gott. Alter, die IRC-Chats sind einfach der große Hammer. Warte mal, ist ein Palitrum. Nein. Was? Okay. Muss man nicht verstehen. Web. Cat Index. Stil. Future and Digital Security. Nix. CD Logs. So, alles löschen. Dann nochmal Scan. Nochmal Scan. Notes. So, ich schreibe mir die zwei IPs auf. 176.65202 und die 156.151.000 und Connect diese 156.151.598
2, die Mail-Server, Entech, die kontaktiere ich jetzt. Entech Mail-Server. Probe. Was? What the hell? What the hell? So, mehr Zeit für die Passwörter hier rauszufinden. Für Crack benötige Port. Invitability Error. Ja, ja. F8 8 8 PM 6. Was? F88 PM 6. F88 PM6. F88 PM6. Ach so, ich habe 89 geschrieben. Ja, jetzt brauche ich erstmal ein paar Server. Shell. Ja, komm, einer reicht. Sag mal, den Server wollte ich doch gar nicht. Den wollte ich. So, einer, der braucht zwar eine Ewigkeit, aber passt schon. Ich glaube ja nicht, dass das 99 blablabla Ports, die geöffnet werden müssen, sein müssen. Ich öffne einfach mal alle und ich öffne einfach mal alle. SQ 1433. Ich meine, mehr als ich hier habe, kann ich ja gar nicht aufmachen, oder? Öffne mehr Ports. Wie viel Ports soll ich denn noch öffnen? Ich habe doch gar keine mehr. TC. So. Notes. Connect 73.176.65.202. Was? 73.176.65.202.
Hä? Habe ich da eine falsche IP abgesprochen? 173.176.65202. Nö. Falsche IP abgeschrieben. Connect 156.151.0.0. Probe SQL 1433. What the hell? Ja. Port-Hack geht nicht. DC. Connect. Ja, scheiße. Connect 156.151.0.0. Probe. Mann, jetzt ist das. Warte mal. SQL 1433 Port-Hack. Come on. Come on, come on, come on! Komm, 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 komm. DC. DC. Oh, alter Schwede, war das jetzt knapp, ey. Ah. 156.151.0.0. Nein! Alter, der hat doch jetzt das Passwort gehabt. Der hat ein Passwort gefunden, oder? Ich muss. Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Komm, 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 go, 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 go. Ja, go, go, go. Boah. Leute, 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 Leute. Boah. Alter. What the hell? Eine Sekunde hätte noch gefehlt und die hätten mich zurückverfolgt. Und wenn jetzt das scheiß Login nicht gespeichert... Alter, wieso wurde der scheiß Login nicht gespeichert? Ich schwöre, ich schreibe mir den jetzt auf. Ich schreibe mir den jetzt auf, liebe Freunde. Echt in die Notizen rein. Oder irgendwo, auf jeden Fall schreibe ich mir die Daten jetzt auf. So.
Schauen wir mal so rein. Da ist ja gar nichts. Da ist ja gar nichts. Scheiß fucking leerer Server. Fünf, neun, das ist alles meine. Nicht RN, RM. Mensch. Oh, Leute. Ich habe keine Übersicht mehr bei meinen Servern unten, ohne Spaß. Könnte mir mal jemand die IP-Adressen abschreiben? So, mal schauen, was hier für Sicherheit. Okay. Den kannst du gleich mal vergessen. 156.151.0.18. Okay, den kannst du auch vergessen. Rook, hi! Rookie, besser gesagt. Grüß dich, willkommen hier auf dem Stream. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, probieren wir mal diesen Key, diese IP aus. 28. Aber wahrscheinlich auch den können wir vergessen. Yep. Na, alles klar. Ja, bei mir alles klar. Bei dir auch. Ich bin schon seit 7,5 Stunden am Hacken rum, aber ja, ich kam einfach von dem Spiel nicht weg. Das Spiel ist einfach so geil gemacht und es juckt einfach in den Fingern weiterzumachen. Und ich kann einfach nicht aufhören. Weil immer, du willst immer was machen, das ist das Problem. Du willst weiterkommen, immer weiter. Wie lange machst du da jetzt? Da ich jetzt Zeit habe. Ja, ich habe keine Ahnung, wie lange das ich, also spätestens um 12 Uhr gehe ich offline, weil dann muss ich ins Bett. Aber wie lange das ich mache, weiß ich noch nicht. Aber ich bin sicher noch eine Zeit dran am Rumhacken, lieber Rookie. Ich weiß nicht mehr. Scheiße. So, erstmal das Passwort rausfinden von der Firewall. So. Quape 36. Quape 36. Das Problem ist, der Tracer Killer ist ja schon interessant. Aber ja, dann das ist noch praktisch. Filme schauen und mir zuschauen, das finde ich cool. Was schaust du denn für einen Film? Share. So, Connect 66. Nee, 66. Stimmt doch gar nicht. 156.
6.151.0.42. Probe. Hier habe ich irgendwo dieses Passwort vom Antivir. Trace Killer. Der ist SSHTP 22. Glaube ich aber nicht, dass das geht, weil hier der Speicherplatz zu wenig ist. Ne. Immer noch nicht, oder? Nee. Mann. Vorbild. Scheiße, ich habe doch keine Zeit. Oh, KP Report 104. Scheiße, das ist ein großer, langer Scheiße. Vorbilder, so heißt der Film. Ja, der Name sagt mir was. Scheiße. Komm schon! Komm on! Los, 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 Mann! Ah! Man merkt, es wird schwieriger. Es ist alles eng. Zeitlich gesehen. What the fuck, der Trace auf 35 Sekunden. Come on, come on! Ah, wunderbar. Das hat so ein bisschen besser funktioniert. Nee, also der andere, wo ich hatte, der war schlimmer. CD Home. CD New. Ich freue mich über die News-Dinger. 5.9. Leer. Wenn sie leer sind, freue ich mich nicht so drüber. Hallo. Ich will gerne mal ein bisschen Spaß haben. Ah, da. IRC. Nein. Get IRC 4. So. Extreme. Dummheit ist Amerikas größtes Problem. Ich sag ja nicht, man sollte Dummheit strafrechtlich verfolgen, aber warum entfernen wir nicht einfach alle Warnschilder und warten, bis das Problem sich selbst löst? Oh Mann, die Entwickler haben sich echt was einfallen lassen. Cat IRC 6. Oh mein Gott, it's stuck, what the fuck. Mein Mathelehrer heftet Burger King Bewerbungsformulare an schlechte Klausuren. What the fuck? Ja, hast du schon mal, hast du ja schon mal ein Bewerbungsschreiben vorliegen? Weißt du schon mal, wo du dich mindestens mal bewerben kannst? Auch wenn es nur beim Burger King ist. So geil. Ich sag's ja. Die Entwickler haben einen Sinn für Humor. Die Entwickler haben Sinn für Humor. Vor allem die IRC-Chats, die sind so hammergeil. Cassius Clay 13, also ich und mein Kumpel Brain waren gestern Nacht in einer Bar. Nun, er war ziemlich voll und musste auf einmal brechen. Also habe ich ihm zur Toilette geholfen, aber alle Kabinen waren belegt. LOL. Brain spielt Rugby, er ist also echt kräftig. Also tritt er einer der verdammten Türen ein und da sitzt so ein armer Kerl bei seinem Geschäft. Und Brain kotzt ihm total voll überall. Und dann denkt Brain sich so, ah fuck, wenn ich beim Kacken wäre und irgendwer käme rein und bricht mir quer übers Gesicht, dann würde ich alles machen. Da schlage ich besser zuerst zu. Also schlägt er ihm in das vollgekotzte Gesicht und läuft anschließend weg. Stell dir mal den armen Kerl vor. Schlimmste Nacht aller Zeiten. Scheiße. Oh. Yo, Hacker, genau. Oh, das ist hart. Alter Schwede.
Das ist hart. Wenn du da am Scheißen bist, dann geht plötzlich die Tür auf, einer kotzt über dich rüber. Haut dir noch eine in die Fresse rein und haut wieder ab. Aua! Scheiße, also ich bin froh, dass ich das nicht muss erleben. Nach was suche ich eigentlich jetzt hier? Ich weiß es nicht, ohne Spaß. Ich bin hier quer über den Netzwerken verteilt. Ich habe keine Ahnung, nach was das ich eigentlich suche. Wie besprochen sende ich Ihnen meine schriftliche Genehmigung, den Stream zu Ihrem eigenen Desktop offen halten zu dürfen. Speichern Sie am besten eine Kopie hiervon und zeigen Sie jedem, der diesbezüglich nachfragt. Falls Sie ihnen nicht glauben, schicken Sie sie zu mir. Für alle anderen, Mr. Giorioni, der Arbeitsplatz 008 bedient, hat eine ernste Herzleiden. Er benutzt Software zur Überwachung dieser Leidens. Die Daten zu seinem Arbeitsplatz sendet. Bei der Einrichtung waren wir ihm behilflich, so dass er im Fall einer notfalls weiterarbeiten kann. Wir haben außerordentliche Anstrengungen für Mr. Giorioni unternommen, um ihn an unserem neuen Arbeitsplatzplan zur Förderung von Vielfältigkeit zu integrieren. Falls noch weitere Fragen bezüglich dieser Aufgaben offen sind, können Sie dies an mich direkt richten. D-Tech, Herr HR Director. Na supi. Cat Store Server IPs. Storage Server IPs. Prometheus in Progress Projektspeicher. Romulus. Deployment. Cambular Server. So, wenn ihr jetzt mir helfen wollt, schreibt mal die IP-Adressen irgendwo ab. Ich habe langsam keinen Platz mehr. Punkt 1 und 12. Punkt 1.51.1.1 und 12. So. Du verstehst den Sinn des Spiels nicht, also du bist ein Hacker, wo quasi dich am Anfang erstmal ins Hacken rein verdienen musst, dich in eine Szene rein bringen musst und dann quasi eigentlich helfen musst, einen vermissten Hacker zu suchen, der sehr wahrscheinlich aber tot ist. Und du musst so quasi aufklären, warum, was mit dem passiert ist halt. Man muss sich halt hier durch die Systeme durchhacken und Informationen suchen und sammeln und so weiter, wo halt den Aufenthalt dieser Person könnte gewährleisten oder könnte sagen, wo diese Person ist, weil man diese Person sucht. Ja. So einfach ist das. Ja. Moment. Moment. Hast mich jetzt an einem scheißen Moment verwünscht. Nee, nicht ganz wie Watch Dogs. Watch Dogs ist mehr GTA, wo du rumrennen musst, schlägern musst und weiß nicht was. Hacknet ist ein reiner Hack-Simulator, wo du quasi am Rechner bist und du quasi halt dich via Codex und so weiter, also Codes, durcharbeiten musst. Also das, was du hier siehst, siehst du eigentlich die ganze Zeit. Die ganzen 7 Stunden, wo ich am Stream bin, hast du nur dieses Bild gesehen. Mehr oder weniger. Aber ich sag dir, es macht Laune, das Spiel.
Es macht wirklich Spaß. Also mir macht Spaß, ich komme nicht weg. Ich komme hier echt nicht weg. Mir macht das Spiel sowas von Fun. Und zwar... Ich weiß nicht, warum dass ich nicht wegkomme, aber ich komme einfach nicht weg. So, Spuren vernichten. Und dann connecten wir mal weiter auf die 1.5.6.1.5.0.42 bin ich jetzt da, oder? Ja. 50. Ja, das wird wahrscheinlich schon wieder ein sein, den man nicht hacken kann. Nein. 1, hopsala, connect auf die 1.5.6.1.5.1.1.1. Kann man auch nicht hacken. Scheiß Firewall. Nee, scheiß Antivirprogramm. Okay. 156.151.1.12. Auch nicht. Ne. Irgendwo. Also das Spiel gibt es bei Steam für 10 Euro, circa für 10 Euro und ich habe es für ungefähr 2 Euro gekauft bei G2A. Ja, also ich habe gefunden, ja, entweder ist es ein Scheißspiel oder es ist ein geiles Spiel. Ich investiere jetzt mal die 2 Euro und ich muss sagen, ich bereue es momentan echt nicht. Das ist wirklich, ich finde es super. Also. Auch wenn ich hier jetzt momentan meine Server hier suche, wo ich noch drauf connecten will. Nee. Nee, da brauchst du Admin reichen. Also für mich hat sich's gelohnt, weil mir macht das Spiel extrem Fun, echt. Entech Zeus. Aber den kann ich auch nicht hacken. Ach, das ist der Zeus. Scheiße, ich komme nicht weiter. Keine Ahnung warum. Und das macht es super verdächtig. Schau mal, wie weit du auf deiner Seite kommst. Vielleicht liegt es an mir, aber das scheint ein noch heiße Spur zu sein, als ich es mir hier erträumt hatte. Boah, jetzt wird es langsam echt schwierig. Ich weiß momentan echt nicht mehr weiter.
Shit. Ah, komm schon, Kuh. So. Das ist eben der, wo so ziemlich knapp wird. Aber da muss irgendwas drauf sein. Ach ne, das ist der, wo... Ja, komm hoch! Ah, fuck! Scheiße! Diese Aktion kann weder wiederholt noch zu einem anderen Zeitpunkt durchgeführt werden. Fuck! Shit, sie haben mich zurückverfolgt. So, Systemabsturz. So, ha. Okay. Oh. So, Crash It. Wir haben mal so schnell mal das System abgeschalten, damit sie uns nicht verfolgen können. Mein Gott. Das sind so Millisekunden, die entscheidend sind. Boah. Wir haben ja auch keine nützlichen Programme mehr. Wenn ich nur wüsste, was das der ist, der Sequencer. Kenne ich, aber ich mag das Spiel nicht so, lieber Rook. Weil ich finde es irgendwie nicht wirklich spannend, beziehungsweise gut gemacht, das Star Wars Battlefront. Aber wenn es dir Spaß macht, ist es alles okay. So. Du schaust Film, du spielst Battlefront. Mein Gott, du bist der... T1 TND Titan. Irgendwie sowas. So, dann Blizzard Update. Das ist ja gut. Nehmen wir den SSH Cracker 22, FTP Cracker 21,
Webbrowser 8. Scheiße. 80. So, hier bitte. Was? An! So. Und den SMTPQ 25er. Und dann Port-Hack. Und dann sind wir schon auf dem Server drauf. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Port-Hack. Come on. Come on. Come on. Come on. Make. Los! Boah. So. Dir. Gold-Themen-System. Ja, genau. Brauchen wir. Super, jetzt bin ich am Server und was bringt mir das? Ein Scan. Ein Scan bringt mir genau nichts. Irgendwas muss ich auf dem Mail-Server machen. Da komme ich nicht drauf, Mann, Freund. Dir. Oh. Hier habe ich irgendwo ein Passwort gesehen, wo ich noch darüber gelacht habe, wie dumm das der Typ ist. Und jetzt muss ich mir an den Kopf reichen und sagen, wie dumm bist denn du gewesen, dass du dir das Passwort nicht aufgeschrieben hast. Das ist einfach so geil, das müsst ihr euch echt mal durchlesen. Azure Diamant. Azure Diamant. Hunter 2. So. Auf dem Webserver. Irgendwas gibt es noch auf dem Webserver. Azure Diamant. Hunter 2. Admin. Hunter 2. Fuck. Ah, wie funktioniert denn der scheiß Sequencer, Mensch? Für was ist denn der gut? Kann mir mal da jemand bei Google irgendwie nachschauen, bei Hacknet Sequencer, für was der gut sein soll? Irgendwas ist auf dem Mail-Server noch zu tun.
Okay, jetzt fängt es langsam an, schwierig zu werden. Ja, dämlich, aber Admin AX 809 MSJ A. Admin AX 8899 MSJA. Nein, lol. Zurück. AX 889 MSJA. Das war total bekloppt. Admin AX 889 MSJA. Okay, Leute, bekloppt. CD Home, CD News Folder 377. Ja. Okay, die Data können wir nicht lesen. CD News 90. Die ist leer. CD News 39. Asegmented. Cat Asegmented. VK 7. Klasse. Filmanalyse. Aufgaben Blatt 4 bis zur 6. Woche. Was? Diese Woche haben wir im Unterricht die ersten Szenen aus der Human Centipede, der menschlichen Tausendfüßler, angesehen. Es soll nur eine Aufgabe sein, diese Frage über den Film zu beantworten. Denkt daran, eure Aufgabe pünktlich abzugeben. 6 Wochen. Ihr werdet auf einer Skala von 1 plus mehr als 85% bis 1 weniger als 85% benotet. Was? Aufgabe 1. Zu Beginn des Films werden 2 Mädchen von dem Verrückten entführt und grausamste Folter unterzogen. Was schauen denn die bitte schon für Filme? Wenn du in ihrer Situation wärst, wie würdest du dich fühlen und wann, wenn diese Gefühle eine Farbe wären, welche? Schreibe einen inneren Monolog. Alter, 7. Klasse. Alter. Was für eine Schule sind die, wo sowas... Nee, Aufgabe 2. Der Film wurde als 100% medizinisch korrekt beworben. Stimmst du dem zu? Recherchiere und gib 2 Fakten an, die deine Behauptung unterstützen. Schreibe anschließend einen neuen Monolog. Aufgabe 3. Fällt dir eine bessere Methode ein, einen menschlichen Tausendfüßler zu erzeugen, der weniger Nebenwirkungen als der im Film verursacht?
zeichne ein Diagramm und gib 2 medizinische Fakten dazu an. Schreibe außerdem einen inneren Monolog. Ja, ich schreibe auch gleich einen inneren Monolog. Was für eine Krankheit ist denn das hier? Alter, Mensch, ey. Alter, wohin das Spiel sich entwickelt, das ist ja wahnsinnig, was man hier alles lesen kann. Das ist ja... Boah, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Montana, yeah, Bad Kines. Oh, jetzt ist alles auf Englisch, haben die noch nicht ganz alles auf Deutsch übersetzt. Naja, gut, lassen wir den. Ist eh nicht relevant. Hier kommt. Mail, CD Account. Cat. CD Admin. Cat Account Infos. Okay, dann wollen wir mal. Login Admin AX 889 MSJA. Eingeloggt als Admin. Und was habe ich jetzt davon? Oh nein. Jetzt muss ich mich in jeden Scheiß einloggen und schauen, was da drin ist, oder was? Dann müssen wir das mal ein bisschen anders machen. Können wir die zwei nämlich löschen und jetzt nehmen wir hier Stanford Murloc 33. Die spielen World of Warcraft, die Entwickler. Ja, dann schreiben wir halt alle Daten mal auf. HN Manager 22. Boah, das heißt also nicht zu lernen, forget it. CD Bcar, was? Bcaret, Cat Account Infos, Bcaret, was? Bcarter, Dota, und Dota spielen sie auch, LYF, fantastisch. CD, CDRC, Cat, Account Info. Ich brauche sicher nicht alles, aber ich schreibe es mir einfach auf. Ich schaue wirklich alles an, denn das ist, glaube ich, zurzeit meine einzige Möglichkeit, irgendwie weiterzukommen. KMME. CD, Cat Account. Ist halt jetzt ein bisschen langweilig für euch, weil ich mir hier das Zeug alles aufschreibe. Der Felipe 97, Walter, CD zack, CD Glomsi, Cat Account Infos, Notiz,
Scheiße. Notiz. Glomsi. Gandalf. Aha. Herr der Ringe lässt grüßen. Sede. Zack. Sede. Boah, wie viele Accounts sind denn hier? Wir haben ja Zeit, oder? Batworm 11. Stupid. Passwörter sind ja eigentlich schon alle einfach zum Lernen. Aber bei so vielen Accounts, na, ich weiß ja nicht. CD. Temontanti. Cat. Account Infos. So, Temonti. Temonti 251 1313 CDs Crosscat Account in. Ich bin ja froh, dass man das ja mit Tab vervollständigen kann. Scheiße, so nicht. Go Cross Star. So, haben wir noch wen? Nee, nicht mehr so viel. Tracks 16, Cat, Account Info. Ach ja, die Playlist hat wieder einen Hänger vom Spiel. Tracks 13, 16. Jason Bourne. Monty, Cat, Account, Monty, 2510, Scorpio. Ach, zum Glück hat man so ein Notepad. CD, Logo, Cat, Account, Logo 0801, Love. CD, zack, zack. Ja, ist momentan gerade monoton, was ich hier mache, aber ich kann nichts dafür. Ich hoffe, dass ich dadurch jetzt weiterkomme. CD, School of John. Oh je, mein Gott. Cat, Account Info. Zum Glück kann man ja die Account Infos so einfach lesen und nicht muss man sie nicht dekodieren und so weiter. So, School of John mit Mountain. So, noch einer, Wahnsinn. Sam und dann Cat Account. So, der letzte. Sampdoria 14 Bad Boy. So. Schnell nochmal schauen, ob ich alle habe. Ja. Super. So. Dann wollen wir mal. Ich weiß nicht, wie viel Passwörter hier gespeichert werden. NS Stanford Murloc 33. Aha. Hallo und willkommen bei Entech. Zurzeit arbeiten wir an 2 großen Projekten und Sie werden bald eine detaillierte Projekteinführung für Ihr Team erhalten. Diese E-Mail dient als Übersicht über unsere derzeitige Richtung und wie unser Projekt zusammenhängt. Das erste ist NSEC, eine komplett neue Computersicherheitssuite, entworfen, um die Computersicherheit zu revolutionieren. Menschliche Fehler werden immer ein Problem in allen Sicherheitssystemen sein, aber wir sind der Meinung, sie sollten das einzige Problem sein. Durch das Minimieren der Gefahr von menschlichen Fehlern und durch die Verwendung unserer neuen Sicherheitspakets ist IT-Sicherheit nicht länger ein Beruf, sondern eine Wahl.
Hacknet OS ist das Begleitprojekt zu NSEC, entwickelt, um Probleme in existierenden Sicherheitssystemen zu demonstrieren und einen Anreiz zu einem Upgrade auf das unserer Meinung nach beste Sicherheitspaket zu bieten. Willkommen an Bord! Lol. Hallo und willkommen im Hacknet-Team. Da dieses Projekt etwas heikel ist, wird das meiste der Arbeit in eurem Team vor anderen Komponenten des Projekts isoliert bleiben und ein komplettes Building des Projekts wird selten sein, wenn es überhaupt einen geben wird. Aus diesem Grund wollten wir allen einen besseren Überblick über die Gesamtziele des Projekts geben. Hacknet OS wurde von Grund auf als ein wegweisendes System für die Untersuchung und des Tests von Sicherheitssystemen entworfen. Entech entwickelt Hacknet-Simulanten zu seiner neuen digitalen Sicherheitssoftware-Suite NSEC und setzt es als eine Marketing- und Präsentationshilfe ein, um die Überlegenheit gegenüber herkömmlichen Sicherheitspaketen zu demonstrieren. Hauptsächlich ist Hacknet ein Marketing-Tool, aber als alleinstehendes Projekt ist es eines der anspruchsvollsten und mächtigsten Anti-Sec-Tools, die je entwickelt wurden. Willkommen im Team, ich bin mir sicher, du stimmst zu, dass es unglaublich aufregend ist, Teil dieses Projekts zu sein. Hacknet Manager. Hey, eigentlich hatte... Oh, noch eine IP-Adresse. Opa, die kenne ich glaube schon. Hey, eigentlich hätte Ihnen das zu Beginn des Projekts gesagt werden sollen, aber das Administrationspasswort für den Ramulus-Server lautet Ramulus-Server H7GGNK L2. Sie sollten alle Verknüpfungen aber im Desktop haben. Wenn nicht, verbinden Sie sich bitte mit. Danach sollten Sie loslegen können. 156.151.1.12. Ha! Da kriegt man doch Informationen, die man sucht, oder? Very nice. Hallo zusammen, einer unserer Entwickler hat Bedenken darüber geäußert, auf welche Richtung das Projekt zusteuert. Ich zitiere, wenn Böswillige verwendet, können dies ein extrem gefährliches Tool sein, bevor sie nicht garantieren können, dass die Verbreitung des Tools mit äußerster Sorgfalt ausgezeichnet und kontrolliert wird, bin ich nicht sicher, ob ich meine Arbeit für dieses Projekt mit gutem Gewissen weiterführen kann. Das ist eine berechtigte Aussage und im Interesse der Transparenz möchte ich dies mit der gesamten Firma besprechen. Wie schon gesagt, war das Aufzeichnen und Kontrollieren der Distribution ein Aspekt, der früh zum Konzept des Projekts gehörte. Ein strittiges Problem bei der Entwicklung von mächtigen Tools ist, dass deren Missbrauch mit üblen Konsequenzen einhergeht. Dieses Problemgebiet ist eines, bei dem ich dachte, es sei sinnvoll, es an außenstehende Experten zu übergeben, und immerhin sind sie diejenigen, die diese wunderbare Ergebnis liefern. Obwohl das Projekt noch nicht fertig ist, seid beruhigt in diesem Wissen, dass ich mir diesem Problem bewusst bin und weitere darüber sprechen will. Fürs Erste werden alle neue Buildings mit einem eingebetteten Sicherheitstracer ausgestattet, der sich nach einer zufälligen festgelegten Zeit automatisch aktiviert und helfen soll, schon jetzt unerlaubt Vervielfältigungen zu verhindern. Okay. Okay. So, hallo zusammen. Zuerst einmal möchte ich sagen, dass der Fortschritt außergewöhnlich schnell ist. Trotz einiger Rückschläge mit dem Verbindungsmodul haben wir es zur gesetzten Deadline geschafft. Ihr habt alle hervorragende Arbeit geleistet. Einige der ursprünglichen besprochenen Features wurde von Auftragsarbeiten übergeben und diese zeigen beeindruckende Ergebnisse.
Das Projekt war, wie ich finde, sehr erleuchtend und bestätigt meinen Glauben, dass dies der richtige Weg ist, um die Probleme der digitalen Sicherheiten anzugehen. Da wir nun selbst die Grenzen derzeitiger Sicherheitssysteme austesten, haben wir schon einen irrsinnigen Fortschritt in der NSEC-Entwicklung gemacht. Das Projekt ergänzen sich mehr denn je und da ist wirklich sehr ermutigend. Mehr Updates kommen bald. Macht weiter so. RC. Jawohl, RC. Gut, also ich muss sagen, das war aufschlussreich. So, nächster HN Manager. HN Manager 22. Was? Was? HN Manager. Passwort HM. HN. Ach, scheiße. Ja doch. HN Manager 22. Ah, voilà. Okay, der hat nichts. Somit kann ich löschen. Dann haben wir den Beaker mit Dota 4 LYF. Auch der hat nichts, das ist auch gut. Dann haben wir den RC mit bei C89KMME. Oh. Neuer Auftrag, bitte. Ja, das könnte jetzt noch interessant werden. Ein ehemaliger Mitarbeiter hat sich gegen uns gewendet und bedroht das Projekt. Unglücklicherweise weiß er genau, was er tut, und das können ein ehemaliger genau was er tut, und das könnte wirklich zu einem Problem werden. So sehr ich es auch hasse, so weit zu gehen, aber das Projekt ist mir persönlich und auch für die Leute da draußen zu wichtig, um es wegen so etwas zu riskieren. Kannst du ihn entmutigen? Weitere Data sind angehängt. Sein Name ist Bit. CS GoCrafter, herzlichen Dank für deinen Follow und grüße dich. Bei mir auf dem Stream, natürlich. Das sind neuer Auftrag, Bit. Habe alles in Auftrag gegeben. Kostspielig, aber er wird bis zum Ende der Woche tot sein. Belaste dein Konto wie immer. Gut, dich an Bord zu haben. Was genau ist dein Plan? Er ist wichtiger Bestandteil des Projekts und sehr gut informiert. Ha. Wie kann ich diese Mails weiterleiten? Sie sind wichtig. Es ist zu spät. Ich kann es nicht mehr stoppen. Die Sache läuft anonym. Du musst dich klar ausdrücken, wenn du willst, dass nur bestimmte Maßnahmen ergriffen werden. Tot? Was zur Hölle redest du? Ich wollte, dass du seinen Computer zerlegst und ihn hinter Gitter bringst, nicht, dass du ihn verdammt nochmal umlegst. Ich ziehe dich jetzt ab, du bist zu weit gegangen. Ich kümmere mich selbst darum. Der Typ ist ein Genie, und auch wenn er gegen das Projekt ist, ich will ihn dabei haben. Finde einen Weg, das zu stoppen. Wenn die Sache ernst wird, werde ich dich dafür verantwortlich machen. Reiz mich nicht. Okay. Empfänger ist verstorben. Was? Zahlung wird wie versprochen durchgeführt. Andernfalls werden meine Mitarbeiter sich dem Problem annehmen müssen. Es ist noch nicht zu spät, wenn er noch nicht tot ist. Ich widerrufe hiermit meine Zahlung. Das ist dann nochmal nicht das, wofür ich dich angestellt habe. Das Projekt mal beiseite. Ich werde dich nicht wegen Beihilfe zum Mordes verantworten. Nur wegen deinem dummen Missverständnis. Hast du ein Tattoo? Wo? Ja, ich habe Tattoos. Am Arm,
am Arm, am Bein, am Bein. Zahlung wurde bereits empfangen und das Geschäft ist somit abgeschlossen. Fuck, fuck, fuck. Was hast du getan? Das ist nicht, was ich wollte, du verdammter Psychopath. Gott im Himmel. Wir haben jetzt schwarz auf weiß, dass Bit derjenige ist, der ausgestiegen ist, und wir haben jetzt schwarz auf weiß, naja, okay, weiß auf schwarz, dass Bit ermordet wurde, beziehungsweise ein Auftragskiller auf ihn gehetzt wurde. Oh, Scheiße. Okay. Admin V19 32.8 HQ 9. Werde die Auto-Pass-Rotation abstellen, bis du fertig bist. Ben. Es ist etwas passiert. Ich brauche Zugriff auf den Mainframe, um mich umsehen zu können. Ich werde die letzte Zugriff und Builds untersuchen müssen, also werde ich Adminrechte benötigen. Boah, da kriegt man Informationen. Ich kann keine Links leiten. Okay, das war der RC. Den behalte ich noch. Der Felipe 97, mal schauen, was der so an Walter. Nix, gut, very gut. Solche Leute habe ich gern. Glumsi mit Gandalf. Auch du hast nichts, wunderbar. Warum fragst du, lieber CS Go-Crafter, wegen den Tattoos? Darf ich da mal nachfragen? So. Bud Worm 11 mit Stupid. Auch nichts. Very good. Dann haben wir den Temonti 251 mit 1313. Auch nichts. Very good. Cross mit Star. Auch nichts. Very good. So, dann haben wir den Trax 316 mit Jason. Auch nichts. Gründliche Mitarbeiter hier. Dann haben wir den Monty 2510 mit Scorpio. Scheiße, da habe ich mich vertippt, Mensch. Scorpio. So, auch nichts. Mounty mit Scorpio. Dann haben wir hier den Logo 0801 mit Love. Auch nichts. Das ist doch gut. Habe ich schon eine kleine Übersicht. Ja, super. Hier habe ich ein Passwort, aber ich weiß nicht, zu welchem Server das gehört. Hahaha. Sehr gut. Na, ich weiß jetzt zum Glück, wo die Mail ist. So. School of John mit Mountain. Ich habe jetzt zum Glück die Mail, die Daten noch. So, den Sampdoria 14 mit Bad Boy. War es aber auch ein böser Bube, du hast keine Mails hier. So, und jetzt kommen wir nochmal zum RC mit Spicy 89.
89 KMME. So. Main from. Notiz. Main from. Admin V19328HQ und die 9. So. Müssen wir nur noch rausfinden, wo der Main from ist. Logout verlassen. Scan. Scan. Wo ist denn der Main from? Ne, nicht Zeus. Zeus. Ramos, da, Login. Haben wir die Admin, die H7, GG, NKL2. Erfolgreich. Ha, ich bin einfach gut. Scan. Scan complete. Okay, dir. CD Home. CD so. CD Bin. CD Store. CD Contract. CD Bit. Cat. Hacknet. Hacknet Bit Report 04. Bin nicht sicher, wie lang dieser Bericht sein sollte. Ich werde mich also kurz fassen. Es gibt gut voran. Der Fortschritt an meinem Part läuft wie erwartet. Es funktioniert und besteht auch in den meisten der Testcase. Aber 86? Was soll das sein? Allerdings sind einige Probleme aufgesehen, die mich zwingen, es zu dezentralisieren. Die neue Version spricht jetzt zu einem Hard-Server, welcher dann die Berechnung übernimmt und dann zurückschickt, was die etwas schwierigen Fälle abdecken sollte, indem das Problem von einem zweiten Punkt aus angegangen wird. Ich hoffe, es hilft dabei, Sachen wie Whitelist-Server zu umgehen. Läuft jetzt alles. Der neue Prototyp ist auch schon hochgeladen. Es gab ja keine wirklichen Vorgaben. Ich gehe also davon aus, dass das okay war. Sollte es Probleme geben, meldet euch. Okay. HNN Report Archiv Deck. Wahrscheinlich will er noch ein Passwort. Ja. Einfach mal so. Okay. DK Header HN Reporter. So. So. 156.151.59.35. So, was haben wir noch? HNP. Das wird wahrscheinlich auch passwortgeschützt sein. Ja. Genau, 2. Deck. Ja, genau. Deckhard. HN. Key-Link. So. Headers. Port-Hack. Port-Link. Okay, das ist auch okay.
.23.236.62.147. So. Keine Ahnung, das ist die Frage, aber ist okay. CD zack zack, CD Dixon, CD, nee, Cat, Hacknet, Update Report, bla 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 bla, scheiß Englisch, oder? Decky, Hacknet, Codelink Version 1. Scheiße. Der nix. Stimmt doch gar nicht. Mensch, das ist Deon. Deonix. Wird aber auch nicht. Nicht genügend Speicher, was? Deck, Head, Hack, Codelink. So. Boah. The Unix server has almost programs on it for testing. Keine IP-Adresse drin, okay. CD, zack, zack. CD, Tetja. Mein Gott. Cat 04 Report. Zusatzaufgabe abgelehnt. Security Tracer Exe hochgeladen. Der sollte zeitweilig mit allen neuen Hacknet Releases mitgeliefert werden, bis die integrierte Version fertig ist. Okay. Ist erstmal nur ein Notpflaster, sollte sich aber nach einer bestimmten Zeit von selbst aktivieren. Das jeweilige Hacknet OS deaktivieren und diesen IP- und Geodaten an eure zentrale Server schicken. Der bessere integrierte, unsichtbare Security Tracer ist in Entwicklung. Die Arbeiten wurden zugunsten der Fertigstellung der Tracer Tracker nach hinten verschoben. Okay, den haben wir ja ganz am Anfang, glaube ich, gelöscht bei uns. Tracer Tracker V093 Release. Release-Kandidat hat alle 92 Tests CESA bestanden und 22 von 25 meiner eigenen. Diese Version kann alle gängigen Tracer-Software ermitteln und eine relativ gesehen sehr genaue Schätzung liefern, wenn der Tracer vollständig ist. Und so vorher eine Notfallroutine starten. Aha. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, wie mächtig dieses Tool ist, selbst im jetzigen Zustand. Ich empfehle dringendst, es unter strenger Kontrolle zu halten. Ich werde die kommenden Builds auch persönlich durchgehen, um das sicherzustellen. Decky, Hacknet Security Tracer Deck. Wahrscheinlich auch wieder verschlüsselt. Genau, dann nehmen wir den Deck Header mit dem Hacknet Secure aus der Hoffnung es gibt einen Link. Ne, eine IP. Auch nicht, verdammt. Verdammt, das wäre sowas von cool gewesen. So, CT, ne. Cat. Here the latest binary version of each of the contracts works should be cooked along with her report. Warning, do not rename this folder. Well, the script refers to the compilation full version in the report. Contract Server. Dieser Report ist nur für die
Deployment Ready Additions. Diese Auftragsarbeit und interne Deploy Ready Code. Neuere ungetestete Version bitte über den Contractor Ready Server beziehen. Entake External Contract Ready Server. Eins 5.6.151.59.3 5. Ah, den habe ich schon. Den habe ich ja schon. Weil der Strom an E-Mails einfach nicht abreißt. Das Passwort für den File-Server ist AX, das ist hier oben. Was auch in Dokumenten steht, sollte jede zu Projektbeginn bekommen haben. cd-log rm. So. Connect. Welchen Server habe ich denn jetzt connected? Das war der Ramolus. 156. Abstand bitteschön. 156. Na komm schon, konzentriere dich. 156. 151. 5935. So. Was habe ich denn hier? 12 Kabel. Ich versuche es einfach mal. Admin AX 889 MSJA. Hat geklappt, Wahnsinn. CD Home, CD News 88, Cat README, thank you. CD zack, Cat IRC log, hey whispering, okay, CD zack, CD zack, CD News 1.19, CD zack, CD News 5.24, Cat IRC zack, ihr seid alles Arschlöcher, hi, Vertipper passieren. Die blöden Tasten sind ja auch genau nebeneinander. Ihr seid alles Arschlöcher. Die Tasten sind alle nebeneinander. Was? Okay. Dann wollen wir doch mal die Contract anschauen. Contract von Pitt. Hier taucht bitte auf. Das ist gut, aber auch beunruhigend. Ja, super. Der Kiew. Hello Dog. Würden Sie mir doch einfach nur mal das Passwort durchgeben, dann wäre das gut. Naja. Den kann ich mal schließen. Letzte Worte. 1.7, das habe ich schon. CD Tätchen. Cat. This file delete whether empty or the answer is folder remain active and give after remove. Okay. Wir sind hier wirklich ziemlich am
ziemlich nah an dem Aufschluss. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel ein Ende hat. Aber ich glaube schon, ne? Kontakt 23 236 62147. Bitrees. Was mache ich jetzt? Letzte Worte. HN Report Archiv. Ich kenne das Passwort nicht. Connect 156.151.59.35. Login. Da war ich auch schon. Scan. Fuck. Contracts, ja. Mail-Server, wo ist? Welches ist der Main-Server? Workstation. Workstation Core. AX 889 MSJA. Admin V 19328 HQ9. Das ist der Mail-Server.
Aber hier wird keine IP-Adresse angegeben. Verflixter Mist. Mainframe-Zugang. Ja, jetzt wird es langsam wirklich knifflig. Den Zeus. Ach, guck an, das ist der Mainframe. Okay. Hacknet. CD Hacknet. Jetzt, das bringt mir das. Cat Content. CD. Hacknet. Cat. Hacknet. SR. Ich lade einfach mal alles hier hoch. Vielleicht. Ich weiß nämlich momentan echt nicht mehr weiter, was ich noch tun kann.
So, gleich mal 9 Stunden am Streamen. Mission unvollständig. Willst du mich jetzt veräppeln? Keine Ahnung warum, es sieht ziemlich schwer zu knacken, also wird auch neu. Stoß mich an, wenn du meinst, du bist so weit gekommen, wie es dir möglich war. Sei gründlich. Mache ich mal schnell mit der Maus, geht schneller. Scheiße. Geht wirklich schneller. Aber habe ich ja schon angeschaut. Aber irgendwas muss hier noch versteckt sein. Also jetzt ist es besonders schwer. Ich weiß nicht warum, aber
Ich weiß nicht warum. Aber irgendeine Arbeitsstätte sollte doch ihm gehören. Leute, ich komme jetzt nicht mehr weiter, ohne Spaß. Wenn du eine Quite hast, dann ich weiß nicht, was ich dem abliefern soll. Ich komme momentan nicht weiter. Ich weiß auch nicht mehr, was ich tun soll. Und aber das ist neu, anders. Entech. Oh. Die machen was, ein mittelmäßiges Virenschutzprogramm. Wenn sie das hier hören würden, wären sie sehr schnell sehr reich. Schau mal, das Frontend ist nichts Besonderes. Klopft das mal seitens des Webservers ab. Mal sehen, wann ich auf das neue Zeug stoße. Es ist auf ebenfalls so tief drin, dass man davon ausgehen kann, dass sie es verstecken wollen. Keine Ahnung warum, es sieht ziemlich schwer zu knacken aus und wir neu und Prozig Unternehmen lieben. Und das macht es super verdächtig. Schau mal, wie weit du auf deiner Seite kommst. Vielleicht liegt es an mir, aber es scheint eine noch heißere Spur zu sein, als ich es mir je geträumt hätte.
Mission unvollständig. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Ich weiß, was ich jetzt tue. Und zwar ein Break. Ich mache Feierabend, 9 Stunden gestreamt. Jetzt bin ich am Ende. Ich bin auch bei dem Spiel am Ende, auch wenn es so viel Spaß macht. Jetzt, momentan, jetzt, momentan, weiß ich, jetzt, momentan, weiß ich nicht, wohin dass die Reise noch gehen soll. Ich gehe jetzt schlafen und ja, wir werden schauen das nächste Mal, ob ich wieder Hacknet spiele oder nicht. Ich finde das Spiel oberhammer geil, aber momentan bin ich gerade an einem Punkt, wo ich echt nicht mehr weiterkomme, wo ich echt nicht mehr weiß, was muss ich denn noch suchen, wonach muss ich noch suchen. Ich habe so viel schon gefunden, aber ich habe ja auch schon eigentlich den Mailverkehr gefunden, wo über Bits Leichnam gesprochen wird oder so. Und ich weiß jetzt nicht, nach was ich noch suchen soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall, ich sage Tschüss, ciao, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!